Es sind schon 51 Leute dabei. Hallo. Hallo, der Arthur ist draußen, bereitet alles vor. Ich bin hier drin noch am Wegräumen. Und ja, bringe alle, die neu sind, also neu sind, aber das jetzt von letztes noch nicht so mitbekommen haben, mal auf den aktuellen Stand und kämpfe dabei mal noch ein bisschen mit meinem Abwasch in der Küche. Es ist nämlich wahnsinnig schwierig in dieser Schräglage überhaupt die Schubladen zu öffnen und das wegzuräumen. Es braucht alles ein bisschen länger. Ja, also wie gesagt, hallo alle zusammen. Wir stecken seit 4 Tagen hier in der Sala fest, weil wir ja eigentlich ganz normal Richtung Süden rausfahren wollen. Da gab es mehrere Tracks. Wir haben nicht ganz den richtigen erwischt, mussten dann eigentlich kreuzen, um auf den richtigen zu kommen. Und bei diesem Kreuzen, was die Tage davor überhaupt kein Problem war, also ein Großteil der Wüste ist wirklich, wirklich fest, da kann man überall fahren. Und bei diesem Kreuzen sehen wir 2 stecken gebliebene LKW. Und wir denken uns, so lange keine LKW mehr gesehen und dann auch noch stecken geblieben. Und was macht man natürlich? Man hält an, man möchte helfen. Wir haben gedacht, okay, wir lassen Sicherheitsabstand, damit wir nicht auch einsinken. Und gehen dann zu den beiden rüber. Das sind übrigens Manfred on Tour und Strixa, auch Strixa on Tour. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt falsch sage, aber ich bin ja ein bisschen aufgeregt. Und ja, jedenfalls gehen wir rüber, reden mit denen, ob wir ihnen helfen können, waren schon am Buddeln, waren schon an jemanden organisieren. Und als wir uns dann zu unserem eigenen LKW umgedreht haben, sahen wir, wie auch dieser langsam sunk. Und wir sind dann zum LKW gerannt, haben gedacht, okay, jetzt schnell los und noch raus. Aber es war zu spät, es war zu spät. Ja, und am Ende ist es dann so gewesen, dass eigentlich wir diejenigen waren, die hier am schlimmsten versunken waren. Und jetzt 3 Nächte in Schräglage verbracht haben, wie man so ein bisschen sieht. Also ich habe heute super Socken an. Wenn ich mich hier hinstelle, dann rutsche ich immer quer durchs Auto. Ja, und wir haben schlafen können, wenn auch nicht gut, weil man sich natürlich Sorgen macht, dass das Auto noch weiter kippt und weiter kippt, weil der Boden, das ist echt was ganz Spezielles. Oben ist zwar eine Salzschicht, aber darunter kommt Matsch, so Schlick, richtig klebrig, eklig. Aber ja, es blieb für uns eigentlich keine andere Chance als abwarten, dass die beiden Helfer, die einzigen, die es hier gibt, die LKW nach und nach rausholen, jedem nach der Devise hinten hochheben, vorne hochheben, je nachdem, wo man halt mehr versunken ist. Und Salz unterschütten, von überall hier Salz holen, was man kriegt. Und dann mit Salzsäcken, Holz, unseren Sandblechen die LKW auf einen wieder stabilen Untergrund bringen und dann einfach schnell raus. Natürlich Luft ablassen, natürlich noch Gewicht raus aus dem LKW. Es hat die letzten 2 Tage also schon 2-mal geklappt. Jetzt sind wir guter Dinge, dass das heute auch bei uns klappt. Also wie gesagt, nochmal herzlich willkommen alle, die noch dazugeschaltet sind. Ich schaue mir mal ganz kurz den Chat an, der verschwindet hier mal ein bisschen. Also danke für eure Unterstützung, seelisch, moralisch, dass ihr dabei seid. Genau, Schräglage fühlt sich nicht gut an, aber ich glaube, es geht noch mehr. Ja. Ja, und genau, einer schreibt $1000, naja, ohne Alternativen. Ist einfach so. Also manche hatten ja schon vorgeschlagen, Feuerwehr oder Militär. Aber genau, auch die sagen, wir fahren dann nicht mit unseren Kahn rein und sie rufen alle diese beiden Jungs an, die hier bei uns sind. Also wir waren ja auch mit der Polizei in Kontakt. Motor wird gestartet. Wir waren ja auch mit der Polizei in Kontakt und auch die haben die beiden angerufen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das hier ein bisschen
ja, abgemachte Sache ist. Aber ganz ehrlich, ich meine, am Ende zahlt man jeden Preis, um wieder rauszukommen. Aber ganz ehrlich, in Bolivien $1.000, das verdient ja normal jemand innerhalb von einem halben Jahr oder so. Also, oder was haben wir mal nachgeschaut? Wir haben es, glaube ich, mal das Einkommen nachgeschaut. Das Ding ist, soweit wir gehört haben, dass die $1.000 kriegen nicht die zwei oder nicht nur oder nur ein Teil davon. Niemand anderes hat was dazu beigesteuert, aber so ist es irgendwie, wie es läuft. Wir haben auch schon versucht zu verhandeln von Anfang an, hatten die anderen beiden gesagt, ja, es sind ja 2 LKW, kriegen wir nicht mal einen Rabatt, beziehungsweise jetzt sind es 3 geworden, haben gesagt, nein, 1000 pro LKW, keine Chance. Und was wollte ich jetzt sagen? Gestern, genau, die anderen beiden sind draußen und dann haben sie auch abkassiert und dann wollten die beiden auch nochmal verhandeln und haben gesagt, hey, wenn ihr uns jetzt nicht jeder beiden die 1000 zahlt, dann holen wir den dritten nicht raus. Und wir sind sehr dankbar, dass die anderen beiden gezahlt haben. Sonst hätten wir jetzt noch ein größeres Problem. Ja, wir haben eigentlich selber gar nicht genug Bargeld dabei, das wissen die aber noch nicht, also es wird ein bisschen eng, wir werden auch nochmal versuchen zu verhandeln, aber ansonsten haben die anderen beiden auch schon gesagt, sie haben noch ein bisschen was, sie könnten uns da unterstützen. So. Ja, uns geht's gut, wir sind gesund, halbwegs, mir schlägt es ein bisschen auf den Magen. Gestern vor lauter Zeit, die ich hatte und einfach auch Appetit, habe ich dann gesagt, okay, ich backe mal wieder ein Brot. Es ist zwar nicht so einfach in einem schrägen Auto, aber irgendwie habe ich gesagt, ich will jetzt was Gutes essen und ich weiß nicht so ganz, ob das so das Richtige für den Bauch war. Weil ganz komischerweise insgesamt die letzten 3 Tage, wir hatten alle, also auch die anderen 4, kaum Appetit. Also da merkt man, dass das irgendwie was mit dem Konzentration, ja, man ist angespannt, man ist einfach angespannt. Ja, kauft euch ein Luftkissen. Wir sagen immer, das ist wie mit allem, wie wenn man einen Schaden am Auto hat oder irgendwie ein Ersatzteil fehlt. Man hat immer das dabei, was man nicht braucht. Und das, was man dabei hat, braucht man nicht. Und ich glaube, das habe ich schon von vielen Reisenden gehört, man macht einen Trip und merkt dann, das hat uns gefehlt, das hat uns gefehlt, das hat uns gefehlt. Dann besorgt man sich das, nimmt das auf die nächste Reise mit und da braucht man genau wieder andere Dinge. Und alle 3 LKW haben um die 11 Tonnen. Irgendwo ist halt auch dann das Limit erreicht, wo man sagt, wir müssen aufpassen und wir können nicht alles mitnehmen. Und gerade, ich weiß es nicht, wie mit Luftkissen ist, aber manche dieser Dinge sind auch super schwer. Wir haben zum Beispiel am Anfang mit uns gehadert, ob wir Schneeketten mitnehmen. Weil prinzipiell hatten wir immer geplant, nur im Sommer unterwegs zu sein. Irgendwie nirgendwo mit Schnee. Aber wenn es dich halt doch erwischt und du hast keine, ist halt einfach auch scheiße. So, jetzt haben wir 4 Schneeketten dabei. Wir haben die zum Beispiel noch nie gebraucht. Und ich wette, es gibt irgendwelche anderen, die haben keine dabei und hätten sie schon gebraucht. Ich glaube schon mal, das so gehört zu haben. Warum läuft der Motor? Der läuft, weil wir von, ich glaube, Gerd haben wir eine hydraulischen Wagenheber, was super praktisch ist, weil wir haben selber keine hydraulischen. Und so können die Jungs wenigstens hinten das Fahrzeug damit schneller hoch und wieder
wieder runterlassen. Was definitiv ein Vorteil ist, als wenn man das jetzt auch alles noch mit der Hand machen müsste. Ja, gestern Abend, die anderen waren gegen 17 Uhr befreit und haben auch früh um 8 angefangen. Das heißt, wir könnten jetzt einen 9-stündigen Livestream haben, bis das alles soweit ist. Ich weiß noch nicht so ganz, wie wir das akkutechnisch organisieren, aber wir schauen einfach mal. So, ich glaube, ich lese noch mal da kurz ein paar Kommentare. Ansonsten nehme ich euch mal ein erstes Mal mit nach draußen. Stimmt, man kann nicht alles mitnehmen, aber man sollte sich vor beschäftigen. Ich würde schon sagen, dass wir uns damit beschäftigt haben. Ich weiß sogar, dass wir mal von irgendjemandem eine komplette Liste bekommen haben, von was er oder sie alles dabei haben. Ob da Luftkissen dabei war, keine Ahnung. Es ist trotzdem immer ein Abwägen und ja, wir werden, glaube ich, Dinge, dass wir auch hier heute noch ohne das Luftkissen rauskommen. So, den Rest des Abwaschs lasse ich da mal kurz stehen, kämpfe mich hier zu meinen Schuhen und dann schauen wir uns mal an, wie das so aussieht. Es ist alles voller Salz natürlich. Ups. Jetzt wird's hell. So, hallo, guten Morgen. Hallo, geht's dir gut? Mir geht's ganz gut, ja. Den Umständen entsprechend. Ja. Wir sind schon live. Ah ja. Die haben schon vorgestern geschafft, die beiden. Schon gut, schöne 2 Nächte verbracht, oder? Ja, kleine Nase verbrannt. Ja. Also man muss hier immer super aufpassen mit der Sonne. Am besten genug Kleidung an, Sonnenschutz, Cappy, Brille. Ich habe eigentlich trotz Sonnenbrille jeden Abend rote Augen, weil es einfach so hell ist. So, da sind die Herren schon dran. Ein Moment, der Arthur hat gestern die Kamera umgedreht, da geht das. Ist ein bisschen schlecht, glaube ich, vom Kontrast. Also hier hinten wurde jetzt mal aufgebaut nach bolivianischer Art. Und der Truck wird gerade in die Höhe gehoben.
Salz rein. Das haben wir gestern schon wieder vom anderen Platz zusammengeschüttet. Aber ja, so ist es die letzten Tage bei den anderen Beinen aufgelaufen. Also hinten unterbauen, hoch und dann Salz rein, Salz rein, Salz rein. So wird das heute laufen. Ich sage schon mal Danke für die ersten Unterstützungen. Das ist mega, mega lieb von euch. Die $1000 waren jetzt nicht so ganz in unserem Budget eingeplant, aber ja, was soll man machen? 400 in Spanien, ja, das ist ein angemessener Preis, finde ich, aber wir haben letztendlich keine Chance, es zu werden. Ich hoffe, die Sandfläche haben nicht noch Schaden angerichtet. Aha, das, was da so klemmt, ja, das hat sich beim Versuch rauszufahren gedreht. Ich glaube nicht, dass es Schaden angerichtet hat, aber irgendwann müssen wir versuchen, das da rauszubringen. Also wir sind auf der Detlef und Strixe on Tour und der Gerd von Manfred on Tour. Also wir haben hier 5 Männer, die den ganzen Tag beratschlagen, mitdenken. Ja, und wir da hoffentlich eine gute Lösung finden. Habt ihr PayPal und so, da wird mehr hängen. Ja, wir wissen dass wenn wie sie bei den YouTube-Spenden geht immer was ab. Das ist ein bisschen schade. Arthur ist da mehr unser Finanzexperte, aber ich versuche das vielleicht auch mal kurz zu erklären. Wir geben ja am Ende unserer Videos. Hört ihr mich eigentlich noch gut? Oder ist der Motor zu laut? Also wir geben ja eigentlich immer am Ende unserer Videos QR-Codes. Wir sind große Bitcoin-Fans aus ganz, ganz vielen Gründen, die der Arthur besser erklären kann als ich. Aber ein ganz spezieller Grund ist auch, warum wir andere Überweisungsmöglichkeiten nicht anbieten, ist so ein bisschen Privatsphäre, weil man dort natürlich meist auch komplette Namen angeben muss. Und das ist das, was wir bisher auf der ganzen Reise mit dem ganzen YouTube und Instagram immer haben vermeiden. Für wen das komisch klingt, da können wir viele Geschichten von anderen erzählen. Es trifft jetzt sicherlich nicht auf eure Zuschauer oder auf einen Einzelnen zu, der es super gut meint, aber letztendlich müssen wir immer sagen, wir kennen persönlich ja fast niemanden von euch und man weiß nie, weiß es einfach nie. Man kann liebe Nachrichten bekommen und gibt dann was an und am Ende, haben wir schon von anderen Reisenden gehört, wird dann Übernahme, Adresse rausgesucht oder ja, Stalking betrieben, Dinge, die man dann vielleicht, die man nicht möchte und dann aber auch nicht mehr rückgängig machen kann. Klar, wir geben über unser Leben hier bei YouTube preis, aber das sind alles Dinge, die für die wir uns entscheiden, preiszugeben. Und ja, wie gesagt, ansonsten sind wir beim einfach recht vorsichtig. Wir würden auch nie eigentlich unsere persönlichen Telefonnummern hergeben oder solche Sachen. Also wir versuchen das alles, was online passiert, immer nur über Instagram oder YouTube direkt über die Kanäle läuft und über unsere Reisenamen. Selbst in einem Zeitungsartikel, den wir mal in der Schweiz hatten, die haben auch gesagt, ja, wir brauchen noch eure vollen Namen. Haben wir gesagt, nö, ihr dürft Judith und Arthur drunter schreiben. Sagt er,
Ja, aber haben sie gesagt, ja, aber das geht nicht. Und ich gesagt, ja, wieso nicht? Also, ja, am Ende hat es natürlich doch funktioniert. Ja, ist einfach so ein bisschen eine Prinzipiensache, wo wir uns ja auch mal noch mal in einem Live-Chat, wo Arthur ein bisschen mehr dabei ist, noch mal äußern können. Wir hatten da erst vor kurzem eine Diskussion, weil eben es kam eine so liebe E-Mail rein und gesagt, ja, könnt ihr uns nicht eure Kontodaten geben? Und da habe ich gesagt, ja, ist doch jetzt nur die eine Person und es ist doch gut gemeint, wie können wir denn es so, also wenn es jemand so gut meint, den Leuten so schwer machen, war dann mein Argument so, warum sind wir da so, dass wir sagen, nee, sorry, wenn dann YouTube oder idealerweise Bitcoin, weil da kommt alles an, was ihr uns auch gebt. Und dann haben wir darüber gesprochen und hat Arthur gesagt, naja, wenn eben, es ist zwar eine liebe E-Mail, aber wer ist dieser Mensch? Kennst du diesen Menschen? Bis auf, dass das jetzt liebe Worte sind. Und wir haben da ein bisschen gesprochen und letztendlich hat er recht. Es ist jetzt nicht so, dass wir allen Menschen gegenüber kritisch eingestellt sind. Natürlich nicht, erst recht nicht, wenn man sie persönlich begegnet. Aber online passiert halt leider auch richtig viel Blödes. Und von daher sagen wir einfach lieber Vorsicht als Nachsicht. Genau, und ja, vielleicht lasse ich das damit mal sagen. Einer sagt, Bitcoin ist nicht nutzerfreundlich. Würde der Arthur jetzt wahrscheinlich widersprechen. Es wirkt vielleicht, es ist wie so ein erster Schritt, der sich vielleicht schwieriger anfühlt, weil es was Neues ist, weil es was Unbekanntes ist, weil es was ist, womit man sich auf einmal beschäftigen muss. Wenn man sich aber ein bisschen damit beschäftigt hat, dann merkt man, wie super einfach das nämlich ist, weil wenn ihr uns jetzt was überweisen wollen würdet, dann müssten wir eben euch Name, Kontonummer, LAN, geben. Wenn man Bitcoin hat, dann könnten wir, oder das haben wir auch gemacht, es reicht ein QR-Code und das Geld, gesamte Geld zu 100% kommt in Sekundenschnelle an, vom einen Ende der Welt zum anderen Ende der Welt. Niemand nimmt einem was weg. Eben natürlich, wenn man dann eben die richtige App hat und so, dann funktioniert das total einfach. Aber es braucht halt eben mal einen Anfang. Ein bisschen muss man sich damit beschäftigen. Wir sagen immer, das ist so, mit Bitcoin ist es wie mit dem Internet. Am Anfang haben wir auch gedacht, oh Gott, das ist ja nur für Kriminelle, für Nerds, für ich weiß nicht wen, aber was ganz Spezielles, was keiner nutzen wird. Als es ganz neu war, waren das die Worte, die die meisten Menschen gesagt haben. Ja, und ihr wisst was es heute ist und dass wir gar nicht mehr ohne es leben können. Und ähnliche Prophezeiungen gibt es auch für Bitcoin. Aber ich will jetzt gar nicht so lange über Geld reden. Wie gesagt, wir sind euch dankbar, wenn ihr uns unterstützt, aber es ist natürlich keine Notwendigkeit. Wir können euch momentan nur diese beiden Wege, direkt YouTube oder eben Bitcoin, anbieten. So, was lese ich hier so? Ja, PayPal geht doch auch nur mit einer E-Mail-Adresse, aber wir müssen halt selber erstmal ganz viele Daten zu PayPal geben. Das ist die Sache und das ist das, was wir halt auch gar nicht wollen. Beziehungsweise PayPal. Ich will keine Märchen erzählen, wie gesagt, Arthur ist eher der Experte, aber ich habe ihn mal gefragt, er sagt, sie sammeln halt auch selber, PayPal an sich sammelt unheimlich viele Daten. Bei Erfolg sind die 1000 vollkommen gerechtfertigt, die Jungs wissen, wie es geht und wenn die zu mehreren 8 Stunden wurden sind, Preis okay. Ja.
hast du schon richtig verstanden mit dem Bitcoin. Die Gesellschaft muss nur noch lernen, selbst für sein Konto und seine Transfers verantwortlich sein. Ja, es ist, also wie gesagt, ich will hier gar keine Finanzbelehrung oder irgendwie sowas machen, darum soll es gar nicht gehen. Jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Für uns ist das ein guter Weg. Wir sehen halt auch, wie in Ländern, wo es mit Bankkonten schwierig ist, wo die Inflation hoch ist, wo die Leute an den Banken anstellen, um Geld zu bekommen, um Überweisungen zu machen. Ja, also ihr könnt, also ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, aber wir haben so oft, sind wir Kopfschütteln an Banken vorbeigekommen, weil Schlangen davor standen. Schlangen. Und sie eben jeden Tag dahin gehen, um einfach nur ihre Überweisungen machen zu können. Oder eben Geld abzuheben. Oder weil es so viele Limitationen in den Ländern gibt. Anyways. Man erlebt schon viel beim Reisen, auch was Finanzsysteme anbelangt. Einheimische zahlen bestimmt weniger beim Ausgraben, mag sein. Aber die Ausländersteuer zahlt man auch an, oder weiß nicht, Steuer will ich es gar nicht nennen, aber den Aufpreis als Ausländer, den zahlt man auch an anderen Stellen. Also in Bolivien ist es zum Beispiel so, dass man zum Beispiel eigentlich als Ausländer gar keinen Diesel bekommt, beziehungsweise nur zum Ausländerpreis, aber das machen auch nicht alle. Warte mal, ich stelle euch mal ab. Also den Ausländerpreis, den bieten einen auch gar nicht alle Tankstellen an. Manche sagen, also wir waren glaube ich den Tag bei 5 Tankstellen, die uns weitergeschickt haben und gesagt haben, also von uns bekommt ihr keinen Diesel. Und der Einheimischenpreis ist irgendwie bei unter 50 Cent und der Touristenpreis ist dann irgendwie bei 1,50. Also ja, da wird man auch nicht gleich behandelt. Das Hallo musst du von der anderen Seite sagen. Hallo. Ja, jedenfalls, wir sind immer noch ein Stück weiter gefahren und wenn man dann keine Rechnung beim Tanken braucht, dann kann man auch ein bisschen verhandeln. Aber ja, es gibt auch sicher beim Markt, wenn man Früchte kauft, einheimischen Preise und Preise für uns als Reisende. So. Gehen wir mal noch mal kurz in eine Unterlage suchen, wo ich das iPad draufstelle, damit das noch ein bisschen angenehmer ist. Como el tuyo ayer, la de adentro. Zum Kleinwagen hinter dir? Ja, wir brauchen nur was zum Unterlegen, was eine große Fläche hat. Da werden die Punkte am besten geeignet. Pelota más pequeña. Tal vez arrastró. Gente más fácil. Hört auf, weil das ist wirklich. Du musst das Rad anlegen. Dann brauchen wir die Tuchplatte.
hier. Un filtro Listo. hace llorar. ¿No da? Le vas a sentar vos. Ahí rellena el sal, ¿no? ¿Para qué la saca? No, es que... ¿Morro está? Morro está, sí. Medio astro. Nada. Levanta. No. Solo para ein Stück noch. Ein kleines Stück muss er runter. Guck mal. Draufklopfen. Guck mal. Ja, warte mal. Dann machen wir mal Moment. Halt mal nur fest. Warte. Runter. Noch ein Stück. Hier vorne, muss man weg. Hier muss man weg. Dann und was. Ja. So, ich bin noch mal kurz da. Nee. Stopfen. Ja, also es stimmt natürlich, wenn es klappt, dann relativiert sich der Preis. Am Ende ist einem das dann auch ziemlich egal. Also man will einfach nur raus. Man ist dann eigentlich bereit, alles zu zahlen. Und ja, ihr habt es gesagt, es soll hier heute eigentlich nicht ums Geld gehen, aber es hat einfach damit angefangen, dass die Frage nach PayPal oder anderen Dingen kam und deswegen wollte ich einfach nur eine ganz kleine Erklärung geben. Was nicht so einfach ist, weil die Meinungen dadurch einfach auseinandergehen und vieles nicht in so wenigen Worten erklärt ist. Menschen halt auf unterschiedlichen Wissensstand über zum Beispiel eben Bitcoin sind und ja, um es nur abzuschließen, wir machen es so und ich hoffe, das ist okay für euch, dass wir diesen Weg wählen. Ich sage immer, leben und leben lassen. Jeder hat so seine Meinungen, Macken, Gedanken zu irgendwelchen Dingen. Und bei uns schaut es halt einfach so aus. Der Dieselbezug ist für Ausländer limitiert, der Landespreis staatlich subventioniert wird. Insofern ist doch alles okay oder zahlt ein Traveler dort Steuern. Genau, ist es staatlich subventioniert? Das ist das, was ich auch gehört habe. Ich denke, bei dem Ausländerpreis sind dann Steuern dabei. Das wäre dann meine Vermutung, dass das dann einfach der Riesenbatzen Steuern ist, der da raufkommt. Auch noch das Gewicht ist nur dazu arbeiten. Ja, wir wollen das Motorrad runternehmen. Wir wollen halt ein paar Sachen ausräumen. Nur das Ding ist, wir haben entschieden, wir verändern so lange nichts, bis das Auto ein bisschen mehr gerade steht, damit nicht irgendwie es durch die Bewegung irgendwie noch mehr sinkt oder so. Außerdem ist es in der Schräglage nicht so einfach, das Motorrad da hinten runter zu bringen. Ja, wo sind die anderen beiden LKW? Nicht so weit weg, also die sind in einem großen Bogen aufs Feste oder auf den festeren Teil der Salzwüste gestern gefahren und dann raus über eine angeblich mit Sandblechen unterbauten Piste. Muss man aber auch einfach mal diese Piste finden und wissen, wo die ist. Aber die zwei Herren haben da dann geholfen, die da rauszubringen. Die sind mit einem Quad dann hergekommen. Die haben nämlich einen Quad dabei. Die einen von
Ja, klar, wenn beiden. wir da jetzt überall Salz reinstopfen und das Das ist ja nicht fest. Ja, eben. Kommt schon noch Gewicht runter, keine Sorge. Ja, wir werden nicht obdachlos werden, das ist wichtig. Das ist auch wahr, auch mit dem Ausländerpreis ist es günstiger. Aber eben, man muss erstmal dazu kommen und jemanden finden, der einem Je höher das Rad kommt, legen wir das. den Diesel das Blech, überhaupt verkauft. Mehr oder weniger frei. Ja, ja, ich denke mir, wenn Sie da jetzt überall Salz reinstopfen. Das geht jetzt so lange gut, wie er die Federn drückt. Wenn er einfach den Wald drückt das Brett weg. Aber das geht erstmal jetzt hier, muss erstmal mindestens 20 cm gewinnen. Was ist denn gerade euer Plan? Ha? Was ist gerade euer Plan? Wir bergen das Auto. Dann so weit, dass wir so weit hochkommen, dass wir drüben von da unter die Achse kommen. Und für hinten geht es nicht weiter hoch oder wie? Das bringt nichts, wenn wir nur die Federn anheben. Hey, 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 stopp. Was denn? Taquel, Ernesto. Taquel. Man macht nichts. Runter? No. Nee, erst was unterpacken. Ja, Ja. oder was unterpacken. Ja, und dann runter. Gut gesehen, danke Gerd. Was ist da los? Das verschiebt sich alles. Sonst macht es sich nicht wieder. Aufpassen. Aufpassen hier. Ja. Nach bolivianischer Art muss es erst wieder gesichert werden. Aber Lassen wir ihn wieder runter. man muss da jetzt einfach den beiden Männern das Vertrauen geben. Sie machen es auf ihre Art, aber bisher mit 100% Erfolgsquote. ¿Dónde le podemos cuñar? Ya le cuñar. Allá. Ahí del este. Le taqué. ¿Ya está? O sea, aquí le cuñó. De ahí cuñarle a ver. El árbol lo puede cuñar. O el peso lo va a Also botar. eben, warum wir noch nicht Nee, da hinten noch das Gewicht runtergeholt haben. Weil alle gesagt haben, erstmal warten, bis das Auto wieder ein bisschen gerade steht, dann können wir das immer noch runter Den da. holen. Siento que lo va a hundir. Ist der schon richtig unterfüttert jetzt? Dann könnte man Dann werden wir gleich sehen, was er macht. nochmal hochsetzen. Ne? Kante. Kommst du besser mal von der Seite weg, weil meiner kippt echt in die Richtung. Nee, der gibt nicht. ¿Ah? Como más largo es ¿Qué cosa? No, está bajando ya. Lentito está haciendo bajar. Haben wir oft das dieses Jahr schon gemacht, haben wir ja mal nicht gefragt. Aber in den letzten 3 Tagen 3-mal. Und heute 4. Tag, 4. Mal. Aber Okay, alles gut. Ja, aber der Wagenheber kippt nach rechts weg. Ja, sorry. Ja. Alles gut. Okay. Otra vez. Bitte noch einen drauf. Ahí con chocolate. Aumenta. ¿Dónde? Ahora está debajo. Ja. ¿Ah? Ahí abajo. Ya, sí, está bien. Und den ist nur zur Unterstützung. Hä? Den nur, nicht pumpen. Nur das Otro. Pardon. Aquí adentro está. Ahí adentro. Sí. Este. ¿De chupar? ¿Dices? ¿Este? Ah, ese estoy buscando. Estoy buscando. Ja, nochmal hoch. was sagt ihr da eigentlich zu diesem wunderschönen Holzaufbau? Er liegt doch jetzt da auf dem Klotz. Willst doch vielversprechend, oder? Den jetzt losmachen. Der liegt da nur auf dem Klotz.
Da Aber ja, unterzuckern man nimmt, und da wieder was hochdrücken. man Und kriegen den kann. Wagenheber gar nicht, den brauchen wir am Augenblick nicht. Weil der kippt dann auf den Holz. Aber du bist ja hier noch am Ende. Du drückst ja erst nur Du kannst die Feder noch 10 cm reindrücken. Du meinst den jetzt mal nur ansetzen und dann erstmal warten. Dann Ja, sind wir nichts. drüben. So lassen. No. Den da. Solo es soporte. Soporte. Y este. Jetzt mach mal den Wagenheber los. A ver. Momento. Ich glaube, das Holz geben die uns nicht für ein Lagerfeuer. Momento. Weil man muss natürlich auch bedenken, Se va a entrar adentro eso. wir sind auf 3600 Meter Höhe in der Wüstengegend. Es gibt hier keine Bäume. Gar nicht. Also ich muss gerade überlegen. Así se Okay, langsam mal ablassen. Wir sind in einer Copacabana Komm, eingereist in Ja, kommt langsam, aber kommt. Ja, ist gut. Bolivien. Alles gut. Er liegt auf dem Wagenheber auf dem Klotz. Okay. Passt. Bei der Copacabana hat es noch ein paar einzelne Bäume gehabt. Aber seit wir von da weggefahren sind über La Paz hierher, nicht ein Baum. Dementsprechend ist denen ihr Holz höchstwahrscheinlich sehr, sehr, sehr heilig. Jetzt dreht er, jetzt kommt er. Jetzt. Los? Wie heiß ist es aktuell? Alle langärmlich. Also es ist noch nicht super heiß. Ist auch bei uns jetzt noch relativ früh am Morgen. 9 ist Uhr, 8:45. Über den Tag kann es schon warm werden, aber man hält schon auch noch immer mit dem Pulli aus. Ist besser, einen Pulli anzuhaben, weil damit man sich nicht verbrennt. Jetzt kriegt der Druck. Aber wenn Wind kommt, Ja, alles gut. Du sagst Stopp, wenn Ya das los ist. chocos ya sentado parece. wenn Wind kommt, dann kann es auch ein bisschen kühler werden. Aber irgendwie ist hier gerade ein bisschen ein spannender Moment. Ja, geh weiter. Das Auto sitzt jetzt mal hinten auf dem Holz auf. Nicht, dass das Rad richtig überfüttert war. Ich glaube, wir brauchen mehr Salz einfach unterm Rad. Okay, necesitamos. Ist raus? Ist los? Sí. Ja, dann ziehen raus. Ja, komm, ich pumpe ihn hoch und wir hauen nochmal Salz unten rein. Das hilft nichts, wir müssen verdichten noch. Ja, dann lass ihn doch runter und Lass ihn einmal runter. setz ihn nochmal nach. Dann kannst du wenigstens dann die ganzen Ja. nutzen. Ya está. Ja, okay. Ja, jetzt ist er entlastet. Okay, raus. Sí. Zweiten Balken runter. Nee, was Größeres. Mit mehr Fläche. Passt der hier drunter? Tenemos. Este es mejor. Más. Ya hay nomás. Esta hay que levantar primero. Also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, die anderen LKW wurden eigentlich hinten hochgepumpt. Wir haben aber natürlich realisiert, dass wir Passt der drunter? erst halt einfach nur die Box hochheben und das Rad noch unten drin bleibt. Und jetzt ist die Idee, direkt am Reifen hoch zu pumpen, damit sich eben der Reifen anhebt und wir das Salz runterbekommen. Weil noch ist es halt so, dass wir nicht gut an die Achse rankommen. Weil normalerweise würde man ja die Wagenheber unter die Achse ansetzen und da anheben. Aber es ist noch alles, glaube ich, viel zu schwer ranzukommen. Primero este, luego este. Lass uns mal probieren. Después. So. Okay.
Was ist denn jetzt? Sie verbieten ihm, das Salz zu brechen. Ja. Ich verstehe auch nicht ganz. Nein, erklär ihm, dass wir nur die Federn zusammendrücken und nicht das Auto anheben. Ja. Sí. Nur die Federn, damit wir das Rad unterfüttern können. Wir wollen nicht das Auto anheben. Und wenn der dann nämlich höher kommt, dann kriegen wir einen anderen Winkel. Ja, wenn das Rad wieder unterfüttert ist, Ja, dann kriegen wir auch einen anderen. dann muss hinten wieder gehoben Ja, werden. genau. Aber du kriegst erstmal da, Ja. weil er dann die Federn zusammendrückt. Und wenn die Feder zusammengedrückt ist, dann kannst du ihn da wieder hochziehen. Im Moment ist er halt in der. Sonst kriegst du ihn immer nur aus der Feder raus. Das baust du hier runter und die haben gar nicht mehr genug Material, um unterzubauen. So, jetzt Verständigung über App. Claro. Todo el peso. Pero después esto. Sí, pero es mucho espacio de los. ¿Cómo se dice? Ja, Amortiguadores. das liegt sich mit seinem Spanisch schon ziemlich Ja, gut, sí. aber worüber wir gestern mit den anderen beiden geredet haben, Aquí. Solo las einmal so über die amortiguadores. Angst Sí. vom pero Reisen, Eso no entiendo. haben wir so gesprochen, dass vielleicht manche Leute scheut, in Länder zu reisen, wo man die Sprache nicht spricht, oder wenn manche vielleicht auch gar kein Englisch sprechen, dass Du musst halt verhindern, dass dass das Federn dann irgendwie raus. man denkt, das geht nicht, weil man ja nichts versteht. Aber eigentlich haben wir dann festgestellt, hey, wir sind seit einem halben Jahr in Spanisch sprechenden Ländern und wir können alle kein Spanisch. Und trotzdem kommt man zurecht. Man kommuniziert mit Hand, Fuß, La App, sal. Esto. was auch immer. Se va a entrar. Pero sí Ähm, podemos. und ja, eben selbst im Supermarkt, ein Apfel sieht immer noch wie ein Apfel aus. Und keine Ahnung, auch Straßenschilder kann man lesen. Es geht eigentlich auch ohne eine Sprache zu können, das meiste besser als gedacht. Und wie gesagt, im Notfall gibt es so gute Übersetzungs-App, Este levanta todo el peso, sostiene. die Y beiden solo da esto gerade jetzt levanta verwenden, esto después. um den beiden Herren zu erklären, was ihre Gedanken sind. Entendé, amigo. Das, Esto se va a entrar adentro y ya no va a servir. No. Momento. Problem, tiempo, tiempo. Ja, No okay. tengo que ir. Ja, okay. 15 minutos estamos. Wir wollen ja nicht das Auto anheben, wir wollen nur die Federn zusammendrücken, damit wir das Rad unterfüttern können. Und dann können wir das Auto anheben, weil im Augenblick heben wir nur das Fahrzeug aus den Federn. Wir müssen zu viel unterbauen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir die Federn zusammengepresst kriegen, ohne das Fahrzeug anzuheben. Sind die beiden noch bei der Lösung beteiligt? Ich glaube, es ist eine Gemeinschaftslösung. Es ist nie verkehrt, wenn wir in so einer Situation mehrere Köpfe mitdenken. y luego podemos levantar el auto porque en el momento en que estamos levantando el vehículo para sacarlo de los resortes, tenemos que apuntarla demasiado, tenemos que asegurarnos de tener primero los muelles comprimidos sin levantar el vehículo. Ah? Lo mismo es, pero si levantamos de atrás, levantamos Dann lass sie machen. después comprimimos los resortes, pues. Was habt ihr versucht, ihm zu erklären? un poquito aquí, un poquito aquí. Weil er hebt jetzt das Chassis an. Ja, hinten meinst du? Ja, dann kommt er erstmal nur aus den Federn raus. Ja.
Das heißt, du musst unheimlich viel unterbauen. Die haben aber gar nicht genug Material, um unterzubauen. Das heißt, wir müssen erstmal das Rad anheben mit der Achse, damit die Federn sich zusammendrücken. Und dann unterfüttern und dann können wir den Rahmen nachziehen. Okay. Und das, Komm, dann heben wir doch ein bisschen hinten, ein bisschen auf der Seite, ein bisschen hinten, ein bisschen auf der Seite. Fertig. Arthur, Ja. hier wurde bemerkt, dass du deine Sicherheitsschuhe anhast. Ne, Arthur. Ah, du auch, ja. Das sind sicher. die sollen sich alle bedeckt halten. Ich mach das alles wieder gut. Ja. Ja, du hast die richtigen an. Das sind meine super Sicherheitscrocs, die habe ich immer an. Und hier fällt ja nichts runter. Hat schon mal einer bemängelt. Das Ganze mit Crocs. Was ist das für ein Wahnsinn? Jetzt macht es sinnfrei. Jetzt macht es sinnfrei. Ja gut, okay. Er hebt den Wagen an und er drückt die Feder nach. Kannst du auch machen, ja. Mein Gedanke einfach, wir machen beide Ja, ja. Okay. Aber wir müssen zusehen, dass wir das Rad in die Feder drücken. Ja, das hängt nach hinten an. Unterfüttern. Und dann kriegst du auch einen anderen Winkel. Ah, Amigo. Amigo. Perfekto. ¿Viste? Ja. Ahora entiendes. Por eso no quiero yo. Ja, weil jetzt drückt er das Fahrzeug. Aber das ist nur das obere Brett. Also wenn ich im Eco-Mode hat jetzt ein Brett geknackt. Aber beim Betätigen vom Warnheber. Schon mal 20 Zentimeter gewonnen. Genauso wie es jetzt funktioniert, dann wird es noch weitergehen.
Wetter. Oh, ich zeige Ihnen nochmal dieses wunderschöne Fahrzeug. Das ist echt der Hammer. Die müssen auch jedes Mal vorne irgendwelche Flüssigkeiten nachfüllen, damit er überhaupt anspringt. Schaut euch das an. Aber ja, so sieht wohl ein in der Salzwüste lebendes Fahrzeug aus. Uns hat es ein bisschen an das fliegende Auto von Harry Potter erinnert. Hinten. Also alle Fenster existieren nicht mehr. Der Kofferraum muss mit Holz festgehalten werden. Erstes Mal ein Arbeitsfahrzeug. Ja? Also ich glaube, die Einigung der Männer ist, ein bisschen hinten hoch, ein bisschen Reifen hoch, ein bisschen hinten hoch, ein bisschen Reifen hoch und immer wieder Salz runter, Salz runter, Salz runter. Sí, ¿no? Ahí bájale. Es kommt nur das Rad. Es kommt nur das Rad in der Feder. Stopp, runtergelassen. Ja, das ist das obere Brett. Das steht gar nicht. Das streckt ein bisschen. Also wir müssen ablassen. Neues Kantholz drüber machen und die Feder wieder ran. Wir streamen gerade mit dem iPad als Kamera, ja. Das hat sich einfach für heute als das Einfachste herausgestellt. Genau, es sieht schon besser aus. Ich finde auch, da ist schon einiges nach oben gekommen. Ist da jetzt regnet, hätte das ja angesagt, nein. Soweit wir gehört haben, regnet es hier erst wieder im Januar wieder. Es ist, ich finde, wie soll ich sagen, man informiert sich natürlich vorher, bevor man in so eine Salzwüste reinfährt. Wir haben gehört, da in der Mitte, das ist so eine Insel, dass man der nicht zu nahe fahren soll, dass da schon mal wer eingebrochen ist. Aber sonst haben wir auch sogar mit anderen Reisenden geredet, die haben alle gesagt, hatten gesagt, sie waren auch bei der Touri-Info, haben eine Karte bekommen und da wurde ihnen gesagt, man kann fahren, man kann auch Süden rausfahren, das geht. Und es gibt auch auf Gaia einen Track, ja, und an dem halten wir uns auch versucht zu halten. Was natürlich, wenn es nicht wirklich viele Spuren gibt, nicht immer so einfach ist. Beziehungsweise es gab einfach mehrere Spuren und du siehst halt, okay, es gibt 3, 4 Spuren, du entscheidest dich halt mal für eine. Und dann war eben unsere Erfahrung vom Großteil der Salzwüste, dass man eigentlich gar nicht auf den Spuren bleiben muss und man auch quer fahren kann. Also es ist eigentlich wirklich harter Boden. Allerdings scheint das jetzt hier im südlichen Teil anders zu sein. Dort sind wir dann von einer Spur zur anderen gekreuzt. Und hier ist der Boden offensichtlich für ab einer gewissen Masse nicht mehr geeignet, respektive, ich weiß es nicht, hätten wir nicht angehalten, wäre uns vielleicht nichts passiert. Ich
weil bis dato sind wir auch ohne Probleme gefahren und erst als wir angehalten haben, sind wir ja eingesunken. Es ist hier einfach die Salzschicht anders. Also das ist uns aufgefallen. Ihr werdet es vielleicht auf Fotos und Videos dann noch sehen. Hier ist die Salzschicht so krischelig und da in dem im anderen Teil der Wüste, wo wir überhaupt keine Probleme haben, ist es so sechseckig. Also einfach anders, das Salz anders. Das hat nicht genug ausgehalten. So, was habe ich jetzt hier noch beantworten wollen? Der Golf sieht gut aus, fehlt nur ein bisschen Unterbodenschutz. Ja. Habt ihr keine Chance, unter die Vorderräder mehr Grip zu bekommen, mit eingelegten Sperren rauszukommen? Das war das, was wir, glaube ich, ursprünglich vor 3 Tagen probiert haben. Da haben wir ja alle 4 Sandbleche ausgepackt und runtergelegt. Wollen wir uns mal unsere Reserveräder kümmern? Würde ich sagen, ja. Wir können ja hier jetzt nicht. Aber, ja, weiß nicht. Kopf funktioniert gerade nicht so ganz. Ja, warten wir noch mal drauf. Waren die vor der Info Verwandte von den Dingen? Die Frage verstehe ich nicht. Waren die von der Info Verwandte? Ach so, ob die verwandt sind. Bis das Rad nachkommt, dauert das ewig. Weiß ich nicht. Aha, im Sinne, ja, fahrt man. Die Reifen sind schon so weit wie möglich. Also Luft ist schon runtergelassen, soweit es die Conti HCS zulassen, aufs Niedrigste. Ja, dann steht sie schon mal hinten. Das schon mal ganz gut. Klappt doch. Schritt für Schritt, ha? Schritt für Schritt geht's vorwärts. Ja, weil ihr habt ja schon einen komischen Winkel. Das geht nicht mit dem Unterbau. Deswegen muss man immer das Rad wieder anheben, damit er in die Feder reindrückt, unterfüttern. Und dann hinten wieder ein Das machen wir bisschen. jetzt noch 2 Mal, dann steht sie gerade hinten. Okay. Zur kurzen Erklärung, wir heben jetzt hinten am Rahmen des Fahrzeugs hoch und haben an der Felge einen Wagenheber, der einfach die Federn komprimiert. Weil wenn wir nur hinten anheben würden, bis Fahrzeug einfach aus den Federn kommen, würden wir im Endeffekt auch nicht unter die Reifen kommen. Das heißt, wir müssen an beiden Punkten ansetzen, weil wir können auch nicht nur an der Felge anheben. Das heißt, wir heben einfach das Auto hinten aus den Federn und komprimieren dann an der Felge die Federn nochmal und kommen so unter den Reifen. Genau. Eine Idee wollte ich dir dann noch vorlesen, keine Ahnung, ich kann dazu nichts sagen. Leiterrahmen auf in Fahrtrichtung, linke Seite mittig anheben und jeweils vorn hinten den gleichen Leiterrahmenstrang unterbauen. Gleiche Arbeit für beide Achsen und dann Unterfüllen der Reifen. Das geht gar nicht, weil der vorne auf dem Rahmen aufliegt und wir keine Stabilisierung unter das Salz kriegen. Da müssen solche Kanthölzer drunter. Und so viel Platz haben wir überhaupt nicht. Es geht nur so bei euch. Keine Chance, weil ohne die Druckfläche zu verteilen, mit den dicken Balken, geht es nicht. Und ihr habt so 2 solche Furchen. Wenn wir das drücken, drückt sich das Salz in die Hohlräume und dann haben wir verloren. Dann haben wir nur noch den Matsch. Das geht nur mit diesem Unterbau und diesem Prinzip. Ihr habt bei eurem Auto keine andere Chance. Und du siehst ja schon, der steht ja hinten schon fast gerade. Ja. Ja, also aber es ist natürlich schlecht, wenn man das jeden Tag macht und dann kommt einer um die Ecke und hat eine bessere Idee. Das ist immer so eine Sache. Aber ich glaube, so funktioniert es. Estás resbalando. Anasto. Estás resbalando. Also, vielen Dank für die Idee, aber ihr habt die Antwort Ya viniendo gehört. hacia este lado. Eben, das Problem ist halt, dass man hier nirgendwo einfach nur einen Wagenheber hinstellen kann, weil der halt sofort wieder im Okay, Salz einbricht. der geht hier hinten weg. Ihr müsst aufpassen, dass er hinten nicht wegrutscht. Deswegen braucht man halt so einen stabilen Unterbau, um überhaupt die Wagenheber zu benutzen.
Hauptsache er kann in einer Salzwüste besser Livestreamen als in einer deutschen Stadt. Ja, das Internet ist schon Wahnsinn. Ich bin heute erstaunt, wie gut das Starlink heute hier mitmacht. Letztens hatten wir ja noch ein paar Unterbrüche, aber heute scheint es erstmal soweit ganz gut zu gehen. Sonnenbänke können jetzt raus. Ich frage mal, wenn die Herren eine ruhige Minute haben. Was der? Ist okay? Nee. Was? Kann nur ein kleines bisschen lüften. Noch ein kleines bisschen lüften. Komm. Und dann den Grund. Ah, nimm den, der geht schon. Links, ja, das ist okay so. Ja, die Jungs machen das jeden Tag. Ich glaube, das ist wirklich das Spezielle hier. Einfach der Untergrund. Es ist nicht nur Sand, es ist Sand und Salz. Salz, was irgendwie hart ist, aber trotzdem auch bricht. Und ich zeige euch das mal hier. Da seht ihr mal schön, wie sich das Ganze da unten dann auch mit Wasser füllt. Also da kommt dann Wasser von unten. Deswegen hat halt auch das Schaufeln nichts gebracht den anderen Tag. Weil wir gedacht haben, wir graben uns frei. Und die hatten eigentlich schon gesagt zu den anderen LKW, das haben wir aber nicht mitbekommen. Nicht machen, nicht machen. Das macht es hier nur noch schlimmer. Also ja, verschiedene Untergründe kann nochmal ganz andere Schwierigkeiten mit sich bringen und dementsprechend dann am Ende auch andere Vorgehensweisen und offensichtlich auch unterschiedlich je nach Truck, weil eben, wie sie jetzt schon erklärt haben, die anderen beiden Trucks wurden hinten hochgehoben. Aber was halt bei uns ist, dass es halt nur den Rahmen gibt momentan und wir erstmal so weit rauskommen müssen, dass wir dann wirklich die Achsen anheben können. Aber es wird. Die Variante, die sie jetzt gewählt haben, es tut sich schon ein bisschen was. Gesundheit. Ich muss mal kurz nochmal in die Hand nehmen. Jedes Land hat Millionen von Teamchefs. Das geht. Sal, amigo, sal. Sí, sal, sal. Mucha sal. Se va a acabar la sal. Sal que nós temos que poner. Hay otro tanto para poner. Bei euch auch so gewesen? Ich kann ja meinen Kocher am Rahmen angeben. Macht er ja auch. Nein, am Kofferrahmen. Und dann drücke ich den Koffer hoch. Ja, nur bei mir ist es halt anders gewesen, weil ich konnte unter den Koffer drücken. Ja gut, aber wenn er nicht in den Koffer drücken könnte, könnte er gar nicht funktionieren. Ja, ja. Ja, auch gleich selten vertraut und eigentlich ist der hübsch dran, ne? So eingesetzt. Ja. Aber sie haben nicht genug Material, um diese Höhe auszugleichen. Das ist Blech schon. Deswegen musst du jetzt erstmal gucken, dass du die Achse hochkriegst. Guck mal, das sieht auch noch frisch aus. Das Blech bewegt sich schon. Das bewegt sich schon. Ja, okay. Guck mal. Die Frage ist, wo will er das Blech hinziehen, weil hinten ist das ganze Holz. Ja, das hat schon Luft. Das hat schon gut Luft, ja. Ya está, ¿no? Aber kriegt das hinten beim Holz überhaupt vorbei? Una gateada más.
No, no, así. Ja, ich könnte mit dem Quad ziehen, aber Nee, ich weiß ja nicht, wo wir da jetzt. Wir müssen jetzt, Moment mal. Ja? Zack. No es mucho stabil. Ja, wir sind No es mucho stabil. ja. Ja, wir sind mit der Er versteht mich in der Regel. Ich sehe, Das Ding erstmal rausziehen. ich wollte nur mal deine schönen Sprachkünste wiederholen. No está tan estable, dice. Stable? Estable. Sixt Stable. Also, er versteht mich. Am Anfang war unsere Mexiko-Regel einfach an jedes Wort ein Os ranhängen oder sowas. Carros, muchos, na gut, muchos, filos. Arriba no está chocando, ¿no? Jetzt ein bisschen ziehen. Da oben ist ein Rohr. Der Winkel passt nicht. Wenn ich das da ranziehe, reiße ich ihm da oben das Ding. Ja, reiße ich das Kabel ab. Nein, das wollen wir nicht. Nein, wir können Aber den Wagenheber wegnehmen und das Ding. Und dann ziehe ich das Ding so raus. Er soll den mal runterlassen. Una gateada más, so, no damos ja. abasto. Und das jetzt absetzen auf den Ja, auf den Klotz Auf den absetzen. Klotz absetzen hier. Ja, Dann können wir absetzen. das hier wegnehmen. Und ich hole das Quad. Dann können wir es hier rausziehen. Wie ihr seht, manche Reisende haben sogar ein sehr praktisches Zweitfahrzeug dabei. Insbesondere in solchen Situationen hat gestern schon viel geholfen, irgendwas rauszuziehen oder einfach schnell mal noch von A nach B zu fahren. Wir haben ja das Motorrad, das ist unser Sicherheitsfahrzeug, aber da Detlef hier mit dem Quad ist, war das bis jetzt nicht notwendig. Bisher hat er alles damit hin und her gefahren, beziehungsweise Materialien natürlich, die Jungs mit ihrem Auto. Okay, also jetzt ist Aktion Sandblech da rausbekommen. Und Detlef will versucht das jetzt mit seiner Winch vom Quad da ein bisschen zu ziehen. Canasto, baja. Se va, amarrar y se baja. No lo voy a sacar. Ya es ahora. Eso, la gata. Warte mal, Gerd. Ja. Können wir den Winkel ein bisschen schräg ziehen. Mira, aquí ya queda. Vamos a colocar ahí más. Es bien, ¿Qué? viejo loco. Sacar esto. Cuidado la manguera. Wie weit wir fahren müssen, um wieder auf sicherem Untergrund zu sein. Also eigentlich, wie man vielleicht ein bisschen da hinten sehen kann, ist der Rand der Salzwüste 1,5 Kilometer weg. Also wir waren eigentlich wirklich kurz vom Ziel. Die Sala ist ungefähr 100 mal 100 Kilometer. Wir wissen aber, dass wir nachher nicht in diese Richtung fahren werden, wenn wir rausfahren, weil es eben hier der Untergrund so schlecht ist. Wir werden in einem Bogen ungefähr 10 Kilometer wieder reinfahren in die Wüste und dann gemeinsam mit den beiden Jungs diesen angeblich mit Sandblechen unterlegten Track suchen. Nee, stopp. Noch mal ein Stückchen bis an das Brett ranziehen, aber vorsichtig. Nochmal nicht mit der. Nee, nicht mit dem Quad. Warte, mit der Winch geht's nicht. Nee. Nee, jetzt zieht das Okay, Quad weg. wir müssen nach oben mit dem Sandblech. Warte mal, nochmal entspannt bitte. Ist das entspannt, ja? Ja, aber ich schätze, das. Du musst das Seil am unteren Loch einhaken. Nicht in der Mitte. So, und jetzt müsst ihr das hochhebeln.
Nee, das rutscht dann wieder weg. Ich finde das übrigens ziemlich lustig, dass ihr hier alle so mit uns mitfiebert. Oder lieb, schön, interessant. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu sagen soll. Man ist ja in Deutschland und nicht oder Europa. Ich denke, die meisten, die zuschauen, sind aus Europa. Jetzt gerade 15 Uhr. Müsst ihr denn nicht arbeiten? Wer ist denn auf der Arbeit und schaut heimlich uns beim Ausgraben zu, ohne dass es der Chef merkt? So, Hast du das oben noch? mal gucken, ob es so geht. Hast du das oben an dem Kabel noch? Das geht nicht. Ich glaube, es wird ein bisschen. Du musst echt machen, wirklich langsam, weil wir sind nach oben saugt machen. Ja. Ja, kommt. Nee, warte mal. Aber jetzt wird das ganze Ding gewachsen. Ja. Nee, wir bohren uns da auch ins Holz rein. Schau mal. Ja, aber. Warte mal. Warte. Stopp. Wir hängen hier am Holz und jetzt zieht uns das Holz den Ja, aber er rutscht ja. Er rutscht ja. So, wir müssen da was noch ein bisschen anheben. Hä? Nee, warte, die ganze Geht Konstruktion hier. das geht jetzt zulasten der Ja. Sonderbaus. Nee, komm, lass. Machen wir hier mal weiter, vielleicht kommen wir dann irgendwie vorne unten rein, dass wir es anheben und hochheben. Und das Aber vielleicht so irgendwo ein sieht man bisschen das sichern zusammen. jetzt. Nur das. Urlaub genommen zum Zusehen. Na, das ist sehr, sehr lieb. Homeoffice, Ja, das ist eine Idee. Mexiko Wecker gestellt. Ah ja, das ist auch Ich noch würde jetzt sehr erstmal früh. warten und noch mal ein Stückchen hochheben. Heimlich, Stop. muss nachher arbeiten. Vamos a levantar. Ja. ¿Es okay? Ich sehe, ihr habt eure Prioritäten richtig gesetzt. Solo lo estaba moviendo para que no se clave. Después sacar. Ya. Ich muss aber gleich Feierabend machen. Kannst du bitte sagen, wir möchten sich bitte beeilen. Liebling, Arthur. Iron Man! Also ein YouTuber sagt, er muss bald Feierabend machen. Ihr sollt euch bitte beeilen. Du kannst dir gerne vorbeikommen und helfen, dann sind wir schneller. Ich finde schon auch, sie könnten sich ein bisschen beeilen. Es wird nämlich langsam warm hier in der Sonne. Also wenn jemand vorhin nach Temperatur gefragt wird, jetzt es ist 9:22, jetzt wird es langsam warm. Ja, das ist Fortbildung. Aber das ist. Ja, man kann von den Fehlern der anderen lernen oder natürlich auch Mittwoch, Sonntagnachmittag. Ich glaube, das ist zu schwer. Ich bin Also 4. Tag. Ihr schaut selbst. Na, so ist es doch am besten. So, mach den Haken ran. Das Moped da weg. Dann zieh es hoch. Und dann legst du es runter. Nee. Hier, wir heben es hier an. Holz drunter. Und dann zieh es über das Holz raus. Also Ja, Sandblech aber da muss das 1, Holz. Moped muss weg. jetzt wird Sandblech 2 angegangen. Dale Máquina, amigo. Du sollst den Motor anmachen. Ja. Bin dran. Brauchen Platz.
Hochhebeln, genau. Oh, Jungs, das war gefährlich. Oh. Peligroso. No. Se puede sacarlo. ¿Cómo has visto? ¿Quieres? Ich glaube, da kannst du nichts mehr. Está luego. Ja. Sí, ya está fuera, amigo. Sí. Ja. Hier. Und das dann? Hier einfach, der ist frei jetzt, ne? Ja. Den kriegen wir beim nächsten Mal raus. Lass sie mal da Genau, ja. das Rad Das unterbauen. Rad und das Füttern. Genau, das Sandblech können wir ja rausziehen, ist ja scheißegal. Ja, ist lose. Was? Nee, wir warten jetzt, wir unterfüttern jetzt das Rad. Und das Sandblech, das kommt hinten raus. Das ist ja scheißegal. Hasta aquí había, ¿no? Wieso willst du? Sieht man, ne? Warten wir momentan ein bisschen. Keine gute Idee. Sagt mir Bescheid, wenn da wieder auf was anderem steht. So, jetzt kommen wir entertainen. Okay, das ist lose und können wir wieder Hallihallo, liebe Freunde. Na, wie geht's euch so? Läuft das Ding noch? Ich glaube, das läuft noch. Ha? Ja. Ist nur hier draußen bei der Helligkeit. So, Christian. Ja, es ist ein bisschen scheiße zum Sehen, aber ich sehe eure Nachrichten. Das ist doch schön. Schön, dass ihr hier seid und einen Beistand leistet. Wie ist der Plan, wenn die Oder rollt, könnt ihr dann ja nicht einfach anhalten. Ja, das ist ein bisschen scheiße. Wir werden nach hinten raus, weil ich vorhin schon so eine Rille gezogen habe. Das heißt, wir können eigentlich nur nach hinten raus, weil so viel Salz können wir kaum da holen, dass wir die Spur vorne auffüllen. Das bedeutet aber auch, dass ich anhalten muss. Ja. Die Sache ist aber die, wir hatten eigentlich fast keine Probleme, wie wir hergefahren sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir stehen geblieben sind. Da hatten wir auch volles Gewicht und vollen Straßendruck. Jetzt ziemlich voller Straßendruck sind es bei uns 7,5 Bar, grob gesagt. Jetzt sind wir auf 2.
Ich glaube, es geht, dass ich ihn rückwärts rausfahre. Ich hebe nachher auch das Motorrad runter. Und dass ich dann zurückfahre, kurz stehen bleibe und nach vorne wieder sofort losschieße. Wenn wir uns dann nochmal eingraben, dann graben wir uns nochmal ein. Aber ich schaue, dass ich so weit rückwärts fahre, dass wir dann praktisch nach vorne rauskämen. Aber ich bin mal halbwegs zuversichtlich, dass er stehen bleibt und nicht nochmal einbricht, wenn ich nur so eine Sekunde anhalte. Aber wir werden das rausfinden. Das ist zumindest mal der Plan. Viele andere Möglichkeiten gibt es nicht, weil nach vorne kommen wir eigentlich momentan nicht raus, weil die Rinne zu hart ist. Aber das sieht schon deutlich besser aus, als es mal ausgesehen hat. Das linke Rad ist schon deutlich besser unterbaut. Ja. Nichtsdestotrotz, für zwischen die beiden Räder braucht es auch noch richtig viel. Ja, klar, da braucht es noch sau viel, aber da werden wir dann auch mit Aber das müssten wir ja sowieso füllen, gell? Richtig, aber da klatschen wir dann einfach Salzsäcke rein, klatschen noch die Sandbleche drüber und dann wird das hoffentlich klappen. So, irgendwie ist das mit den Nachrichten hier blöde. Ja. Kann man das auch? Amigo. Sie? Hat jemand von euch schon öfter Livestream gemacht? Weil wir haben nur festgestellt, wenn wir das am iPad machen, wir können irgendwie nicht diesen Live-Chat dauerhaft anzeigen. Der verschwindet immer wieder. Das ist super lästig. Aber was ist Deutschland? Aha. Das Bild ist schlechter geworden. Keine Ahnung. Es sind manchmal wahrscheinlich einfach die Kontraste, die hier so krass sind, weil einfach das Salz so hell ist. Das kenne ich gar nicht. Also das finde ich mit Schnee nicht so schlimm, wie es hier mit dem Salz ist. Wie ist der Plan, wenn Yoda rollt? Ne, wir müssen eben 10, ich habe es vorhin schon erwähnt, aber egal, wir müssen ungefähr 10 Kilometer in die Wüste reinfahren, weg von dieser weichen Fläche hier im Randgebiet kommen. Und dann lotsen sie uns auf den Track, der funktioniert. Mein Gott, Zuschauer von überall aus der Welt. Australien sogar, Hamburg, China. Deutschland natürlich, Spanien. Wahnsinn, was für ein Publikum. Gut, dass der Mann schlank ist, sonst wird er noch mehr versinken. Ja, wir hatten immer schon die letzten Nächte Angst, wenn wir drin waren. Hatte immer nicht so sehr bewegen, nicht so sehr ruckeln. Es war gar nicht so einfach, eben wenn alles schräg ist. Die Türen fliegen durch die Gegend quasi, also nicht durch die Gegend, aber man kann die kaum halten, weil sie immer zufliegen. Bei jedem Unterbruch muss der Nutzer die Qualität selber wieder hochstellen. Aha, gibt es hin und wieder Unterbrüche. Ich habe es jetzt von hier nicht gesehen, aber natürlich kann sein, dass Starlink auch so seine, dass wir nicht immer einen Satellit über uns haben und dann regelt YouTube das vielleicht gerade von alleine runter, also von der Zuschauerseite aus. Arthur musste gerade noch mal weg. Ich weiß nicht, was sie kommuniziert haben, aber ich glaube, sie wollen noch mal irgendwas mit dem Quad versuchen. Die beiden mit dem Quad sind jetzt, also Gerd und Detlef, ich bin nicht so gut mit Namen, aber Gerd und Detlef sind mit dem Quad zu den Reserverädern von sich selbst gefahren, weil die haben natürlich auch Gewicht versucht zu reduzieren beim Wegfahren und haben jeweils Gerd hat ein und ich glaube Detlef hat 2 Reserveräder runtergeholt
Und die überlegen sich jetzt gerade, wie sie die dann mit einem Quad aus der Wüste bringen. Und aus der Türkei und aus Belgien. Genau, in der Ruhe liegt die Kraft. So ist es. Und ja, nach der Devise haben wir uns auch... ich kann mich ja mal... So viel passiert ja gerade nicht. Ich kann mich mal hier vorne hinsetzen. In der Ruhe liegt die Kraft. Nach der Devise haben wir auch die letzten 3 Tage verbracht, weil es bringt dann nichts, die Nerven zu schmeißen. Wir haben einfach nur gedacht, wir können jetzt nur abwarten, wir können hoffen, dass das mit den anderen beiden LKW gut klappt, und wenn die anderen beiden LKW gut rauskommen, wird das auch für uns funktionieren. Die beiden machen es nicht das erste Mal. Auch, wenn ich ehrlich sein soll, manchmal sie, ich will nicht sagen so aussehen, aber wenn man es beobachtet, sie tun schon, was ja auch nicht verkehrt ist, sehr viel überlegen oder dann, ja, welches Brett nehmen wir jetzt, keine Ahnung. Wenn ich das öfter machen würde, dann hätte ich genau einen Plan. Die 3 Blätter kommen ganz unten hin, dann die, dann die. Die sind damit manchmal sehr langsam, aber das ist vielleicht auch einfach die Art zu arbeiten. Und natürlich ist es ja auch ein Knochenjob, also es braucht ja auch viel Kraft. Und wie ich ja jetzt festgestellt habe, zumindest die letzten 2 Tage haben die schon das Gleiche gemacht. Die müssten schon ziemlich erschöpft eigentlich sein, wenn wir das 3 Tage so auf der Höhe insbesondere machen. Würden wir, glaube ich, platt da liegen und sagen, ich rühre keinen Finger mehr. Ja, aber eben, wie ihr seht, wir sind nicht mehr in Panik. Am ersten Tag war die Panik am größten, weil ja, hey, scheiße, festgefahren und ja, hey, scheiße, wir kommen nicht mehr raus. Und dann kriegt man ganz viele liebe Nachrichten, Tipps und Hoffnung und denkt einfach an den Fakt, dass noch nirgendwo irgendwer sein Reisefahrzeug hat zurücklassen müssen. Und jeder noch aus dem schlimmsten Schlamassel rausgekommen ist. Also wie gesagt, auch insbesondere im Fluss mit versunken oder im tiefsten, ekligsten Schlammmatt und mit Regen und keine Ahnung was, dass man dann einfach selber weiß, es hat bisher für alle anderen geklappt. Es wird sich auch für uns einen Weg herausfinden. Wir müssen einfach nur ein bisschen geduldig sein. Und dann wird das schon. Wofür brauchen Sie den Quad jetzt nochmal? Gar nicht. Ach so, ich habe nur gedacht, er hat euch hergeholt. Nein. Er hat nur gesagt, dass die wollen morgen in unseren Muldenkipper besorgen und wollen die Räder vorbringen. Was wollen Sie euch besorgen? Ein Muldenkipper. Irgendwas, worauf man Das heißt, die Räder schmeißen kann. Ja. Gut, also neueste Info, die Ersatzräder werden wohl mit einem Muldenkipper morgen von den beiden hier noch rausgeholt. Das ist wohl im Service dann noch mit inbegriffen. Geringen Preis enthalten. Ja, mit Stream ist nicht so einfach, man braucht ein eigenes Setup dabei. Also ich denke, ich weiß, was du meinst, Anna. Wir machen das normalerweise ja auch anders. Mit der Kamera und einem Laptop und dann sehen wir das auch immer. Dann können wir die Kommentare lesen, wir sehen uns, wir sehen alles. Aber das ist halt heute hier für die mobile Outdoor-Variante einfach würde nicht gehen. Arthur, hast du eine Reifenfüllarmatur? Nee, ich mach das. Deswegen halt einfach nur mit dem iPad. Ich verstehe da nicht, warum in dieser YouTube-App Chat da immer wieder abhaut. Ja? Ja, schon eine massive mentale Belastung. Ich merke es immer erst am Abend oder dann, wenn ein LKW frei ist, dann
Dann brechen insbesondere wir 3 Frauen immer gemeinsam in Tränen aus hier, weil ja, dann merkt man, wie so die Belastung oder die Anspannung vom Tag mal dann abfällt und man merkt, dass einem das doch etwas mehr zusetzt, als man vielleicht in dem Moment wahrnimmt. Was die Bergung kostet 1000. So, ich muss mich nur langsam mal um einen mobilen Akku kümmern. Aber der ist noch drin und lädt. Und die Herren haben bisher gesagt, ich darf nicht rein. Aber ich könnte mir die Leiter ranstellen. Dann müsste ich mal rein, weil der liegt so, dass ich ihn eigentlich zu greifen bekomme. Ich gehe mal schauen. Also ich gehe mal davon aus, ich darf immer noch nicht rein, oder? Ich darf immer noch nicht rein, oder? Nee, momentan Aber war ich der einfach. könnte mir die Leiter ranstellen. Ja, mach vorsichtig. Mach ich. Man muss sagen, Kannst loslegen. Ah ja. Aha, ich hab hier einen Schlüssel. Gerade wieder das Sandblech rausholen? Fast. Fast. Um 2-3 mm kriegen wir es gerade nicht raus, aber gleich.
schräg aus. Ich gehe mal ein bisschen weg. Also, er schaut schon die ganze Zeit geil schräg ausgesehen. Jetzt sind wir so langsam so weit, dass man, glaube ich, einfach nur noch hinten aufgucken kann. Sie haben, glaube ich, schon genug unter dem einen Rad runtergeschaufelt. Deswegen jetzt langsam, Stück für Stück, immer mehr hinten hoch. Salz runter und dann das Ganze die Mitte füllen und vorne. Es wird. Da wird auch schon viel gebraucht. Also der Reifen wird jetzt nochmal wieder extra angehoben wahrscheinlich. Wollt ihr lieber von da hinten schauen oder hier von der Seite? Ich weiß nicht, von wo aus man das vom Kontrast besser sieht, aber eben hier wird jetzt an der Seite wieder Holz und dann den Wagenheber und das Rad Jetzt kannst du mir den Schlüssel geben für die Leiter, dass ich mir die rausnehme. Ja, jetzt warte einfach, bis der hinten am Stolperstein kreist. Ja, kann ich verstehen. Also, das ist keine einfache Aufgabe hier, glaube ich. Ich war bedankt, dass wir da sind. Du hast mich darum gebeten. Das ist das Letzte, was ich sage. Ich mache das nicht.
Ich glaube, es war auch ganz gut. Así manda es groß. Weil die hätten das Mehr Augen, mehr Hände, mehr Hirn. Ja, die machen immer nach dem gleichen Prinzip. Genau. So, und das ist jetzt mal anderes. Und bei mir geht das leider nicht. Aber eigentlich kommen sie damit doch schon ein bisschen schneller vorwärts, oder? Ja, ich denke, sie haben was dazugelernt beim nächsten Mal. Ist das bei dem Bus auch so? An die Achse, also ob man mittlerweile die Wagen Das ist doch so lieber einfacher. unter die Achse stellen könnte. Brauchst du nicht. Das wäre jetzt die Alternative, ja. Ja, aber sie haben nichts zum Unterbauen. Ja, und von außen ist Und halt sie können diese kleinen Klötze benutzen. Wenn Sie die Achse nehmen, dann brauchen Sie die großen großen Unterbau. Aber vorne müssen es dann über die Achse, oder? Nee, vorne machen No, sacale no. Oder würde dann vorne Amigo. führen? vorne ist der Rahmen. Ja. Ganz vorne eure ist nochmal so Felge ist ein fixen Rahmen. Und von vorne so ein kleines bisschen, als ich das Ding anheben kann und dann genauso. Eure Felge gehört. Sie. Nein. Ach so, das war kein OO. Das war Ein Olala. Salvas meterla no stop. Ya no, ¿lo ves? Stop, stop. der Reifen ist schon auf. Als es hier sein sollte. Schon nicht. Schön, dass wir rein so Salz und vielleicht so Holz runter. Und dann kommt auch das freigezogene Sandblech dann schon mal hin. Schaut doch schon mal so. Ich werde dann auf eine Verlinkung bestehen auf unsere Seite. Ahora aquello. Sí. Sí. Listo. Somos rápidos. Chulay, kusatigi. Schaut mal, das erste Sandblech wird schon positioniert. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich besser. De allá no lo metemos. Oder? Ahí voltemos. Das ist doch mal ein gutes Zeichen. Er muss rückwärts raus. Si quiere cortar el culo, si quiere clavarlo. Entonces el tronco, no está gateado. De ahí madera si lo metes, para que no se hunda. Después una vez más lo daremos. Un choquito, es que se golpeen. ¿Listo lo metes? No, pues para chocar. Justo punto, ¿no? Also, sieht gut aus. Lo sacaron un poco, Ja, lo ich sacaron. finde vor allem, wir sind relativ flott. Also flotter, als ich gedacht hätte. Ja, muss ich auch sagen. Weil Aber jetzt haben wir ja de facto fast die Hinterachse heraus. Aber ich kann dir sagen, Geht 10. 10. mit dem Prinzip, was Sie vorhatten, Ja, das hätte nicht funktioniert. Da hättest du dich, Uno más, ahí nomás lo agarraste. den aus den Federn hebst. ¿A vos nomás? Den kannst du gar nicht unterbauen. Wie viel Holz haben wir nicht dabei? Vor allen Dingen war der Winkel scheiße. ¿no? Der fährt ja irgendwann, einmal ist er schon weggegangen. Und wenn der weggeht, Lo vas a hacer patear la gata aquí. dann hast du echt die Baustelle. Te estás bien confío bien. Te lo inclino. ¿Ya? Jetzt nimmt er gleich hinten den Wagenheber ¿Pero weg. qué vamos a oder? poner ahí ahora? Ich weiß nicht, er wird wahrscheinlich die andere Seite nochmal anheben wollen. Drüben, ne? Ja, dass er hinten gerade steht. Ja. ¿Qué se llama? What's your name? Aber geguckt, wie du heißt. Nee, wie das Ding heißt. Diese Gründe. Ja. Muy bueno. Ja. Yo quiero mucho de eso. Nombre.
wissen, wie diese Gummimatte heißt, die jetzt beim Wagenheber noch oben drauf ist. Kennt ihr gut. Weil das dann halt weniger wegrutscht, logischerweise. Er will sowas auch. Amigo. Du kannst dir gerne ein Stück von meiner Förderbandmatte abschneiden, dann hast du was zum Unterlegen. Puedes cortar un trozo de mi tapete de la cinta transportadora para... ¿Eso? Ja. Dos aquí. So, para ahora. Den Streifen abschneiden. Pero, quita. Para ahora. Ahora. Ja, ja, sí. Aquí. Ja, Y atrás. Después. ja, sí. ¿Ok? Ja. Na, in die Richtung, nada. No, no, no. No, 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 no. Directo no. Ja. Ja, aber muss man gucken, wie er das abkriegt. Ein Stück von meiner Wie Förderbandmatte. spät früh ist es jetzt bei euch? Jetzt ist es genau 10 Uhr. Also wir müssen sagen, dafür, dass wir jetzt gerade mal so 2 Stunden dran sind, also finde ich, sind wir schon recht weit, oder? Schaut nicht so schlecht aus. Während wir da am Werken seid, haben wir die Zeit genutzt, ein Bitcoin-Wallet zuzulegen und die erste Transaktion zu tätigen. Euer Wunsch ist uns Befehl. Das ist ja mega lieb. Also, oder was heißt lieb? Wir wünschen, wie soll ich das jetzt sagen? Wir finden ja, jeder soll das machen, wie er selber möchte. Wir unterstützen nur das System aus sehr, sehr vielen Gründen, die man nicht einfach nur in ein paar Worte stecken kann, sondern das hat auch für uns, wir beschäftigen uns seit Jahren damit und über die Jahre haben wir einfach realisiert, wie gut wir das System finden und wie wichtig wir es auch für die ganze Welt finden. Und es jetzt halt für uns einfach oder mit der Unterstützung von euch einfach auch ein sehr sicheres System ist, wo alles oder also wirklich bis auf vielleicht einen minimalen Anteil alles Geld auch wieder ankommt zu dem, den man sendet, es anonym ist. Ja, aber warum gibt es keinen Spendenaufruf? Das, keine Ahnung, ist jetzt nicht unbedingt unsere Art, jetzt direkt zu sagen, Leute, gebt uns Geld. Wir haben ja mitgeteilt, wie viel uns das kostet. Wir sind bereit, das zu zahlen, um hier wieder rauszukommen. Sowas gehört auch zu einer Reise dazu. Was nicht heißt, dass wir uns nicht freuen, wenn wir unterstützt werden. Das ist gar keine Frage. Aber wir finden immer, das muss jeder selber wissen, auch was es einem wert ist, wenn er jetzt nicht nur so einen Livestream, sondern auch sonst YouTube-Videos schaut. Vieles läuft ja heutzutage auch schon nach dem Motto, man bietet etwas an und dann darf der Zuschauer oder derjenige, der etwas nutzt, selber entscheiden, was es ihm wert ist und was er dafür geben möchte. Und wenn Leute das machen, freut uns das natürlich sehr, sind wir super happy, weil wir können nicht leugnen, dass wir natürlich viel Zeit und Arbeit in die Videos stecken, auch das Equipment uns Geld kostet. Aber wir machen das natürlich, also wir haben uns das ausgesucht, das zu machen. Wir haben am Ende ja auch selber was davon, ist ja auch eine tolle Erinnerung für uns. Und wir sind auch total dankbar einfach über euren Support via Kommentaren bei YouTube und ja, einfach dabei sein. Einfach, wir sind froh, wenn wir
das, was wir sonst auch von anderen Reisenden in ihren YouTube-Videos gelernt haben, auf die Art und Weise zurückgeben können. Oder nicht nur gelernt, halt also einfach gesehen haben, Ich wo hoffe, ich habe jetzt fahren nichts kaputt gemacht am Quad. andere Leute hin und man schaut sich was ab. Oder auch über LKW, was nimmt man für ein Fahrzeug, schaut sich Roomtouren an und da haben wir selber viel von profitiert und wir wollen es halt auf die Art und Weise in die Community zurückgehen. Was aber niemanden davon auch abhalten soll. Wenn er sagt, hey, ich mag eure Videos, ich möchte euch gern was geben, dann werden wir das nicht ablehnen. So, echt Vorsicht, das Thema wird auch. Aber wir hauen mal ab, ne? Ja, was ihr für einen Chat draus macht, ist mir eigentlich egal. Wenn ihr euch darüber unterhalten wollt, dürft ihr. Wenn ihr andere Themen habt, die euch noch am Herzen liegen, dürft ihr die natürlich auch in dem Chat diskutieren. Nee, mach mal Pause, gib mal einen Kaffee trinken. Ich meine, das Prinzip ist ja das gleiche. Ich höre euch jetzt ab. Bitcoin ist nicht ganz anonym, es gibt Tools, wo man Transaktionen verfolgen kann. Es kommt drauf an, wie man es selber macht. Also ich glaube, wenn man es, wie gesagt, ich bin immer nur die Halbwissende, Arthur ist der Vollwissende. Aber ich weiß, wenn man es auf die richtige Art und Weise macht, dann kann man da so anonym unterwegs sein wie bei keinem anderen Finanzmedium. Arbeitsschuhe top, ja. Ich habe Arthur auch schon gesagt, ob er sich nicht was anderes anziehen will, aber mit einem Mixer, ja, zum Beispiel. Das ist auch, es gibt Mixer. Also keine, sind jetzt nicht beim Küchenthema, sondern immer noch beim Geldthema. Da kann man bei Bitcoin einen sogenannten Mixer verwenden und dann wird das, glaube ich, 100%. Also dann ist nichts mehr zurückverfolgbar, soweit ich das weiß. Aber ja, wir können, gerade passiert jetzt nicht so viel, die anderen beiden sind mal mit dem Quad weggefahren, Kaffee trinken bei sich. Ich darf momentan nicht ins Auto Kaffee machen für irgendwen oder was. Ich darf mir nicht mal einen mobilen Akku holen, was ich aber bald muss. Weil das Auto halt da jetzt hinten nur auf dem einen Pfropf steht, glaube ich. Ich gehe mir erstmal kurz anschauen. Immer noch nichts zum Reingehen? Ja, jetzt hat das gerade eigentlich eine Chance. Ja, hatte ich. Warum hast du mir nicht gesagt? Ja, weil du gerade vertieft warst. Nicht so wichtig. Kann ich einen Schlüssel haben, dass ich mir den leihen? Nee, aber du kannst jetzt da vorsichtig rein. Also doch. Dos años los. Máquina. Wie sagt ein Spanier zu einem Deutschsprechenden, dass er seinen Motor anmachen soll? Hey, rüng, rüng. Also, Kommunikation, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, immer wieder lustig. Mal die Perspektive, damit es nicht so langweilig wird. Ich habe meinen Makita-Koffer mit, den ich euch immer abstelle. Ich muss jetzt hier nämlich auch mal mitkriegen, wann das Auto hier hin mal auf dem Holz und nicht nur auf dem Wagenheber aufliegt, weil damit ich dann mal kurz rein kann.
und mich ein bisschen versorgen. ¿Ya? ¿No falta? Ah, más lo daremos. Ah, ya, sí. Ah, amigo. Listo. Bajarle esa gata a este otro lado. Cambiaremos todo, ¿no? Ahora de aquí. No. Podemos hacer también. Ya. Stop! Anasto! Para! Voy a bajar esto un poco. Ja, danke, Motopony, dass du das gut findest, dass ich euch hier mitnehme. Haben ja, glaube ich, auch schon ein paar andere gesagt. Ganz ehrlich, ich kann hier sonst nicht so viel dazu beitragen, damit zuzuschauen. Ihr unterhaltet mich ja auch quasi. Ich habe ein bisschen was zu tun, werde vielleicht sogar ein bisschen dadurch abgelenkt von irgendwelchen Momenten, wo ich sonst denken würde, Hilfe, was passiert da? Ja, ich sehe es gerade. Ahora esto. Ist nicht so schlimm an. Una madera lo bajo y nomás. Aber es ist schon auch ein bisschen Fulltime-Job hier. Schauen, dass ihr alles mitbekommt. Dann muss ich selber immer noch mit unserer eigenen Kamera filmen für eine spätere Episode darüber, die das Ganze hier nochmal zusammenfassen wird, wenn wir dann mit unserem YouTube-Kanal soweit sind. Jetzt die letzten Tage habe ich an der nächsten Folge gearbeitet, die geht über Belize. Oh, kann ich jetzt beatmen? Ja, geh halt vorsichtig. Ja. Natürlich. Du kannst ja auch zur Seite kommen. Ese nomás. ¿Cómo sabes de esta gata murió allá? Digo. Este lado va a estar como Pero tal vez en una gateada de esto va a alzar. Ich durfte mir Strom holen. So.
weitere Bergungsminuten gesichert. No, 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 no. Uno por uno, amigo. Ahí. Na Freunde, wen stresst diese Holzkonstruktion genauso wie mich? Ich zeige euch das mal, wie das da so aus der Nähe aussieht. Sieh. Schön, ne? Er braucht nicht Gas geben, ist okay. Sorry. Judith, nimm mal wieder bitte. Er steht von selbst gerade und auf der Hinterachse eigentlich relativ voraus. Schön. Es wird. Aber jetzt wollen Sie die andere Seite fürs andere Rad anheben, oder? Más. Poco más, dale. Ya. Ahora. Abrilo, tío, el abierto. Sí, pero ya, ahí. No más. Mucho peso.
da rechts auf Holz. Mal sehen, wie es dann da weitergeht. Ob sie da auch nochmal den Reifen extra wieder anheben. Ah ne, ich glaube, sie bauen jetzt wieder einen höheren Untergrund, damit sie noch den Rahmen weiter in die Höhe heben können. Naja. Schritt für Schritt. Ah ja, vorhin habe ich erzählt, wir arbeiten gerade am Belize-Video. In Belize waren wir damals eigentlich nur eine Woche. Ist auch eigentlich nur ein sehr kleines Land. Aber es wird höchstwahrscheinlich nichtsdestotrotz wie so eine Art Doppelfolge. So 35 Minuten ist jetzt, glaube ich, jetzt, je nachdem wie viel man noch so rausschneiden. Erst hatte ich überlegt, 2 Folgen draus zu machen. Aber irgendwie ist es so ganz schön dann abschließend, hat man einfach mal eine lange Folge über ein Land. Hat uns auf jeden Fall auch gut gefallen da. Dann kommt Guatemala. Da fällt mir ein, weil wir jetzt halt schon darüber geredet haben, da werde ich dann mal wirklich so live vor Ort sehen, wie Bitcoin auch in solchen Ländern helfen können. Also da war mal in dem Öl, was sie vom Kochen, vom Frittieren übrig haben, A, einen Miner betreiben und B, halt auch viele Lokale dort Bitcoin annehmen. Und ja, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber da haben wir uns diesen Ort ein bisschen genauer angeschaut, eben mit den Locals da gesprochen. Wir waren sogar in der Schule, sogar die Schulkinder haben über Bitcoin unterrichtet, die haben dann sogar einen Test gemacht, da waren wir dann live dabei. Aber ja, das wird dann erst in der übernächsten Folge kommen, wenn es dann um Guatemala geht. War auf jeden Fall auch ein ganz spannendes Land, schon wieder eine ganze Zeit her. War jemand von euch schon mal in Belize oder Guatemala? Das kann man in die Kommentare schreiben. Ich glaube, Belize ist an und für sich nicht so ein klassisches Touri-Reiseland. Also, wenn ich mich erinnern kann, da haben wir eigentlich sowas wie Hotels oder sowas kaum gesehen. Vielleicht wirklich so kleine Airbnbs. Aber wir haben gehört, es ist eigentlich sehr gut auch zum Tauchen. Da gibt es, glaube ich, irgend so ein Riff, was wohl ziemlich bekannt sein soll. Wir waren nicht da, aber daran kann ich mich erinnern, dass viele Taucher von Belize schwärmen. Ja, der Bordkompressor ist jetzt Gold wert. Das ist wahr. Was mich mal noch interessiert, falls ihr noch von euch berichten wollt, was plant ihr denn heute so zum Abend zu essen? Warum ich das frage, ist, wir vermissen, also es ist selbstverständlich First World Problems, ja man auf hohem Niveau, aber manchmal vermisst man echt die europäische Küche und nicht nur die europäische, sondern auch die vielen Möglichkeiten, die man in Europa hat. Ja, und du kannst dich quasi, wenn du in einer größten Stadt lebst, sagen, ach, ich gehe heute thailändisch, indisch, chinesisch, italienisch, amerikanisch, argentinisch, weiß ich nicht. Jedes mögliche Land, jede Richtung kann man bei uns einfach essen gehen und einfach richtig gut. Und wir denken, es wäre einfach nur eine Pizza oder ein gutes deutsches Brot, Schwarzbrot oder europäischer Käse. Ja, und wir machen natürlich manche Sachen selber, also wir machen auch manchmal Pizza selber. Wenn man aber nicht den richtigen Belag dazu hat, also wenn einfach zum Beispiel der Käse nicht stimmt, geschmacklich oder ja,
klar, wir kriegen gerade auch recht wenig Gemüse. Also zuletzt habe ich eigentlich nur Tomate, Gurke, Avocado gekauft. Abgesehen von der Tomate würde ich da auch nicht wirklich was auf die Pizza legen. Ja, also wir versuchen schon selber viel zu machen, aber mittlerweile ist es auch echt schwer, überhaupt die Zutaten für irgendwas zu bekommen, wenn man mal ein bisschen was, ich will gar nicht sagen Außergewöhnliches kochen will, aber was Gutes kochen will. Was tut sich hier im Internet? Ich laber so vor mich her. Ich habe gerade gefragt, was die Leute sich heute zu Hause zum Abend machen. Dann kann ich ein bisschen... Sie können bei uns mitschwärmen und ich kann bei Ihnen mitschwärmen, was Sie Leckeres vielleicht Wer essen. schwärmt von dieser Kacke gerade? Ja, schwärmen im Sinne von mit dabei sein, die Daumen drücken, mitfiebern, so meine ich es jetzt. Also, warte mal, jetzt muss ich mal kurz lesen. Zürich geschnetzeltes. Ach, Zürich schnetzeltes. Mein Gott. Pizza, ja, Pizza, Moussaka. Leute, ich krieg Hunger. Schokokuchen gebacken im Bordofen. Ja, also was ich auf jeden Fall die nächsten... So ein fieser, halt noch warmer Schokokuchen, wenn man ansticht, der dann innen so einen flüssigen Kern hat. Das könnten wir machen, wenn es hier gute Schokolade geben würde. Aber, Gäbe. ich habe auf jeden Fall vor einer Zeit Zeugs für ein Bananenbrot gekauft. Das wollte ich mal die nächsten Tage wieder machen. Ich habe sogar eine Backschokolade gekauft, die ich da so in kleinen Stücken reinmache. Das könnte vielleicht vertretbar sein, aber jetzt, wie gesagt, für einen Schokokuchen ist die Schokolade hier einfach nicht gut genug. Hähnchenschnitzel mit Kartoffelsalat. Das Schnitzel ist, ich glaube, Hähnchenschnitzel nicht, aber Schnitzel ist an und für sich Arthurs Lieblingsessen. Um den Kartoffelsalat beneide ich euch jetzt. Das ist eigentlich so richtig was Schönes, typisch Deutsches. Chili sin Carne. Klingt auch gut. Das ist auch noch was man hier so halb fix hinkriegt. Bohnen, Mais, das kriegt man noch. Kabeljau. Das müsste wenig unbedingt sein. Ja, genau, so ein Schokokuchen. Genießt es, genießt es. Meine Tochter macht selbstgemachte Tortelloni mit Kürbisfüllung. Wow, das klingt auch ganz fantastisch. Kürbis ist auch eines meiner eines meiner Lieblingsgemüse. Vermisse ich auch echt. Das ist was ich super gerne esse. Pommes oder Suppe auch, oder? Ach ja, wir haben es schon gut in Europa. Ihr habt ja Sorgenschreibstricks. Haha, die hattet ihr gestern auch noch. Appenzeller Käse. Hey Peter Amersdorfer, vielen, vielen Dank. Das ist super lieb von dir. Ich koche gerade Gulasch mit Kartoffeln und Erbsen. Auch genial. Frühstück. Aber hier ist auch noch nicht so spät. Wie lange steckt der 12.18 da schon? Seit Sonntagnachmittag. Also wir sind bei Tag 4. Trink Tequila mit Salz und Zitrone. Einen Drink habe. Zweites Sandblech ist heraus. Drittes schon, oder? Drittes, ja, eins haben wir ja schon vorher, aber das. Naja, stimmt, 3. Die waren ja alle 3 versenkt, ja. Drittes Sandblech ist heraus. Das untersalzen wir es, kommt das Sandblech wieder unten rein. Dann steht auf der Hinterachse auf Sandblechen. Das ist schon mal. Und das vor Mittag. Vier Tage, ganz genau. Wobei wir bis heute, also am ersten Tag haben wir selber gebuddelt und probiert und haben es noch schlimmer gemacht. Und die letzten 2 Tage konnten wir nichts machen, weil die beiden Helferlein mit anderen LKW beschäftigt waren. Die Sache war die, wir sind ja stehen geblieben, um den anderen zu helfen, und dann ist immer nachher, wie wir zurückgegangen sind, ist er mir hinten eingebrochen. Dann wollte ich ihn nach vorne rausfahren, dann ist er mir hinten abgesagt. Okay, dann habe ich hinten ihn hinten ausgebuddelt, habe das erste Sandblech links hinten reingepackt, habe das zweite Sandblech rechts hinten reingepackt.
links zwischen die Räder ein Sandblech und das vierte Sandblech praktisch hinter dem aufgestellten links hinten. Das heißt, links hinten war ein aufgestelltes, wo er rauffahrt, und dahinter lag noch eins. Damit er halt dann weiterhin, wenn er da drüber ist, den Druck verteilt und nicht gleich einsinkt. Das Problem war, ich habe es zu weit rechts. Amigo. Motor an. Brumm, brumm. Amigo. So, ich bin zurück. Also, das zweite Sandblech, das links hinter dem eigentlichen Sandblech, das uns rausholt war ein Stück zu weit rechts. Das heißt, ich habe ihn eigentlich schön nach hinten rausgebracht, dann ist er so richtig nach oben gekommen, ist dann aber auf dieses zweite Sandblech schräg drauf und dann hat sich das praktisch so aufgestellt und nach unten unter die Achse verkeilt. Das war das, was wir so schräg jetzt rausgezogen haben hinter der Hinterachse. Wenn das Sandblech weiter links gewesen wäre, um 30 cm, dann wäre er wahrscheinlich genau auf den drauf gelandet und dann hätte es funktioniert. So hat er so richtig einmal nach oben Schwung geholt und ist dann so richtig links hinten nochmal ordentlich tiefer abgesoffen und dann waren wir richtig in der Scheiße. Also, so viel dazu. Es lohnt sich, nochmal ganz genau die Ausrichtung der Sandbleche zu kontrollieren, bevor man losfährt. Ich lese nur mal noch die anderen Kommentare. Rückwärts raus oder vorwärts? Ich hatte ja gehofft vorwärts, aber ob das alles zu stopfen. Und hinten ist die Spur ja, wie ihr seht, da ist frei. Das Blöde ist halt, wir müssen dann anhalten und nach vorne weiterfahren, und anhalten war bis jetzt das, was uns ins Versinken gebracht hat. Aber ich rede den da nicht rein. Das ist der Plan. Rückwärts raus, Luftdruck. Da wird mir gesagt, so niedrig wie die Conti HCS zulassen. So, bin wieder in einem Also, Hinterachse ist fertig. Jetzt machen wir uns an die Vorderachse und schauen, dass wir die hochbringen. Hey Martina, danke für deine Unterstützung. Das ist ganz lieb.
Gut, also einmal Runde rum für alle, die neu dazugekommen sind. Hier hinten wird abgebaut aktuell, weil wir es beide Räder auf die Sandfläche geschafft haben. Da sitzt dran hier an dem Sandblech auch. Und das ist hier noch unser Werk vom Buddeln. Das ist ein richtig ekliges Zeug, also irgendwie weich. Ja, jetzt ist mittlerweile Und dann hart, eben was an der Sonne war, dann aber doch hart, genau. es war so ein richtig zäher, fieser, saudichter, schwerer Schlick. Ihr seht, da sammelt sich das Wasser. Also es kommt dann von unten hoch. Ja, und jetzt geht es eben hier vorne weiter. Ihr seht, da ist der Reifen noch ein Drittel, halb versenkt. Alles wird jetzt hier gerade nach vorne geräumt. Und eben hier seht ihr die Spur von unserem Versuch nach hinten rauszufahren. Und das ist so tief, so viel Salz. Also es würde einfach eine ganze Weile dauern, so viel Salz zu holen, um das aufzufüllen. Da steht auch das Wasser drin. Ja, da einmal Yoda von vorne. Kamera zoomt ganz schön. Der Reifen steckt hier auf der Seite noch ein bisschen weniger drin. Das liegt einfach auch daran, weil unser LKW auf Beifahrerseite weniger Gewicht hat. Auch Wasser, also dieser Zwischenraum muss dann natürlich am Ende auch noch mit Salz und Holz gefüllt werden. Das kriegen wir irgendwie zusammen, aber eben vorne nicht. Und da seht ihr das wunderschön. Dieses Rad steht auch auf dem Sandblech. Ja, so sind wir eine Runde rum. Und wie gesagt, jetzt wird gerade all das Holz nach vorne getragen. So, jetzt lese ich mal kurz wieder. Das kann ich jetzt nicht vor dem Ausmachen. Ja, wir wollen noch nicht ganz entschieden, aber eigentlich war der Plan, Gewicht reduzieren, so wie weit wie geht. Was jetzt alles genau im Detail, das werden wir dann sehen. Gut, ich bin gerade am Überlegen. Reicht der Akku nicht ganz fürs iPad? Ich überlege, ob ich euch mal einen Moment mit reinnehme und anstecke. Ich frag mal. Also jetzt könnte ich eigentlich mal reingehen, gell? Ja. Das Problem ist, der Akku, der mobile hat zwar noch 60, also irgendwie scheint das iPad zu laden, aber ich bin beim iPad, es wird trotzdem tendenziell weniger. Ich bin bei 14%. Ich sehe es ja. Ich würde es mal mit reinnehmen, drin anstecken für einen Moment. Steck's an den wirklichen von der Drohne. Oder so. Also, es sei euch eine kurze Arbeitspause gegönnt. Ihr kommt jetzt mal mit mir wieder rein. Weil Strom. Nach draußen. Wir haben auch draußen eine Steckdose, fällt mir gerade ein. Das ist eine gute Idee. Ich hole mir einfach nur das Kabel und stecke euch in unsere Steckdose eine Außenstaubbox. Aber bevor es nachher wild weitergeht, muss ich hier drin auch noch kurz was wegräumen. Und es ist ja dann immer so, und auf einmal losfahren und dann möchte ich hier nicht mehr die Teller stehen haben. Deswegen nutze ich jetzt gerade mal kurz die Chance, räume das mal weg, stecke euch an Strom. Jetzt. Ja. Hey Thomas, vielen Dank für die Unterstützung.
Das ist super lieb von dir. Ja, die beiden anderen LKW sind ausgegraben und frei, das ist richtig. Das ist die anderen beiden Tage passiert, gestern und vorgestern. Am Anfang hieß es ja, jeder LKW braucht 2 Tage, möglicherweise. Da haben wir schon ein bisschen Schrecken bekommen. Aber offensichtlich geht es jetzt doch schneller als gedacht. So. Ich bin mir nur hier gerade am Dinge noch mit hinlegen, die ich nachher mit rausnehme, wenn ich hier noch die Teller weggeräumt habe und so. Großartig, die Schubladen halten wieder auf, ohne dass ich sie festhalten muss. Ach, das wäre echt super anstrengend, die letzten 3 Tage überhaupt hier was zu machen, was zu essen zu machen, abzuwaschen. Also hier seht ihr es noch. Sagt er mir, Stromspar mal, du sollst doch aber laden. Das Video braucht mehr Strom, als er jetzt reinkriegt. Kann das sein? Ich hole noch einen anderen Stecker raus. Hier haben wir schon den dicksten. Der lädt am meisten, glaube ich. So. Auf der sicheren Seite sein, was den Strom anbelangt. So, muss man noch beobachten. Packe ich den wieder weg. Das ist das Tolle am LKW-Leben. Nichts, aber auch gar nichts kann man liegen lassen. Aber hier, das hat jetzt gar keinen Schwung. Die letzten Tage war es immer so... einräumen. Die sind halt auch echt schwer, die hier oben geht, aber gerade die unten, die wiegen ja einiges. Und da mussten wir ganz schön immer alles festhalten, damit wir überhaupt ins Essen rankommen oder irgendwas wegräumen können und so weiter und so fort. Aber ja, mittlerweile scheinen wir wesentlich gerader zu stehen. Sodass das jetzt nicht mehr die Riesenherausforderung ist. Also du sagst mir, wenn ich wieder raus muss, ja? Nee, wir machen gerade alle Pause. Komm auch gerade mal rein. Okay, alle machen Pause. Bisschen Augen brauchen auch eine Pause. Ja, hallo Leute. Oh wow, hast du gesehen, was da reingekommen ist? Wenn jetzt gerade noch, echt habe ich was übersehen noch. Die 2 hast du gesehen? Nee. Von Sternschnuppe. Hey, vielen Dank. Wow. Und Thomas Graf, hey, ihr seid der Hammer. Tausend Dank für die Unterstützung. Luft holen, Schätze. Luft holen. Der absolute Wucher hier. Aber es gibt halt nur das. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon gesagt habe, aber wir haben ja Second Route von Förder Offroad angefunkt. Die waren da gerade am Osteingang, wie wir versumpft sind. Ich habe da einen Hilferuf in die Richtung gestartet und der war dann bei der Polizei und die Polizei sind die weitergeleitet und dann ging es bis zur Regierung in Oruro. Und die Regierung in Oruro hat dann alles in die Wege geleitet und im Endeffekt kam alles in die Wege geleitete bei genau den 2 Kerlen an.
die schon am anderen LKW dran waren. Also es gibt hier nur die beiden, das macht sonst niemand. Es gibt hier auch, weil das auch viele geschrieben haben, ob man nicht Holz holen fahren können oder Hebekissen von der Feuerwehr. Hier gibt es nichts. Ja, also da gibt es keinen Baum, nicht hier in der Wüste, auch nicht außerhalb von der Wüste. Ich hab ja alles überlegt. Ich habe gedacht, wir fahren da jetzt einen Baum fällen und bauen uns irgendwie ein Holzunterding. Ich habe schon gedacht, wir fahren da zur Militärbasis, die da unweit entfernt ist, und lassen uns ausfliegen, im schlimmsten Fall mit einem Hubschrauber. Alles wurde bedacht. Natürlich alles nicht machbar, aber wir haben uns wirklich über alles mögliche Gedanken gemacht, wie wir hier wieder aus der Scheiße kommen. Und im Endeffekt gibt es wirklich nur die Möglichkeit, diese zwei Kerle zu holen. Auch wenn es einfach komplett absurd ist vom Preis. Wir haben das Holzmonopol hier. Ja, ich glaube, die haben hier wirklich das einzige Holz im Umkreis von 100 Kilometern wahrscheinlich. Sollen wir denn jetzt eigentlich was kochen? Jetzt nicht, ein bisschen später. Ich habe gesagt, die sollen jetzt erstmal die Vorderachse hochbringen, dass wir gerade stehen, weil so kannst du nicht einmal gescheit Wasser kochen. Wird schwierig mit Festhalten, so wie die letzten Tage halt. Wir können es aber theoretisch draußen kochen. Mit der Außenplatte. Wenn du sagst, wir kochen Nudeln. Ja, du. Nudeln haben wir. Nudeln gehen schnell. Nudeln kosten wenig. Da, die Kacke. Ich wollte das jetzt ein bisschen politisch korrekter ausdrücken. Sagen wir es so, wenn man halt die kennt oder generell europäisch. Welches möchtest du dir lieber aufheben? Das habe ich schon mal gegessen, das hat geschmeckt. Ja. Und das war das da und dann. Okay. Haben wir noch mehr außer die von denen? Nee, ich habe nur die eine Packung. Für die beiden wird es passen. Nein, ich weiß nicht, das ist nicht so viel. Ich kann auch noch ein paar Würstchen anbraten oder irgendwie sowas rausziehen. Das sind jetzt 250 Gramm. Das heißt, es werden 500 raus. Naja, also 250 Gramm Nudeln schaut das aber. Die letzten 2 Tage haben sie gar nichts über den Tag gegessen. Doch, die sind jetzt Mittag immer Salz holen gefahren und waren dann 1,5 Stunden weg. Aha, okay, gut, dann habe ich das Da nicht will man was trinken mitbekommen. hier. Was ist denn das für eine Suppe? Ja, da war mein Tee. Achso, da mit war der Milch Tee dran, deswegen ist es so milchig. Ich mich gewundert, warum das Wasser so milchig ist. Also für alle, die neu sind, Hinterachse steht. Kurze Pause, dann geht es mit der Vorderachse weiter. Aber Wir die kommen besser Zuversicht, vor- woran als ich mir jetzt gedacht hätte. Ja. Irgendwie haben sie die letzten beiden Tage länger für alles gebraucht. Vielleicht müssen sie sich da erstmal so mit den LKW zurechtfinden. Ich Nee, weiß. es war beim ersten Mal, also beim Manfred, der ist ihnen ja halt einfach nochmal versumpft. Und bei der Strixer haben sie ja am Abend noch aufgebaut, aber haben am nächsten Tag alles neu machen müssen, weil diese Plattform aus Holz, die sie gebaut haben, halt eingebrochen ist und instabil war. Deswegen haben sie das neu machen müssen. Ja gut, aber bei uns haben sie jetzt auch erst am Morgen angefangen. Ja, wie auch immer. Ja. Wir sind froh, dass sie so gut vorankommen. Man will ja nichts verschreien, aber Die es schauen- geht voran. Wie spät ist denn jetzt eigentlich in Europa? Ich blick schon nicht mehr durch. Was habt ihr denn hier gerade? 10 ist bei uns, plus 7, dann müsste es so kurz vor 6 sein, oder? Stimmt das? 11 plus 6. Ich bin fürchterlich müde. Mehr als 3 Stunden habe ich heute Nacht nicht mehr geschafft. Ja, 16:52 Uhr. Daniel, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Nee, wir schätzen das echt sehr, dass ihr dass ihr uns da Beistand leistet. Das ist schon mal eine Riesensache. Und B, natürlich alles, was so an finanzieller Unterstützung von uns reinkommt, ist natürlich, von euch natürlich reinkommt, ist natürlich super cool. Also herzlichen Dank dafür. Ja, Ich weiß nicht. Strixer, natürlich.
ihr seid natürlich auch die Riesenhilfe seid, das ist glaube ich, jedem hier klar. Aber finde ich lustig, dass ihr von wie viel, 4 Kilometern entfernt auch am Stream seid. Also, natürlich an dieser Stelle auch ein riesen Dankeschön an Detlef und Gerd und Manfred und Strixer für Material und seelischen Beistand und Ideen und alles drum und dran. Ja. Mal kurz sitzen. Und da sitzen wir schon. Ja, Da kam gerade noch was rein, was stand da? Das ist echt blöd beim iPad. wir werden eine Beschwerde an YouTube. Hoffentlich jetzt nicht Blutdruck gemessen, nee, sicherheitshalber nicht. Kannst, glaube ich, auch immer wieder da schieben. Aha. Das habe ich, glaube ich, jetzt auch schon rausgenommen, immer wenn du da den Finger hinmachst. Also ohne, dass ich das Thema jetzt nochmal ganz groß aufmachen will, aber nur weil ich die Frage nicht so gut wie du beantworten konnte, warum wir kein PayPal haben am Anfang, weil gesagt wurde, da braucht man ja auch nur die E-Mail-Adresse, aber du hast gesagt, man gibt halt ganz viele Daten an PayPal selber ab, Ja, richtig? Aha. Ja, es wird eng mitten. Ja, aber Oh, da kam schon wieder Webtrasher für das kalte Bier hinterher. Hey, danke dir. Markus, der Nächste. Hey, Leute, ihr seid der Hammer. Vielen herzlichen Dank. wir müssen mal ein bisschen das... du hast Ja, das schon dunkler ich habe gemacht. schon dunkel gemacht, aber dann sehen wir es noch weniger. Ah. Du solltest vielleicht deine Sonnenbrille absetzen. Ja, dann sehe ich aber auch nichts. Ich lese dir vor. Aus Landach, na schau mal einer an. Von ums Eck. Liebe Grüße. Ich habe wieder ein fröhliches Gesicht, das stimmt. Ja, es Ich wird. glaube beim letzten Live-Chat, ich habe auch versucht, ein fröhliches Gesicht, ein hoffnungsvolles Gesicht zu machen, aber Also, jetzt fühlt sich schon wesentlich besser an. Also nochmal, um diese PayPal-Geschichte zu beantworten. Ich bin einfach kein Fan von PayPal und mag da auch nichts angeben aus dem großen Grund heraus, dass die zum Beispiel in den AGBs stehen haben, wenn sie auf deinen Social-Media-Profilen irgendwelche Fake News finden und sie definieren natürlich selber, was Fake News ist, dann behalten sie sich das Recht vor, dir 2.000 € von deinem Konto abzuziehen, weil sie der Meinung sind, du postest Fake News, ihrer Meinung nach. Und jemand, der behauptet, er kenne die Wahrheit, ist schon mal mein großer Feind. Oh wow, der Nächste. Remi, vielen, vielen herzlichen Remi, Dank. du bist der Hammer. Und da oben Volksdorfer, hey. Auf Leute, jeden ihr seid... Ihr habt ja auch für dieses Geld auch gearbeitet, also Ja, stimmt. arbeitet vielleicht gerade noch. Vorhin habe ich ein paar erwischt, die Bei der Arbeit noch- schauen. noch im Büro oder im Homeoffice sitzen. Ja, Mein Gott, mein Gott. komm mal her. Ich bin echt froh, wenn ich aus meinen dreckigen Klamotten mal raus kann und mal wieder unter die Dusche vernünftig unter die Dusche kann, weil die letzten 2 Tage sind wir so schräg gestanden, dass man nicht gut, wenn man irgendwann, ich will nicht sagen heute, weil ich will es nicht verschreien, Nachrichten schauen und dann kann der ohne Bildschirm weiterlaufen. Oh Mann, hier sind noch 2 Spenden reingekommen. Oh, Einmal Leute. von Willniveau 20 aus Hamburg. Das ist ganz, ganz lieb. Vielen herzlichen Dank. Und noch, wen sehe ich da noch? Marcel Obst für die Feier danach. Ja, wir haben uns schon mit den anderen verabredet, dass wir hoffentlich heute Abend glücklich zusammensitzen, kaufen finden. Es ist nämlich echt in Bolivien gar nicht so einfach. Ich glaube, Wir haben, glaube ich, noch 4 Bier. 2 habe ich denen versprochen. Sollen wir mal schauen? Reservebier. Ich habe Nee, nämlich, 5. Oder? ich glaube, es sind schon vollzählig 6, oder? Nee, 4 kleine und ein großes haben wir. Ah. Wir haben eigentlich mal irgendwann so auf Reserve für solche Momente gekauft. Ja. Ah, Ja, da wird heute was gezischt. da wird was gezischt. Ich hole mal wie auf Wunsch des Herrn noch den
Laptop raus. Auf Wunsch des Herrn und Meisters. Gell? So, bei unser iPad. Mac-Stecker, Ja, weil ja. ich gedacht habe, der kriegt Ja. am meisten. Gib mir mal einen Blick. Spendet, vielen Dank. Zum Schöner Name. Durstlöschen. So. Dann schauen wir mal da auf. So. Aber der hupft da, glaube ich, mit dem auch nicht weit, oder? Schon auch ein bisschen. Doch, der kommt. Der kommt. Der kommt schon gut. Hey, ich sehe mich. Da bin ich ja. Ja gut, wenn wir hier wieder mal über 10% kommen. Ja. Besonders für später. Ja, stecken. Aber der ist der Beste. Das ist eigentlich der am meisten rauswummert, ja. Das gibt's doch nicht, dass wir mehr Strom verbrauchen, als reinkommt. Soll ich noch irgendwie Bluetooth oder sowas Ja, ausmachen? Bluetooth weg. Der Stecker vernünftig. Ja, das steht auch. Wo sehe ich denn das? Nirgends. Nee, da oben ist kein Blitz. Schatzi. Ja, momentan ist hier auch gerade. Nee, doch. Jetzt rankacke. Ja, es ist noch an, aber es zeigt mir keinen Blitz an, dass es lädt. Ich stecke mal in die andere Steckdose. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Also, wir kämpfen mit der Technik. Der lädt nicht. Hier liegt es am Kabel. Was denn? Hallo Micha und Sabine. Steck ihn mal. Ja, irgendwas stinkt hier ab. Irgendwas Gib stinkt. mir mal eine Sekunde. Er geht. Jetzt beruhig dich. So, sehen wir da jetzt was? Wo ist der? Nee, ich gebe dir mal den anderen Lader. Na, wir tauschen einfach die Geräte. Nee. Warum nicht? Zack. Zack. Ja, jetzt ist mal Na, Platz also. da. Dann kriegst du den vernünftigen Lader fürs. Kannst mir auch so gehen. Schon wurscht. Kannst mir so auch geben. Ja, den USB-C reinladen. Meine Güte, meine Güte. Maike. Auch Maike hat uns eine. Ja, die Wagenheber, die hydraulischen, sind echt geil. Also muss man sagen, hätte mich irgendwie fallen wir dauernd aus, oder? Ich glaube, das war sicherlich immer mal wieder so. Ja, aber nicht so konstant, glaube ich. Woher willst du das wissen? Wir Weiß haben ich uns. nicht, aber es ist relativ kacke gerade. Wir haben es noch nicht. Der Wagenheber, die hydraulischen, sind richtig geil. Also, Nein, aber er zeigt es dir ständig an. Nehmen wir mal das iPad, das ich bin. Weil es kommt immer. okay. Manchmal muss man auch mal auf die Frau ran, oder? In Ausnahmefällen. Volker fragt, wie lange wir dann noch raus haben. Ja, das ist so ein bisschen die Sache. Wir müssen ungefähr 5 Kilometer Richtung Osten. Eigentlich ist es nur 2 zum Rand, aber die anderen beiden sind so 10 Kilometer in die Wüste reingefahren, um dann den richtigen, gemeinsam mit den beiden hier den richtigen Track zu erwischen. Ja. Ja, also gestern bei der Strix haben sie es so gemacht, dass sie den zweiten Kerl einfach vorne mit reingenommen haben. Und er ist dann mitgefahren, hat ihm gesagt, wo er langfahren soll. Und dann sind sie, glaube ich, so 1,5 Kilometer da drüber geschossen. Ach Gott, was ist denn mit dem blöden Empfang los? Bisher hat sich noch niemand darüber Ja, beschwert. jetzt kommen schon die ersten. Ihr habt schon ziemlich schlechten Empfang und vorher draußen war die Übertragung wesentlich besser. Das wundert mich aber, weil wir eigentlich hier herinnen direkt unterm WLAN-Router sind. Aber lustigerweise war es beim anderen Livestream auch, dass es sich drin ausgesessen hat. Ja, vielleicht ist es einfach. Wenn wir dann nachher wieder loslegen, wird es vielleicht wieder besser. Ne, Starlink sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Stimmt. Ist es das Gerät selber? Vielleicht, kannst du nicht sagen. Vielleicht war es jetzt so schlecht. Das iPad hat jetzt kurz unter 10% gehangen und dann hat sie vielleicht irgendeinen Sparmodus eingestellt. Kann sein. Wie viel Tonnen kann der Wagenheber? Unsere
können 15, ich glaube die hydraulischen können 20 oder so, aber nagel mich nicht drauf fest, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall genug. Sydney, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir schätzen jeden einzelnen Kommentar und wir schätzen natürlich auch jeden einzelnen Cent. Also vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung, auf welche Art auch immer, und sei es nur moralischer Beistand. Nur, ja. Schauen wir deine Bitrate an. Ja, keine Ahnung, ich weiß, ich glaube am ersten liegt es daran, dass das iPad gerade so wenig Saft hatte und in den Sparmodus gegangen ist. Aber es scheint mir zumindest da jetzt am Mac ein bisschen besser zu werden. Ja, wir werden sehen. – 17:05 Uhr, ja. Schon Feierabend, Robby, oder noch bei der Arbeit? Lass mich mal da versuchen, Nudeln kochen. Ich will es nicht unbedingt mit draußen nehmen, vielleicht geht es ja da. Ich hier umstecken. Warte mal. Ich habe immerhin unsere Zuschauer heute schon den ganzen Tag unterhalten. Ja. Jetzt bist du mal dran. Das Du hast ja heute sicher sonst noch fantastisch nichts gemacht. gemacht. Nee, ich habe heute sonst noch nichts gearbeitet. Das ist richtig. So, wird es da jetzt eigentlich was Ja, mit dem es wird Saft? ein Ja, bisschen 13%, es kommt. Es kommt, es kommt, es kommt. Schau mal, mittlerweile, ich glaube, schau mal, er steht nämlich jetzt wieder. Wir können auch hier drin kochen. So, wir kochen Nudeln. Was gibt es bei euch zum Essen heute? Haben wir ja schon gefragt. Habt ihr schon? Mein Gott, ihr seid ja effektiv. Habe ich doch dir vorhin vorgelesen, oder? Nee, da musstest du wieder weg. Sag, bei welchen Schnitzel mit Kartoffeln. Oh, Schnitzel. Geil. Ach, das war das, wie wir auf das ganze Essen gekommen Genau. sind. Ich verstehe. Ich verstehe. Genau, hast dich darüber das Zürich geschnetzelt, das hast du dich auch Richtig. gefreut. Das war auch geil. Salzkartoffeln. Ah. Ja, aber ich bin echt froh, es geht echt besser voran, als ich gedacht habe. Das ist echt komisch. Wieso haben wir hier drin schlechter Empfang als draußen? Wiener mit Bratkartoffeln. Bei uns ist Leberfasten. Leberfasten, was ist Leberfasten, Norbert? Salz mit Schlamm, ja. Salzschlamm eingepackt. Das ist doch eine gute Idee. Ich kratze ein bisschen was aus dem Reifenprofil und das nehmen wir dann mit. Verstehe ich. Was machst du? Die Jungs mal fragen, wann sie essen wollen. Naja, ich koche ihn jetzt was und dann kriegen sie was. Wir machen ja gerade nichts, oder? Ne, die machen Pause, aber wenn sie Pause machen und dann gerade fertig sind, Ja, dann dann wechseln sag ihnen halt, dass sie in einer Viertelstunde noch ein paar Nudeln kriegen. Nudlos con pestos. Das sind die Geschichten, die ihr später an Enkel erzählen werden. Und dann sagen sie, oh, nicht schon wieder, Opa, alles wird gut, habt ihr Liebe. Genau, das haben wir auch die letzten Tage so gesagt. Also Judith, die wollen so um 2 essen, also warte mal ab. Super. Also wir machen jetzt hier mit der Vorderachse weiter und wenn die oben ist, dann ist wahrscheinlich 2 und dann wollen sie essen. Das passt Okay. doch.
Na gut, dann geben wir ihm noch ein bisschen Zeit. Aber ja, zu den Geschichten, das ist das, was wir uns jetzt immer denken. Also immer denken, aber was man Positives mitnimmt, ist, man hat eine Geschichte zu erzählen, man hat was erlebt, man weiß es dann wieder zu schätzen, auf der Straße zu sein oder auf Wegen zu sein, überhaupt unterwegs zu sein. Wir hatten auch zumindest in Peru mal so einen kleinen Hänger, so von dem her, wie es... Ja, es war gar keine so starke Reisemüdigkeit, würde ich sagen, aber einfach, dass man es mal auch mal satt hat, so einfach, hat uns irgendwie, ohne gemein klingen zu wollen, hat uns Land und Leute ein bisschen genervt. Sagt ihr, was, ihr habt doch so schöne Fotos von Peru gepostet. Ja, und Peru hat wunderschöne Ecken. Wenn man aber durchreist, sieht man halt nicht nur die schönen Ecken, sondern auch, wie die Einheimischen mit ihrem Land umgehen. Überall ihren Müll, ihren Bauschutt, alles verteilen. Jetzt kann man sagen, gut, armes Land hat vielleicht gar keine gute Müllversorgung und das ist sicher genau der Fall und das ist logisch, dass dann irgendwo Müll rumliegt. Aber wir denken uns immer, ja, dann bringt doch alles am Stadtrand auf einen Haufen oder so, aber so ist es halt nicht. Es ist wirklich überall und ja, auch die Verkehrsteilnehmer, die haben uns da eigentlich ein bisschen die Nerven geraubt oder sehr. Also wir können ja mittlerweile mit viel umgehen. Ab Mexiko und Zentralamerika war das Fahren ja manchmal schon ein bisschen schwieriger und anstrengender und weil Arthur sagt immer, wie gesagt, alles geht und gar nichts gilt. Keine Regeln, jeder fährt, wie er will. Aber wie es hier in Peru war es, klar gab es auch nicht viele Regeln, aber noch dazu hat jeder einfach nur an sich gedacht. Also jeder immer der Erste und drängeln und vor dir vorbei und noch mehr drängeln. Und auch wenn kein Platz ist, keiner hält an. Man fährt so lange, bis man Nase an Nase steht. Und dann gucken sie an und denken sich, ja und jetzt? Und dann können sie nicht rückwärts fahren. Sie können wirklich nicht rückwärts fahren. Bestes Beispiel dazu in La Paz. Das war zwar jetzt schon Bolivien, aber hier ist es ähnlich. Haben wir auf dem Grundstück von einer netten Dame geparkt. Über Nacht, die das Grundstück extra dafür hat, dass da Leute parken können, auch Arbeiter und so. Und am nächsten Morgen, wir sitzen drin, auf einmal rumpelt. Und dann schaue ich raus, hat es tatsächlich jemand geschafft, vorwärts in unser parkendes Auto zu fahren. Vorwärts. In so eine Staukiste rein. Und das war das eine. Und dann hat sie ihm gesagt, hey, du musst jetzt einfach gerade rückwärts fahren. Das hat er nicht geschafft. Also das war kein Fahranfänger. Keine Ahnung, Person mittleren Alters. Er wusste nicht, wie rückwärts. Die können einfach nicht rückwärts fahren oder generell, ja, nicht gut fahren. Dürfen wir wieder die Ausnahmen nennen? Hey, jetzt hier, müsst ihr mal kurz mit mir Vorlieb nehmen. Nein, ich nehme euch gleich wieder mit raus, aber draußen passiert gerade nicht viel. Die beiden Herren haben einfach auch mal eine Verschnaufpause gemacht. Und ich will einfach, dass das iPad hier ein bisschen wieder zum Strom drin kommt, sonst gibt es nämlich gar nichts mehr zum Sehen. Ohne Strom kann ich dann auch nichts aufnehmen. Naja, jedenfalls, wenn man natürlich jeden Tag fährt, dann erlebt man nicht nur die schönen Landschaften, sondern ist halt das prägend, was auf der Straße passiert. Und jetzt kann man sagen, ja, ihr habt ja halt das größte Fahrzeug. Uns persönlich kann nichts passieren, das mag wahr sein. Aber man will halt auch niemanden mitnehmen. Und sie fahren halt so riskant, dass du jederzeit Angst hast, mal irgendeinen Motorradfahrer oder so unter die Räder zu bekommen. Und dann, ja, in so einer Situation möchte ich, glaube ich, noch weniger stecken als in dieser hier. Meine ich das ernst? Ich glaube, ich meine es ernst, weil wenn wirklich einfach jemand verletzt ist und man das dann auch noch klären muss, ist einfach von diesem ganzen organisatorischen Drumherum viel schwieriger, als wenn es jetzt hier nur freischaufeln heißt.
Ja, auf jeden Fall hatten wir da so ein bisschen Hänger. Das ist dann wieder bei Machu Picchu besser geworden, weil das dann wieder so ein richtiges Highlight war, was wir uns da auch erkämpft haben. Dann waren wir auch wieder mehr mit Leuten. Aber ich glaube, worauf ich hinaus will, dass dieser Hänger, den wir hier gerade haben, uns auch wieder richtig Lust aufs Weiterreisen gibt. Also ich muss ja sagen, wir hatten jetzt auf die Sala, haben wir uns auch super gefreut, weil das ist, ich meine, was total Besonderes. Und auch kommt jetzt bald die Lagunenroute hier in Bolivien. Das ist auch ein richtig schöner Abschnitt, so ein Offroad oder zumindest umgekehrte Wegroute auf 4000 Meter Höhe, die wir jetzt fahren wollen. Wahrscheinlich mit den beiden anderen LKW-Fahrern zusammen oder Pärchen zusammen. Wird uns freuen. Wir waren lange nicht mehr länger mit anderen LKW unterwegs, schon mit anderen Leuten. Und das ist auch immer nett, also wir nicht falsch verstehen, aber man hat halt, wenn man das gleiche Fahrzeug hat, die gleichen Ansprüche oder also was ich meine, ist gleiches Fahrtempo, man achtet darauf, passt überall durch mit Höhe, Gewicht etc. Man kann manchmal länger Offroad unterwegs sein, weil man viel mehr Ressourcen hat, Diesel, Wasser, vielleicht auch sogar größeren Kühlschrank, wo jetzt Leute mit kleineren Fahrzeugen einfach öfter auf Campgrounds müssen, was wir einfach eigentlich nie müssen und so weiter. Also von daher, unsere Erfahrung ist, wenn man mit gleichem Fahrzeug reist, dann funktioniert das Alltagsleben einfach am besten, was nicht heißt, dass es sein muss. Also zum Beispiel mit den Schöbis, mit dem Sprinter waren wir auch schon länger unterwegs. Die gehen einfach auch sehr wenig auf Campgrounds, was uns dann natürlich passt, und die fahren auch jede Strecke. Von daher harmoniert's. Aber der Marco könnte wahrscheinlich öfter auch mal schneller fahren mit seinem Auto als wir, hat sich da dann bisher immer angepasst. Aber genau, die Schöbis zum Beispiel sind im nächsten Video dann in Belize auch dabei. Wir haben eigentlich ganz Belize zusammen gemacht mit denen. Aber wie auch immer, wir freuen uns auf die Lagunenroute, die wir eben vielleicht jetzt mit denen zusammenfahren. Dann geht es einen Schlenker nach Chile, nach Atacama, und dann geht es nach Argentinien. Und wir haben einfach schon von so vielen Reisenden so viel Gutes von Argentinien gehört oder generell von Südamerika. Da schwärmen wirklich die meisten davon. Das ist halt, glaube ich, wirklich wieder so ein Reiseparadies. Man kann ging jetzt in Peru, Ecuador, Kolumbien schon auch, dass man frei stehen konnte. Aber ich glaube, es wird noch mal schöner, noch mal mehr Möglichkeiten. Ja, und darauf freuen wir uns einfach schon. So, ich gucke mal jetzt kurz noch in den Chat. Vom ganzen Reden kriege ich gar nicht mit, was ihr hier so schreibt. Als erstes mal Jürgen. Vielen Dank für den Burrito. Den genießen wir. Was lese ich da? Auch hier kurz drin, aber ich nehme euch gleich wieder mit raus. Problem ist, wenn man Dauerreist, hat man manchmal das Gefühl, alles schon einmal gesehen zu haben. Ja, also Landschaften ähneln sich dann, und wenn man dann 1-2 Mal in der Sandwüste war, dann ist die dritte auch nicht mehr so. Jetzt war die Verbindung gerade weg. So ein krasser Ort. Ich möchte gerade mehr spüren, aber ich spüre es nicht, und dann verurteilt man sich sogar manchmal selber dafür, dass man jetzt nicht mehr begeistert ist. Aber ich sag euch, egal mit welchen Reisenden wir gesprochen haben, das ist einfach ganz normal, das gehört dazu, es ist Alltag, und eben diese schönen Impressionen werden halt auch von anstrengenden Dingen zum Teil überspielt, weil das Alltagsleben, was man halt auf 4 Rädern organisieren muss, ist nicht zu unterschätzen. Ich will jetzt da gar nicht ins Detail gehen, weil man es eben auch nicht in Worte fassen kann. Man muss es wie eigentlich selber erlebt haben, um das auch dann wirklich mal so zu spüren, dass Langzeitreise nicht wie Urlaub in einem Hotel ist, und nicht mal wie ich leihe mir 2 Wochen Sprinter und komme wieder nach Hause. Das ist auch anders. Danke, ich unterhalte euch sehr gern. Wie läuft das mit dem Superchat? War mit der Bahn unterwegs, von der Außenwelt abgeschnitten.
verstehe die Frage nicht mit dem Superchat. Zu einer langen und tollen Reise. Wenn du als Ausländer einen Unfall mit einem Einheimischen hast, sieht es schon mal schlecht aus, überhaupt in ärmeren Ländern, wo die Menschen mehr Zusammenhalt haben. Ja, das ist so. Eben Freunde von uns hatten vor kurzem einen Unfall. Ist jetzt keiner Person was passiert, aber sie sind links abgebogen, haben links geblinkt und ich weiß nicht, ob es Quad oder irgend so ein kleineres Fahrzeug hat gemeint, er müsse, weil als sie links abgebogen haben, sie überholen, ist ihnen voll in die Seite reingefahren. Weil dummerweise haben die auch hier die Regel links, wenn man geradeaus fährt und man möchte dem hinter ihm anzeigen, dass er überholen kann, blinken die links. Sagt mal was dazu. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Keinen. Es ist so irreführend, weil eben immer, wenn man dann links wirklich abbiegen will, dann muss man wie noch die Hand raushalten und extra langsam machen, dass einen da keiner überholt. Und ich glaube, also unsere Freunde waren nicht schuld, soweit ich das gehört habe. Und der Deal war, keiner zahlt keinem was. Ich glaube, die hatten zwar den größeren Schaden, aber das war der Deal. Hey Sven, dir auch vielen Dank für die Unterstützung und Jürgen ist auch lieb. Arthur freut sich sicher, dass er auch ein Burrito bekommt. So, und da kann man einen Superchat kaufen. Aha, Superchat. Ich wusste gar nicht, was das ist, aber das ist ein Dollar. Rechts unten ist ein Dollarzeichen, da kann man einen Superchat kaufen. Das ist quasi dann eine Unterstützung. Doch, das machen die LKW-Fahrer auch mit dem Blinker. Links blinken? Wenn einer wie überholen kann? Also, ich meine, ich weiß auch nicht alles, aber ich kenne das schon, dass man in Europa auch blinkt, wenn frei ist, aber dann blinke ich doch rechts. Ja, genau. Löscheimer. Man blinkt rechts, wenn man vorbeilassen möchte. Machen die hier anders. So, ich räume nur kurz die Teller wieder weg, dass die nicht durch die Gegend fliegen. Die Herren möchten es später essen. Sei ihnen der Wunsch, wird ihnen erfüllt. Stelle ich den Topf hier rein. So. Immer alles gut verpacken, damit ja nichts durch die Gegend fliegt. Ich meine, gerade kann nicht so viel passieren, aber es ist einfach so, lieber man hält sich daran. Weil wenn es hier hinten scheppert, das ist nicht gut. Kann ich dann auch, wir haben 23%. Ich glaube, ich kann mit euch rausgehen und ich kann mit euch ja auch hinten dann auf unseren Strom gehen, den wir da noch haben. Dann schauen wir uns mal draußen wieder die Lage an. Ich nehme Schlüssel mit. Weil vorhin hat Arthur mir meinen geklaut und dann habe ich ewig nicht an das Staufach gekommen, was ich wollte. Ja. Das. Gut, dann kommt es mal wieder mit. Dann schauen wir uns mal draußen die Lage an. Und dann werdet ihr draußen an den Strom gesteckt. Dann sind wir. So. Kamera umdrehen. Wie schaut's aus? Oh, Arthur sieht nicht glücklich aus. Das Ganze gefällt mir nicht so richtig hier. Wenn man irgendwo einen vernünftigen oder wirklich stabilen Punkt haben, wo wir ansetzen können. Und wenn der Wagenheber da abrutscht und der jetzt abfährt, dann haben wir einen Wagenheber im Kühler und auf das habe ich auch keinen Bock.
Stand ist der, hinten sind wir fertig. Vorne müssen wir jetzt aufbocken und wir kommen nicht an die Achse ran, eben dafür steht er zu tief. Aber irgendwelche Steinerexperten noch eine Idee, wo man vorne gut aufbocken kann, Schatz? An welcher Stelle macht es hier gerade? Arthur? Neben dem Rahmen. Neben dem Rahmen. Ich gehe auch mal gerne genauer hin. Also hier ist jetzt so ein Brett gebaut. Ich sehe es selber gar nicht so richtig. Jetzt lässt dann wieder kurz runter. Also wir müssen ihn jetzt gerade vorne halt hochbringen, damit wir natürlich auch die Vorderräder mit Salz runterschaufeln können. Und da sollte uns natürlich nicht abrutschen. Weil gerade nicht so viel mehr passiert, werdet ihr jetzt von mir noch mal kurz hier, also wir haben in der hinteren Staubock Strom. Ich stecke hier noch mal kurz an. Weil ihr verpasst davon jetzt auch nicht viel, weil sie einfach nur gerade versuchen rauszufinden, die richtige Ansatzstelle zu finden. Hier ist unsere hintere Staubox. Und da in der Ecke haben wir eine Steckdose, das ist ganz praktisch. Also nicht nur für das, was wir jetzt machen, sondern auch... Moment. Kabel ist gerade so lang genug. Sondern auch, also wir nutzen es größtenteils, um draußen zu kochen. Wir haben ja so eine kleine Induktionsplatte, die finden wir eigentlich mega praktisch. Und gerade wenn wir irgendwas Fettiges oder so machen oder es heiß ist insbesondere. Also da in Zentralamerika haben wir uns sehr oft nach sowas gesehen. Das hat mir dann erst meine Schwester mitgebracht, die uns da besucht hat. Dass wir draußen kochen können, damit drin halt beim Kochen nicht die Hitze entsteht. Mal kurz. Deswegen ist das ganz cool. Also manche haben ja auch wirklich hinten so eine Küche. Darüber hatten wir am Anfang auch nachgedacht. Das hätte man ja sich bei Krug auch verbauen lassen können. Das ist sicher cool zu haben, aber hätte uns das sonst zu viel Stauraum gestohlen. Und wir haben es auch noch nicht vermisst. Es ist vielleicht immer so, wenn man, ich weiß es nicht, vielleicht hat ja jemand von euch eine Außenküche. Wenn man es hat, benutzt man es mehr. Wir sind meistens, wenn es jetzt nicht eben zu heiß ist, zu faul, viel aus der Küche von drin nach draußen zu räumen. Sagen, ja gut, wenn nur wir zwei kurz essen, dann koche ich drin, wir setzen uns drin hin. Ich meine, das ist eine Zeit von einer halben Stunde. Wenn wir draußen genießen wollen, genießen wir es davor und danach. So ist jetzt, wie wir es machen. Und das draußen kochen passiert eigentlich eben mehr, wenn es drin zu warm ist, wenn es irgendwas ist, was mit zu viel in der Küche rumspritzt oder wenn man generell jetzt mit anderen draußen zusammensitzt, länger an einem Ort ist, draußen Tisch und Stühle aufgebaut hat und so, dann ergibt das für uns Sinn. Sonst haben wir kein Problem damit, gerade fürs Essen einfach kurz drin zu sein und drinnen zu essen. So, wo ist denn der liebe Chat? Was habe ich verpasst? Nächstes Problem ist, dass manche auch keine Versicherung haben in den Ländern. Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt Leute Versicherungen haben.
wäre, wenn man hinter einem LKW fährt und die blinken rechts kurz, dass du überholen kannst. Genau, aber eben rechts, nicht links. Leo auf Reisen. Hey, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ich bin so begeistert. Ihr habt insgesamt schon fast die Hälfte unserer Rechnung bezahlt, die hier heute ansteht. Wahnsinn. Warum nicht an den Rahmen? Ich glaube dass sie gerade am Rahmen versuchen hochzudrücken, aber der ist halt so nah. Adolf gesagt, er hat Angst, dass es da abrutscht, das ist so nah beim Kühler, deshalb, wenn ich das richtig verstanden habe. Könnt ihr nicht jetzt schon nach hinten rausfahren? Nee. Ich zeige euch das. Schaut mal da, muss auf jeden Fall noch gefüllt werden. Da ist noch ein Loch mit Wasser. Und da ist auch super viel dann dieser Sumpf unten, dieser Schlick. Und dafür die Vorderreifen, zumindest ich glaube beide stehen auf ähnlichem Untergrund. Die würden sich, glaube ich, jetzt gar nicht viel bewegen. Und das jetzt zu versuchen und dann wieder einzusenken, ist, glaube ich, auch das Risiko zu hoch. Also ich glaube, wenn dann machen sie es jetzt hier richtig. Alles wirklich, dass alle vier Räder auf halbwegs sicherem Untergrund stehen und dass das dann auch wirklich klappt, wenn wir einmal losfahren. Ich finde es ja immer noch verrückt, einmal um den Erdbaum live zu sehen, wie er Autos aus dem Salz holt. Ihr seid auf 3653 Metern. Das dürfte in etwa richtig sein. Ihr könnt ja mal googeln, ich kann selber gerade nicht. Sala de Uyuni, aber ich denke 3,6 stimmt, meine Uhr sagt 3,8, aber dies habe ich lange nicht mehr geeicht, die ist immer ein bisschen daneben. Liebe Yoda-Freunde, 240, wir nur 137 Daumen, da geht noch ein bisschen mehr. Genau, da geht noch ein bisschen mehr. Wir haben 146 Daumen, aber selbstverständlich, wir freuen uns auch, wenn die noch keinen Daumen hoch gegeben haben, das auch noch machen. Ich denke, wenn ihr jetzt Bretter hinter die Vorderräder legt und langsam rückwärts rausfahrt, sollte es klappen. Ich habe da gerade ehrlich gesagt nicht so einen großen Einfluss. Und wie gesagt, die Männer haben 2 Autos gut rausgebracht. Wir lassen die einfach machen und ich bin mir sicher, dass sie auch unser Auto gut rausbringen. Es kommt jetzt auch nicht drauf an, ob das jetzt ob wir jetzt rausfahren oder in 2 oder 3 Stunden. Wenn Sie der Meinung sind, dass da vorne stimmt aus Ihrer Sicht besser zum Rausfahren. Außenküchen sind überbewertet. Lieber eine flexibler Teil. Man kann auch den Campingtisch stellen und kochen und links, rechts gerade, wie man Lust hat. Ja, gebe ich dir persönlich voll recht. Ich bin kein Fan von so generalisierten Aussagen und sagen, Außenküche ist gut oder schlecht. Ich sage immer nur, für unser Empfinden ist, ich habe es schon gesagt, wir haben lieber ein bisschen mehr Stauraum und benutzen es auch eben gar nicht so viel. Uns reicht unsere kleine Induktionsherdplatte für dann, wenn wir es wollen, oder man kann ja auch Gas nehmen. Viele haben ja draußen noch Gaskocher. Ich weiß gar nicht, was die Küchen dann noch haben. Haben die dann noch viel Wasser, dass man da gerade dann abwaschen kann und putzen? Weil das ist was mich dann manchmal ein bisschen nervt. Wenn ich das jetzt hier auf diese Ablage stelle, also ist einfach nur ich zeige es euch mal aus der Ferne, ist eigentlich gerade nur diese Staubox, die hier auf ist. Und ich stelle es dann auf die Decke von der Staubox auf. Ist dann halt immer ziemlich fettig, aber gut, ich habe dann hier gerade noch so ein Küchenspray und Küchenrolle legen und dann geht schon auch. Hat jemand von euch eine Küche, der dabei ist und schätzt die oder sagt, ja, wir haben eine, aber wir würden es nicht wieder machen? Ist ja auch immer spannend dann für andere einen Plan zu wissen, weil das sind eben, glaube ich, so die Fragen, die man sich stellt, die vorher nicht so leicht zu beantworten sind, wenn man nicht auf Reisen war, weil vieles spürt man erst dann, was braucht man wirklich an Dingen, was braucht man nicht.
Will ich eine Außenküche oder nicht? Will ich eine Waschmaschine oder nicht? Braucht man das Motorrad? Das kommt ja auch bei uns ganz oft die Frage, wie oft braucht ihr das Motorrad? Würdet ihr es wieder mitnehmen? Und jetzt sind wir 1,5 Jahre wirklich unterwegs und trotzdem sind so eine Fragen manchmal gar nicht so leicht zu beantworten. Das mit der Küche kann ich von unserer Seite aus sagen, für uns passt ohne kurz Starlink-Wort. Noch einmal, also wir haben immer gedacht, ja, wir werden damit in große Städte fahren oder wo wir mit dem LKW nicht hinkommen. Spannenderweise sind wir an viel, viel, viel mehr Orte mit dem LKW gekommen, als wir gedacht haben, auch in Städte. Man muss sich halt vorher dann ein bisschen nach Stellplätzen genau umschauen, aber wir haben meist was gefunden. Und wir sehen es mittlerweile mehr als Notfallfahrzeug, wie für eine Situation wie diese. Gut, jetzt waren wir zu dritt, wir haben es nicht gebraucht, in einem Quad, aber prinzipiell zu sagen, wir stecken fest, wir können niemanden erreichen. Also wir haben ja Starlink, aber ich hätte jetzt hier zum Beispiel nicht gewusst, wen rufe ich hier in der Umgebung an, außer vielleicht die Polizei oder so. Weiß ich nicht, ja, manchmal ist es natürlich besser, wirklich wohin vor Ort zu fahren. Oder angenommen, wir hätten jetzt nicht mehr viel Essen gehabt und wir hätten Lebensmittel besorgen müssen. Dafür wäre das ein Motorrad dann halt einfach in so einer Notsituation Gold wert. Deswegen kann ich trotzdem noch nicht sagen, ob ich es wieder so machen würde. Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich mir echt eher gedacht, ja, ich würde mal lieber eher mit einem Fahrrad fahren. Aber ich weiß nicht, was diejenigen sagen, die ein Fahrrad dabei haben, wie oft die ihre Fahrräder benutzen, weil oft ist man auch in Ländern mit Straßen unterwegs oder Verkehrssituationen, wo man sagt, hier möchte ich kein Fahrrad fahren. Also so einfach es gibt ja zum Beispiel, es gibt keine Radwege und man will ja nicht auf den Highway fahren. Also wofür nimmt man dann das Fahrrad? Ja, also viele Sachen sind bei so einer Planung echt, gibt es für und wider und es gibt nicht die Empfehlung, dass man es dann am Ende so oder so macht oder ob man jetzt die Waschmaschine wirklich braucht oder nicht oder die Außenküche. Ganz, ganz schwer zu sagen, aber ein Holzbrett unterlegen unter Herdplatte, dann besser zu reinigen. Weiß ich nicht, weil eigentlich, es ist ja nicht unter der Herdplatte schmutzig, sondern einfach drumherum, aber das ist eigentlich nur, wenn ich einen Atom-Speck koche. Ist ja bei allen anderen wird es ja gar nicht so dreckig, aber das mache ich halt immer draußen, weil ich hasse es. Wenn der Speck, er spritzt halt einfach in alle Richtungen und ich glaube nicht, dass das die Holzplatte drunter so viel besser machen würde. Was habt ihr festgestellt, was ihr nicht braucht? Wir haben eine quasi Außenküche und innen nur ein Kochfeld für schlechtes Wetter. Aber was habt ihr für einen Autolöscheimer? Darauf kommt es ja vielleicht auch immer drauf an. Also zum Beispiel sehe ich viele mit kleineren Autos, die kochen auch viel, viel mehr draußen, weil es halt drin viel, viel enger ist. Und sie sitzen auch draußen, immer draußen. Also eben mit den Schöbis, wenn wir mit denen unterwegs sind, da wird eigentlich bei Wind und Wetter draußen gegessen. Nicht immer unbedingt draußen gekocht. Die Steffi kocht schon auch drin. Aber ja, ich glaube, es kommt halt da eben auch viel aufs Setup drauf an. Aber was habt ihr festgestellt, was ihr nicht braucht? Ja, die Frage, die haben wir schon öfter gehört. Ich habe ab Zentralamerika habe ich über die Waschmaschine gezweifelt, weil warum eigentlich? Ich muss mir gerade überlegen, weil es schwieriger war, an Wasser zu kommen, so generell. Und die Waschmaschine braucht halt recht viel. Und dann habe ich das doch eher vermieden, sie zu verwenden. Aus dem Grund, weil wir das Wasser dann lieber zum Trinken, Kochen, und selber waschen gebraucht haben. Und dann habe ich eigentlich nämlich auch realisiert, für Bettwäsche und Handtücher, also das geht, wenn man gutes Wetter hat und es ist super schwierig, da ist nichts trocken geworden. Ich achte jetzt nicht immer drauf, aber
dann heißt es eigentlich, okay, ich will die Bettwäsche waschen und muss in eine Wäscherei gehen alle 2 Wochen. Und so lange kommen wir dann eigentlich auch fast aus mit unserer eigenen Kleidung, dass ich sage, okay, dann kann ich auch gleich mit der auch mit in die Wäscherei gehen. Und es hat sich für mich insgesamt als weniger Aufwand herausgestellt, alle 2 Wochen oder sagen wir es von mir aus alle 3 in eine Wäscherei zu gehen mit richtig, also wir gehen dann mit richtig viel Wäsche. Also es ist dann meist eben mindestens einmal Bettwäsche, Handtücher, fast all unsere Klamotten. Entweder also am liebsten mache ich es in so ein Self-Made Laundries, dass ich selber dann unsere Wäsche wasche und trockne und dann braucht mich das halt mal 3-4 Stunden, aber dann ist wieder Ruhe. Oder wir geben es halt ab und holen es am nächsten Tag wieder. Ist eigentlich insgesamt angenehmer, als dass man sich alle paar Tage um eine Mini-Wäsche im Auto kümmert. Also eben, die Waschmaschine ist ein Punkt, wo ich sage, es ist ein Komfort, dass man hin und wieder mal waschen kann, aber mit einem großen LKW hat man eigentlich nicht so Mangel an Kleidung, dass man es jetzt unbedingt braucht. Beziehungsweise, wenn ihr die Wahl habt, vielleicht eher dann gleich mit dem Trockner, dass man dann halt auch, wenn es drauf ankommt, mal Handtücher trocknen kann. Also nur eine Wasch-Trockner-Kombination, aber irgendwie gab es die, glaube ich, bei uns damals nicht. So, hier ist wieder was reingekommen von Shona. Vielen herzlichen Dank und von Annika, auch dir besten Dank. Das ist sehr lieb von euch. Also wir haben ihn jetzt vorne begonnen aufzubocken. Mir gefällt das Ganze nicht so, weil wir nirgendwo vernünftig unter den Rahmen kommen. Wir haben jetzt unterm Fangmaul von der Abschleppöse. Ich zeige euch das. Ups. Vorsicht. Wir haben jetzt hier vorne angesetzt. Wo kann ich da die Kamera umdrehen? Sehe nichts. Weil das die einzige Stelle ist, die wir haben. Aber ganz gefallen tut mir das nicht. Es ist sowieso alles da sau riskant, weil wir da halt direkt vom Kühler sind. Aber wir werden es jetzt gleich machen, wie wir das vorher hinten gemacht haben. Wir werden ihn hier hochschießen und dann den Reifen in die Feder drücken und dann untersalzen. Also die Kerle sind jetzt gerade halt Salz holen gefahren. Und ich werde da jetzt einfach ein Auge drauf haben, ob dieses Maul irgendwie sich verformt oder sonst was. Ich hoffe mal, das bleibt jetzt stabil. Aber ganz nicht. So. Liebling, vergiss nicht, was zu trinken. Okay. Gehst du? Bleib mal kurz da. Oder wo willst du hin? Nee, ich will da vorne schauen. Ah, okay. Na gut, wenn der Auto schaut, dann bin ich weiter euer Alleinunterhalter. Wo war ich hier gerade am Lesen? Genau, der Löscheimer. Er lebt nicht in unserem LKW. Einjährige Orientreise, nie eine Waschmaschine gebaut. Es gibt genügend Laundry-Shops unterwegs. Also ich kann das eben mit der Waschmaschine natürlich nur jetzt für unsere Route hier sagen, von Nordamerika bis nach Südamerika. Ich hatte auch noch kein Problem, circa alle 2 Wochen einen Ort zu finden, wo ich waschen kann. Weil man muss ja mal sagen, waschen müssen die Leute ihre Sachen überall auf der Welt. Obwohl, also wir haben schon echt Orte gesehen, wo die Leute Handwäsche betreiben. Richtig arg im Floß oder dass nur so ein Wasserkanal durch die Stadt läuft und da die Frauen stehen und wirklich ganz, also auf einfachste Art und Weise die Sachen waschen und auch klopfen auf Stein und so. Aber nichtsdestotrotz, irgendwo eine Wäscherei haben wir immer gefunden.
Ich weiß nicht, vielleicht sind noch mehr von euch auch schon in Afrika oder Asien unterwegs gewesen. Keine Ahnung, wie es da in der Gegend ist. Aber ich glaube, es ist schon möglich, immer was zu finden. Was wollte ich jetzt noch? Das war im Orient. Wo wart ihr da alle? Wo wart ihr da alle? In welchen Ländern wart ihr da überall gewesen im Orient? Würde mich mal interessiert. Kommt ihr zwischen Feder und Rahmen? Ich weiß es gerade nicht. Ja, da hast recht, wenn da etwas abrutscht, seid ihr zwar draußen, aber steht mit kaputten Kühler. Beim Frontquerträger bzw. am Fangmaul verformt sich sicher nichts. Bist auch eine gute Alleinunterhaltung. Danke, 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 danke. Arthur? Ja, Was ist am Frontquerträger bzw. Fangmaul? ja, am Fangmaul sind wir dran. Er sagt, am Fangmaul sind sie dran. Aber das ist halt nur verschweißt und darum nicht so ganz vertrauenserweckend für mich wie der Rahmen selbst. Er sagt, es ist halt nur verschweißt und von daher nicht so vertrauenserweckend wie der Rahmen selbst. Was sagt ihr dazu? Macht das was aus? Sind die beiden gerade Salz holen oder was? Salz holen, ja. Ja, also unsere beiden Helferlein sind Salz holen gefahren mit ihrem super Auto. Hält 100%. Also Peter Amersdorfer sagt, das Fangmaul, das Geschweißte hält 100%. Ich glaube, wenn Peter Amersdorfer das sagt, dann ist das bestimmt auch so. Sorry, ich mach Witze, ich kenne dich ja gar nicht. Aber wir versuchen doch immer noch unseren Humor zu behalten. Also was ist das? Da. Das ist das Fangmaul. Ich weiß das ja gar nicht. Das da in der Mitte ist das Fangmaul. Ja. Und da kann es aber eigentlich auch nicht groß abrutschen. Ja, abrutschen kann es immer. Aber nicht in Kühler. Wenn er nach hinten irgendwie durchrutscht, der Teufel schläft nicht. Das kann immer was sein. Ja, und was ist, wenn wir irgendwo eine Matte dazwischen klemmen? Also Die den, haben wir da, aber die haben sie jetzt vorher nicht reingenommen. nee, ich meine vor den Kühler eine Matte machen, dass es der Kühler geschützt ist. Wenn der durchfährt, dann fährt der durch deine Matte auch durch. Okay. Also was sagen die anderen außer Peter? Sind die auch der Meinung, dass das hält? Ja, wahrscheinlich wird es schon halten, ja. Aber es ist halt... Sicher ist es halt nicht, ja. Löscheimer sagt, wenn ihr erst versucht aus den Federn zu heben zwischen Achse und Rahmen, dann tut ihr euch leichter, ihn rauszuheben. Ja, aber ich komme momentan nicht unter die Achse. Die Achse sitzt mit den Briden auf. Vilnivo sagt, das Fangmaul wird halten. Wichtiger ist, liegt ein Stück Holz zwischen Wagenheber und Fangmaul. Metall auf Metall rutscht. Ja, wir haben eigentlich so eine Gummimatte, die wir normalerweise zwischenlegen, die da sehr gut ist. Aber dann ist stabiler, beim nächsten Mal, wo sie es runterlassen, lege ich die Matte zwischen. Ja. Ja. Handbremse gezogen, fragt einer. Ja. Kriege ich auch einen Schluck. Weil du es bist. Danke. Aber im Übrigen, weil einer gesagt hat, Bier trinken, nee. Wir sind einfach dahin gefahren, wo wir gestern den anderen LKW befreit haben und wir sehen sie schaufeln. Die machen schon.
Bei den anderen hat es gestern bis 17 und vorgestern auch gleich bis 17 Uhr ungefähr gedauert, bis sie draußen waren. Was ist das? +7, oder? Das wäre Mitternacht bei euch. +6 sind wir nur noch. 23 Uhr. 23, ja schau, das könnte sich ja noch ausgehen für die meisten. Dass ihr dann auch wirklich am Ende dabei seid. Nachdem wir ja über Starlink verbunden sind, das wäre ein gutes Zeichen, wenn dann irgendwann der Livestream aus ist. Wenn wir losfahren, wird irgendwann mal unser Starlink so weit weg sein, dass das iPad filmen kann, außer ich nehme es mit nach drinnen. Klar, nimmst du es mit beim Fahren. Das ist die große Frage, was die Leute eher sehen wollen, wie ich drinnen schwitze Aha. oder von außen, dass man die Karre sieht. Na, stimmt schon, man möchte es sicher von außen sehen, aber dann ist es ja ein gutes Ende. Viel mehr brauchen wir dann ja nicht berichten, als dass wir dann draußen sind. Also wahrscheinlich, wenn dann die Verbindung vom Livestream abbricht, ist die Chance relativ hoch, dass wir draußen sind. Wenn wir nicht wieder versenken. Wie ist denn dann eigentlich unser Plan? Soll ich also sicher kommen die beiden mit einem Quad wieder, oder soll ich mit einem Motorrad dir hinterherkommen? Oder mit den beiden ihr Auto? Ach, ich würde sagen, Motorrad mal hierher und dann fahrt wahrscheinlich das Quad vor, bis wir drüben sind. Nehme ich fast an. Na warum? Wir brauchen eigentlich, wenn ich draußen bleibe und filme, dann kann ja einer von den beiden bei dir mit in den LKW steigen, so wie es gestern mit dem Detlef war. Ja. Und dir den Weg zeigen. Ja, stimmt. Das bedeutet aber auch, wir müssen den wieder hierher zu seinem Auto bringen. Ja, klar. Das heißt, ich fahre dann vielleicht mit dem Detlef mit dem Quad euch hinterher bis zum Stellplatz und er bringt dann den Arbeiter wieder hierher oder so. Ja, aber dann steht unser Motorrad immer noch hier. Ja, das war ja bei den anderen beiden gestern auch so. Dann gehen wir halt morgen zu Fuß her und Ja, holen es. stimmt. Auch wieder wahr. Wir müssen ja morgen dann schauen, dass die diversen Dinge, die hier halt hier bleiben, weil wir sie gewichtstechnisch ausräumen oder ja, weiß ich nicht, was hier halt noch so an Bauwerkzeug, Wagenheber oder irgendwas rumliegt, dass die uns das dann alles bringen. Aber heute haben sie ja sogar gesagt, sie bringen sogar die Ersatzreifen. Und den Preis sollten sie das auch. Das stimmt. Weil hier vorne nichts passiert, ich gehe mal wieder noch zum Strom, damit wir für später besser gewidmet sind. Du kannst mich ja begleiten, wenn du möchtest. Yay, wir haben schon 180 Likes bei 220 Zuschauern. Fehlen nur noch 40. Kann man auch liken, wenn man keinen YouTube-Account hat? Ich glaube nicht. Aha, vielleicht sind das ja Leute, die nicht angemeldet sind. Hey, ist da schon wieder was reingekommen? Ah, das habe ich schon gesehen. Das war die Annika. Gummimatte ist sehr gut, wird hier noch gesagt. Nicht unter die Achse, zwischen Achse und Rahmen, also auf der Achse ansetzen. Auf der Achse zwischen Achse und Rahmen. Hä? Warte. Lösch einmal nicht unter die Achse, zwischen Achse und Rahmen, also auf der Achse ansetzen. Kannst du das nochmal Naja, genauer? aber ich komme ja nicht unter die Achse. An der Achse ansetzen geht nicht. Geht nicht. Unter die Achse komme ich nicht. Und über der Achse ist halt die Blattfeder. Also unterm Rahmen komme ich jetzt auch nicht rein, weil da ist die Blattfeder, das will ich damit sagen. Hilmar fragt, einer der dicken Balken hochkant, vorne quer unter die beiden Rahmenenden halten und dort mit dem Wagenheber drunter gehen, würde vom Platz her nicht gehen, Fragezeichen. Nee, weil sie nicht zwischen die Reifen passen. Und der Länge nach haben wir es drinnen, aber der Balken also ich wollte ja eigentlich unterm Rahmen ansetzen, aber der Holzbalken hängt so schräg nach links. Das heißt, dass der Wagenheber so richtig schön Richtung Kühler steht. Und wenn wir da hochpumpen und der fährt mir ab, dann steht er im Kühler und auf das habe ich keinen Bock. Also momentan ist Fangmaul scheint zu halten. Wir müssen einfach vorsichtig machen, das hilft alles nichts.
Habt ihr Starlink fest verbaut? Ja, haben wir. Gibt es ein Video dazu? Gibt es ein Video dazu, genau. Aber ich kann ja trotzdem erzählen, wir haben seit Anfang USA Starlink, weil ja, wir da einfach oft von gehört haben und bei anderen gesehen haben, dass das gut funktioniert. Und wenn man halt so bedenkt, was man sonst so für SIM-Karten ausgibt und wie nervig das ist, dass man halt dann sonst ständig überall zu einem Walmart oder irgendwelchen WLAN-Stationen gehen muss, um mal Nachrichten zu schreiben oder dann mal ein Video hoch oder runter zu laden oder so, haben wir da ja vor gut einem Jahr gesagt, das lohnt sich für uns. Die Hardware ist eine Einmalinvestition und dann haben wir uns durchgerechnet, dass wenn wir keine Handyverträge, also keine SIM-Karten mehr dann brauchen, dass wir bereit sind für den Unlimited zu zahlen. Und dann sind wir quasi in den USA mit Starlink auf- und abbauen durch die Gegend gereist. Was aber ziemlich nervt. Also besser als nichts. Also viele, die Starlink erstmal haben, sagen, wow, es ist ein Gamechanger. Und Haben wir auch gesagt. das haben wir auch gesagt. Ja, es war wirklich was. Also es gibt ja einfach wahnsinnig viel Unabhängigkeit. Ja, ich kann wann immer ich will eine Karte runterladen fürs Reisen, Fotos für die Familie hochladen, Videos eben Unmengen, selber am Abend einen Film schauen, ohne mir Gedanken zu machen. Ich muss das nicht organisieren. Also es gibt ja einfach viel mehr Freiheiten. Es fällt eine Sache oder in dem Fall eigentlich mehrere Sachen bei der Planung weg, die du sonst beachten musst, wenn du halt beim Internet eingeschränkt bist. Aber wir haben das dann gesehen, dass es Leute gibt, die das aufsägen und fest aufs Dach verbauen. Und dann waren wir so, klingt verlockend, das nicht mehr auf- und abbauen zu müssen. Vor allen Dingen, man hat dann wirklich immer so eine riesen Kiste im Auto stehen. Wir haben den Platz, aber trotzdem, sie ist irgendwie klobig und nimmt irgendwie Platz weg und nervt. Und dann haben wir Ende USA zusammen Holz gekauft, bisschen Plexiglas und die beiden hatten dann einfach auch noch das passende Material dabei, so dass wir dann eine kleine Holzbox gebaut haben, unten den Fuß, also das Starlink aufgeschraubt haben, diesen Motor mit dem Fuß raus und das in so eine wirklich kleine, so hohe Box eingebaut haben. Und da lebt das Starlink jetzt seit Dezember drin. Und das war noch mal ein Gamechanger, also weil nie mehr auf- und abbauen, Internet Tag und Nacht, auch beim Fahren, eben auch beim Fahren. Also ich recherchiere jetzt ganz viel beim Fahren, manchmal telefonieren wir sogar beim Fahren, das klappt wunderbar. Es nimmt keinen Platz weg und Wir hatten ursprünglich den Originalstecker noch gelassen. Der hat jetzt aber bei uns... also vielleicht nur kurz zur Erklärung, wir haben es aufgeschraubt und der Stecker, der sonst durch den Fuß vom Starlink geht, den haben wir gelassen, genauso wie den anderen Stecker und den hatten wir dann bei der Box außerhalb von der Box zusammengesteckt. Genau. Ja. Innerhalb der Box, Entschuldigung. Ja. Und ja, es gibt auch so Kits, die man sich kaufen kann, die sind aber exorbitant teuer. Und unsere Kiste, da hat fast nichts gekostet. Ja. Also wir haben diesen Originalstecker noch gelassen, aber der hatte jetzt bei uns vor kurzem einen Wackler und das scheint wohl häufiger zu passieren, dass diese Stecker einen Wackler haben. Darum hat man dann immer Ausfälle. Und ich habe es jetzt einfach so gemacht, ich habe jetzt das Female-Ende und das Male-Ende abgeschnitten und habe da einfach 2 Ethernet-Stecker dran gecrimpt und die mit so einem Ethernet-Verbunder jetzt innen verbunden. Das heißt, wir haben jetzt dieses weiße Kabel, das aus dem Fuß kommt, geht direkt in das schwarze Kabel, das von außen kommt, über und das funktioniert jetzt problemlos. So, und jetzt kommen die Kerle gerade wieder mit dem Salz. Ja, also wir hatten da, ich weiß nicht, ist jetzt gerade 2-3 Wochen her, da ist immer wieder ausgefallen und deswegen hat der Arthur das jetzt dann einfach verbunden.
Wait, wer ist Detlef? Wer ist Detlef? Detlef ist von Strixa und Tour. Und Gerd, von dem wir noch geredet haben, der ist von Manfred on Tour. Mal andere Frage. Denen ihre Balken sehen aus wie von früher von Bahnlinien. Dann wisst ihr, warum kein Zug fährt. Nur Spaß. Starlink ist jetzt hier in Deutschland billiger pro Monat als Festnetz DSL. Wirklich? Ja, mir kommt vor, in Deutschland ist vieles noch recht, also Internet und auch Handyverträge ziemlich teuer, wenn ich manchmal so höre, im Vergleich zum Beispiel, was wir aus der Schweiz kennen, dass das Internet super schnell und gut und verhältnismäßig auch günstig, auch Handyverträge haben wir da richtig verhältnismäßig günstige gehabt. 250 im Monat zahlen wir nicht, nein. Wir haben trotzdem jetzt noch eine Lokalvariante, momentan eine chilenische und zahlen, glaube ich, $50-60 im Monat. Genau, ein Mobile Regional Abo, heißt das so. Global braucht kein Mensch. Liebe Grüße aus Bitburg, liebe Grüße zurück. Na, dann muss ich mir das Video mal suchen. Genau, das. Aber holt euch keine SIM-Karte mehr, wenn ihr zu Fuß oder... Nein, machen wir nicht. Also wir haben wirklich, seit wir Starlink haben, keine SIM-Karte mehr gebraucht. Wir sind meistens mit unserem Fahrzeug unterwegs und in der Nähe von unserem Fahrzeug. Das weiteste, was wir uns entfernen, ist, wenn wir wandern gehen. Gut, jetzt kann sich jeder fragen, wie viel Empfang hat man in Südamerika in den Bergen beim Wandern beim Handy. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Karten laden wir runter dann. Also das mache ich auch in Europa eben weg im Empfang, weil der nicht immer so ideal ist, dass ich eine Karte habe, dass ich weiß, wo ich bin. Drittens nehmen wir ein Garmin Inreach. Damit können wir für den Notfall, wenn uns was passieren würde, immer einen Notruf absenden. Und ähnliches auch in der Stadt. Ich lade mir auch da vorher Karten runter. In der Stadt hat man ja auch immer WLAN in einem Café, wenn man es dann bräuchte. Aber eigentlich brauchen wir in der Stadt kein WLAN. Wir schauen uns dann die Stadt an. Das Einzige, wofür man es vielleicht braucht, wenn man jetzt ein Uber rufen wollte mal, kann man aber auch einfach so ein Taxi nehmen. Aber ja, da gibt es dann in den großen Städten auch WLAN, so dass wir das noch nie gebraucht haben. Und im schlimmsten Fall hatten wir vorher so eSIMs. Da gibt es so eine App, die heißt, ohne Werbung machen zu wollen, aber das haben wir einfach verwendet, Mobimeta. Da kann man halt einfach dann sagen, okay, ich bin gerade in dem und dem Land, zeig mir mal an, was gibt es für Daten, um welchen Preis, und entweder dann vor das beste Daten-Preis-Verhältnis oder du sagst, hey, ich brauche gerade nur 3 GB für 5 €, dann kann man die auch relativ schnell mit dieser App laden. Also das ist dann ein anderer Kontinent als Nordamerika, ja. Wir haben in Nordamerika, also wir hatten das Starlink sogar in Österreich gekauft und normal diese noch ältere lokale Variante gehabt ganz am Anfang. Und am Anfang waren sie beim Starlink nicht so streng, sage ich mal. Da haben sie auch erlaubt, dass man 2 Monate oder länger auf einem anderen Kontinent ist, ohne dass es Probleme gab. Ja, bei uns waren es nun wirklich dann länger als 2 Monate, aber ich glaube, da haben sie sich selber noch so in einer, ich will nicht sagen Findungsphase befunden, aber da war es noch nicht ganz so klar geregelt. Und für uns hat es genau gepasst, dass die Nachricht wegen, hey, ihr befindet euch nicht auf dem Kontinent, wo ihr ja gemeldet seid, erst in Panama kam. Also kurz bevor wir auch dann nach Südamerika gewechselt sind. Und dann haben wir es entweder, ich weiß gar nicht mehr, ja, für ein paar Wochen abgedreht gehabt, weil wir sind dann kurz heimgeflogen zu unserer Familie und haben dann aber dafür gesorgt, dass wir unsere Serviceadresse oder ich weiß nicht, die Serviceadresse oder generell unser Starlink quasi an ein
Chilen verkauft haben. An uns als Chilen mit einer chilenischen Adresse. In Chile neu gestartet, seit wir in Kolumbien sind. So läuft das und deswegen zahlen wir nur 50, 60 Dollar. Ich weiß nicht genau, was der chilenische Preis ist. Arthur zahlt was. Also wir zahlen zusammen, aber er sorgt dafür, dass das Geld fließt. So, ich gehe noch mal kurz nach vorne schauen mit euch. Ich glaube, die haben zwar Salz geholt, aber nicht genug. Also so viel sie halt bekommen haben, aber das dauert, glaube ich, jetzt wird ein paar Runden dauern. Oder wie ist der Stand? Sie haben jetzt einiges geholt. Aha, ihr macht jetzt die Mitte voll, ja. Wird jetzt mal Salz für die Mitte geholt, Schatz. Wird jetzt mal Salz für die Mitte geholt, quasi. Ja. Wir haben schon 479 Franken zusammen. Ist das nicht Wahnsinn? Alter. Ihr seid ja echt krass. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Die Luft ist echt dünn. Also wir haben uns ja die letzten Wochen schon an die Höhe gewöhnt und merken es auf jeden Fall nicht mehr so sehr wie am Anfang. Aber wenn man sich körperlich betätigt, auch während der körperlichen Betätigung ist es immer noch so recht also wenig zu bemerken. Aber wenn man dann aufhört, dann ist so, oh, mein Körper fehlt jetzt gerade an Sauerstoff und dann ist immer so schnaufen, 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 schnaufen. Ich habe manchmal sogar Probleme schon gehabt, wenn ich die Voice-Overs für die Videos mache. Ich muss wirklich manchmal, also heute kann ich scheinbar sehr gut labern, habe keine Luftprobleme, aber wenn man dann sowas aufgeschriebenes, vernünftig, konnotiert und ordentlich sprechen will, dann schnaufe ich immer nach jedem Satz. Hey, im Übrigen, wir haben es geschafft, die Likes haben die Teilnehmer überstiegen. 212 Likes bei 201 Zuschauern. Vielen Dank für die vielen Daumen hoch. Soll auch erwähnt sein. Wir sind zu Hause gefahren. Immer was zum Trinken. Die Flasche ist fast leer. Darf ich die auffüllen gehen oder ist gerade wieder schlecht? Also trink mal den Schluck, der noch Nee, da soll ist. nicht gehen. Aber Nicht zu viel. Okay. schau mal, da hinten kannst du mal noch leer trinken und dann. Warum nimmt Arthur keine Schaufel? Ich glaube, ich weiß nicht, die beiden Jungs haben auch immer das Salz mit dem
Stocken da nach unten Ja, du willst gedrückt. das ja unter die Reifen reinbringen. Mit der Schaufel. Kommst du nicht so weit. Wie viel Strom hat er jetzt? Wie viel Strom? 13, also wir Konstant schlecht. Wir hängen noch so am unteren Limit. Betrieb um ein Jahr verlängern, ja. Schön wär's bei den Wucherpreisen hier für den Bergetrupp. Für ein paar Holzlatten, die man sich ausborgt. Naja, haben wir hier schon genug geärgert, das ist jetzt wie es ist. Geh mal kurz, bin ja wieder da. Mach weg. Ja. Tom Jones, nee. Wir haben vorgestern schon einen Livestream gemacht. Da haben wir das alles erklärt. Der ist auch, glaube ich, nicht so lange, wie das jetzt zu dem Ganzen gekommen ist. Aber es gibt keine anderen Möglichkeiten, als irgendwie mit dem Holz, das die haben, das zu unterbauen, mit dem Wagenheber hochzudrücken und ja, dann halt einfach unten Salz reinzukippen, das die Löcher auffüllen und dann irgendwie schauen, dass wir rauskommen. Grüße zurück in die Ecke-Puppe. Warte, da war noch. Kosten wird? Ja, ein Tausi. Und für ein paar Holzlatten. Ja, das von China habe ich tatsächlich auch gehört. Du kannst, also die haben ja so ein Faible für so österreichische Dörfer. Allen voran Hallein, glaube ich. Die haben ja ganz Hallein nachgebaut. Und irgendjemand war so klug und hat einfach Hallein-Luft in so Flaschen abgepackt und die in China verkauft. It ain't stupid if it works. Ihr seid nach Kolumbien mit der Fähre gefahren. Wie lange kann man da auf der Fähre mitfahren? Nein, auf der Fähre kannst du nicht mitfahren. Die Fähre an sich geht einen Tag. Aber das ganze Verschiffen hat bei uns 4 Wochen gedauert, weil die einfach Katastrophe waren. Also das Hallstatt, danke Peter, nicht Hallein. Hallstatt, vollkommen richtig. Ja, du hast recht, es ist das Geld wert, weil die Alternative ist, dass wir da jetzt hier in der U-Juni Meldeadresse anmelden. Und das ist auch wenn es schön ist, nicht unbedingt so das Ziel. Ob man das Salz merkt, ja, Tatsache. Luftfeuchtigkeit ist ziemlich gering hier. Wir haben so 15-20%. Das merkst du total in der Nacht gerade, dass man unfassbar trockenen Mund hat. Also ja, Trinken ist hier, wird hier groß geschrieben. Wasser, wohlgemerkt. Bier, wenn wir draußen sind. Ja, aber man merkt die Höhe und man merkt das Salz. Das ist schon so, ja. Prise Salz aus der U-Juni würde ich auch nehmen. Ja, vielleicht findet man noch Platz in der Staubox. Dann wären wir nicht China-Millionäre, sondern U-Juni-Millionäre. Das wäre doch schön, ha? So, wo sind die Jungs? Ja, wahrscheinlich können wir die Kerle beauftragen, dass sie uns Säckchen füllen. Nur das Säckchen füllen wird wahrscheinlich bei denen auch pro Sack ein Tausi kosten. Wahrscheinlich blöde Frage, kann ich euch was spenden? Um ehrlich zu sein, ich weiß es gar nicht so genau. Du müsstest da, vielleicht kann da jemand anderer aushelfen, der schon was geschickt hat. Du kannst irgendwo hier auf Superchat drücken und ich glaube, du musst halt irgendwie dein Google-Konto mit Kreditkarte verbunden haben.
Dann kannst du so über YouTube was schicken. Für uns am besten, wenn du das benutzt, wäre Bitcoin. QR-Code für Bitcoin On-Chain und Bitcoin Lightning haben wir auf unserer Homepage oder auch beim Abspann von jedem Video drin. Richtig, und das Problem ist halt, über YouTube zahlt man halt viele Gebühren. Ja. Das ist leider das Problem, dass sich YouTube da viel einbehält. Deswegen finden wir ja auch die Variante mit Bitcoin so schön, weil das kommt halt immer genau bei den Leuten dann an, die auch diese Videos machen. Ja, ich habe schon mehrfach gesagt, ich bin ein großer Fan davon. Gibt da auch auf unserer Homepage unter Support Us ein bisschen mehr Infos, falls irgendjemand sich dafür interessiert, weil er schon mal über Bitcoin gehört hat und sich aber noch nicht beschäftigt hat. Da haben wir 3 Videos, die ich ganz cool finde für den Start. Nur so viel sei gesagt, ich bin ein großer Fan. Ich glaube, es ist die Zukunft und es ist auch sehr gut, dass es die Zukunft ist, weil wenn man sich Länder anschaut wie Argentinien gerade, wo die Leute einfach null sparen können, weil sie ja 140%ige Inflation haben und die Banken ihnen verbieten, dass sie mehr als $50 in Dollar auf ihrem Bankkonto haben. Also du bist dort hoffnungslos dem Missmanagement des Staates ausgesetzt. Du kannst dort nichts machen, du kannst dort nicht sparen, du kannst nicht außer Land gehen mit deinem Geld oder deinem Gold. Das hat man in Venezuela zum Beispiel, wo die Leute halt das Land nicht verlassen konnten mit dem, was sie hatten. Tja, mit Bitcoin geht das halt. Ja. Weil wenn du dir 12 Wörter auswendig merken kannst, kannst du damit über jede Grenze gehen und das kann dir keiner wegnehmen. Und gerade für so wackelnde Länder ist halt das einfach so ein Ausweg. Ja. Bei uns, wenn man in Europa und in Nordamerika aufwächst, versteht man, nicht notwendig ist. Ja, wir haben SEPA-Überweisungen, die uns nichts kosten. Wir haben Banken, die uns nichts kosten. Ja, aber wir wohnen halt in so einer Blase, wo halt die Banken sind, die das ganze Geld aus den anderen ärmeren Regionen halt bündeln. Und deswegen kostet es uns halt nichts. Aber wenn jemand halt in Guatemala $35 braucht, um ein Bankkonto zu eröffnen und die halt einfach nicht hat, dann darf der jedes Mal, wenn er seiner Oma im nächsten Dorf Geld schicken will, darf der jedes Mal zu Western Union rennen und die kassieren sich 7% von seiner Transaktion ein. Geil. Also schön noch die Ärmsten der Armen ausnutzen. Also ich könnte mich stundenlang über Banken aufregen. Ich kann nur sagen, ich bin 100%ig überzeugt, Bitcoin ist die Zukunft und das ist verdammt gut so, weil dieses globale Gefälle von wegen A, was Banken betrifft und B, was einfach Anteil an einer globalen Wirtschaft betrifft, ist es einfach, haben wir zurzeit noch so ein hartes Gefälle und das wird so weggeebnet werden und das ist so schön zu sehen, dass das alles über Bitcoin möglich ist. Und was auch immer ihr gehört habt über Bitcoin ist schlecht für die Umwelt, vergesst es. Ja? Bestes Beispiel, ich sage es auch immer wieder, wie viele Windkraftwerke haben wir in Norddeutschland, die während des Tages, weil wir da genügend Solar reinbekommen, einfach abgeschaltet werden. Die könnte man laufen lassen, damit Strom produzieren, damit Bitcoin meinen und durch den gemeinten Wert, den wir daraus kreieren, könnten wir die erneuerbaren Energien ausbauen, wir könnten die Energiekosten für die Bevölkerung senken. Es gibt so viele schöne Dinge, die man mit Bitcoin machen kann, wenn man ein bisschen hinter die Fassade schaut, die uns teilweise einfach von den Medien so vorgespielt wird, weil die Medien werden auch von irgendwem finanziert und die Leute, die die Medien finanzieren, werden nicht selten von Banken finanziert. Und jetzt höre ich schon wieder auf, über Bitcoin zu reden. Ich kann stundenlang darüber sprechen. Es ist ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und ich kann nur jedem sagen, da kam eine Frage zu Bitcoin. Jederzeit gerne. Gebt mir eine Sekunde. Wo finde ich die BTC-Adresse? Also wir haben jeden Video im Abspann findest du ein QR zu On-Chain und ein QR zu Lightning.
Habt ihr also Hardware-Wallet? Ja, unbedingt Hardware-Wallet. Bitbox ist gut. Ich habe mehrere. Bei mir landet im Cold Storage alles auf einer Cold Card. Genau, es ist schwer zu verstehen mit Europäern, muss man nur mit Griechen oder Türken unterhalten, die das in den letzten Jahren schon öfter mitgemacht haben. Genau. Wenn man sich den Bitcoin-Chart im Vergleich zum Euro oder Dollar anschaut, schaut der ganz, ganz anders aus, wie wenn man ihn zum Beispiel mit dem türkischen Lira oder mit den argentinischen Peso verbindet. Ja, also die sind schon, der ist ja schon längst wieder auf dem Höchststand. Besser, wenn ihr Geld über Western Union abhebt. Oder ihr wechselt schwarzes Geld. Ja, Western Union ist momentan die einzige Lösung in Argentinien, bis auf die Orte, wo ich mit Bitcoin zahlen kann. Und ich werde dort jeden fragen, ob er Bitcoin nimmt, und das nehmen dort auch viele mittlerweile an. Oh, okay Judith, ich habe heute überbackenen Blumenkohl mit einer schönen Käsesoße gemacht. Klingt geil. Sven, einzahlen und senden 7% Gebühren. Es gibt zum Beispiel Coinbase, da zahlst du je nach Volumen 1%, über Binance zahlst du 0,1%. Es gibt Anbieter, die relativ günstig das machen. Wie siehst du es mit Geldwäsche über Bitcoin? Bessere Frage. Also Leute, die Geld waschen wollen, die machen das nicht über Bitcoin, sondern die machen das über Banken, die irgendwo in den Caymans sitzen, wie sie es schon immer gemacht haben, weil das am einfachsten ist. Punkt A. Punkt B. Hört man ja auch viel, dass Kriminelle Bitcoin benutzen. Gibt es tausende Studien, dass das ein kompletter Blödsinn ist. Ist auch ein Blödsinn, wenn man sich rein die Logik betrachtet, weil wenn ich dir jetzt Drogen abkaufen will, ja, würde ich dir doch eher... Wir haben zwei Optionen. Ich kaufe dir Drogen ab mit Bargeld. Pass auf, sonst wird das Video gesperrt. Oder ich kaufe dir Drogen ab mit Bargeld und wir schreiben auf, dass ich dir Drogen abgekauft habe. Was würden wir eher wählen? Also dieses Konzept, dass jemand Illegales betreibt mit etwas, wo alles niedergeschrieben wird, wer wem was zahlt, ist ein kompletter Schwachsinn. Es gibt andere Währungen, die anonymer sind, die vielleicht im Darknet heutzutage verwendet werden, Monero etc. Aber mit Bitcoin vergiss es. Ja, macht kein vernünftiger Mensch. Kuni, vielen, vielen herzlichen Dank auch an dich für die Unterstützung. Ja. Warte mal. Die sind lächerlich im Vergleich zu etablierten Banken. Richtig, ja. Ich meine, für uns ist es noch teuer im Verhältnis zu einer Bank, wo ich halt keine Gebühren zahle, aber halt an anderen Regionen der Welt, und um die geht es hier bei Bitcoin. Und bei Bitcoin geht es nicht, Bitcoin ist kein Investment, auch wenn es bei uns so gesehen wird. Bitcoin ist ein Ausweg aus diesen korrupten und kaputten Systemen, die auf in vielen Orten der Welt existieren. Ja. 1,5 Milliarden Menschen, die ein funktionierendes Bankensystem haben. Damit sind wir in Nordamerika vielleicht, also wir in Europa, in Nordamerika und vielleicht noch in Australien gemeint. Der Rest der Welt hat entweder keinen Zugang zu einer Bank oder einen schlechten Zugang zu der Bank, und die Leute müssen 2 Stunden mit dem Bus in irgendeinen Ort fahren, um ihre Rechnungen zu bezahlen, was sie mit Bitcoin von überall machen können. Um diese Menschen geht es hier. Ja. Es ist bei uns, wird es als Investment gesehen, und das kann man so machen, ja. Aber das ist nicht das ist so die oberste Schicht von Bitcoin. Je mehr man sich damit beschäftigt und je tiefer man eintaucht, desto mehr geht so eine Möglichkeit auf, also geht so ein Ding auf, was damit alles möglich ist. Bis hin zu, ich meine, nehmen wir her den Russlandkrieg oder den Ukraine-Krieg gerade. Wie wird der finanziert? Russland und die USA drucken Geld. Ja? Mit dem Geld, das die USA drucken, wird der Rüstungskomplex in den USA unterstützt, und die Leute bekommen Geld, und im Endeffekt zahlt es der Steuerzahler. Was passiert, wenn Russland und die USA kein Geld mehr drucken könnten? Dann passiert das, was wir vor 500 Jahren hatten. Der König oder Kaiser Putin, muss zu seinem Volk gehen und sagen, ich erhöhe jetzt die Steuern, weil wir müssen uns einen Krieg gegen die Ukraine leisten können. Dann wird das Volk sagen, das machen wir aber lieber nicht. Und dann ist halt Sense mit Krieg. Ja? Also ein Beispiel, was passieren würde, wenn wir auf einem
monetären Standard leben würden, wie wir es mal gemacht haben mit Gold, wie wir es nicht mehr tun seit spätestens 1971, wo halt einfach Geld aus dem Nichts kreiert wird, ohne Gegenwert mehr. Ja, BRICS-Staaten kommen vom Dollar weg, genau aus dem Grund. Die Frage ist halt, was wird sich auf lange Frist als globale Reservewährung etablieren? Ein Yuan, ich glaube es nicht. Ein Euro, ich glaube es nicht. Ein Franken, ich glaube es nicht. Ich glaube, die Zukunft gibt nur irgendein staatenunabhängiges System, wo wir wieder bei dem Punkt sind. So, ich höre jetzt auf, über Bitcoin zu reden. Ich könnte Tage und Wochen lang darüber sprechen. Du kannst dich ja in unser Guatemala Bitcoin Lake Folge, da kannst du ja mal ein bisschen es kommt eine mehr. Folge, wo wir in Guatemala am Lago Bitcoin waren. Und da haben wir so ein paar Leute getroffen, die das Projekt auch vorstellen, was sie da machen, was super cool ist, also wirklich cool. Da haben sie über Spenden so Bitcoin-Miner hingestellt, haben sich einen 40 Jahre alten Dieselmotor betrieben, den sie mit altem Speiseöl betreiben dort. Das Speiseöl haben sie früher in den See gekippt, jetzt wird es in den alten Dieselmotor gekippt, der betreibt die Bitcoin-Miner. Die Bitcoin-Miner meinen Bitcoin. Von dem, was dort entsteht, produzieren sie Merch, verkaufen den und von dem Wert, den sie über den Merch hereinbekommen, finanzieren sie dort Schulbildung. Geiles System. So, Salz wird geliefert. So, Salzlieferung Möchtest du kommt. noch da ein Stück Käse Warte essen? mal kurz, ich glaube, Detlef hat gerade noch was geschrieben. Denkst du bitte an meinen schwarzen Unterlegklotz? Wo ist der? An welchen meinst du jetzt genau? Achso, diesen kleinen viereckigen. An was soll ich da denken? Schreib mal rein, Detlef. Dass man mitnehmen wahrscheinlich. Aber ich habe gedacht, die bringen uns ja dann eh alles nach, oder? Ich glaube auch. Aber wir haben ein Auge drauf oder wir schauen, dass wir zumindest Sachen, die uns gehören, von deren Sachen separieren nachher. Grüß dich, Manuel. So, die Salzkarre kommt wieder. Das Salz schon hart. Jetzt steht alles im Weg. Passt schon. Hast du den Leuten eigentlich schon die Karre gezeigt, mal vernünftig? Habe ich schon, ja. Toyota ist, wenn es trotzdem fährt, gell? Sagt Arte, genau, ist ein Toyota. Dieses der Hilfswagen. So. Dann nehme ich euch da mal wieder mit hin. Weil mittlerweile weiß ich schon gar nicht mehr, was ich euch selber erzählen soll. Und außerdem wollt ihr ja auch beim Geschehen dabei sein. Nicht vergessen, nach das Auto waschen. Natürlich nicht. Das machen wir auf jeden Fall. Haben noch nicht alle gesehen, die Karre. Na gut. Tada! Da ist das schönste Auto, was ich je gesehen habe. Das kaputteste fahrende Auto, würde ich sagen. Na, Kofferraum. Der Ast ist wichtig, den sie da haben. Sonst wird Arbeiten schwierig. Der wird mal kurz abgestellt. Ich muss dann nämlich mal ein bisschen Zeug aus dem Weg räumen.
Ah, Los reconos, tú sacas. Los sacas todo y lo bajarás. Lo vas a coser. no, aquí no. No moveremos. Ponle neutro. Sie positionieren schon mal für später. Also, weiter geht's. So sieht's von hinten aus. Kleiner Blick nach drin. Ja, ein spannendes Gefährt auf jeden Fall. Der Beifahrersitz sieht gemütlich aus. Auch schon Salz zerfressen. Ein Stückchen Melone fahren da die ganze Zeit mit sich rum. Creo que el grueso lo puedes meter ahí. So, da. Ya, retirarle el choco a Néstor. A los dos lados lo voy a hacer pasar. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. FettCM, Bitcoin-Spende ist raus. Dann sage ich auch hier schon mal auf diesem Wege vielen, vielen Dank. Nicht, dass der LKW drauf fällt, dann ist der Toyota kaputt. Genau. Ya, ahí es le morder. A su madre. ¿Da? ¿Llega? ¿Así? Un poquito más no se puede levantar. Sí, pues. Ya, ron, amigo.
despacio. Si lo sacamos todo. Ese es el rato. Como es el cuadradito del turista de aquí, aquí, a nuestro amigo. Mi amigo, Luis Torreira. Also, nur, dass ich halt auch ein bisschen mehr aus der Nähe sehen. Den Wagenheber angebracht. así. Pero se irán levantando estos.
pasado harto? Sin taquear. Sin taquear nomás. Lo bajaremos y sobre este chocos que se alinee. Ahora, necesito un verga, no sé. No, más por eso. No me dejes. Pasamos eso. ¿Listo? Muelle. Muy gruesito, sí. Más aquí. Lo descansamos y lo metemos 2 durmientes, aquellos. 2, y sobre ese, esto, si alcanza. Si no, ese no. Vas a correr. Pero es más adelante. Pero no. ¿Por qué no ahora aquí? Primero uno más aquí, después ese. Ya. Listo. Oh, no, stop. Esto les tiene que hundir. Listo. No problema. Un choco nomás le colocaremos ahí. No, los durmientes los pondremos Después vamos a de una vez. Más Por ahí está. va a entrar. ¿Ah? Por ahí no va a entrar. Pero con chocos, pues. Es 2 chocos y ese plano lo vas a No, meter. levantaremos nomás, porque mira, está. Vamos a hacer. Mira, está entrando. Pues tiene que entrar siempre, pues en este está ahorita sosteniendo a nada. Pero a veces me llamamos por todo. Lo mismo que levantar. No es lo mismo. Lo mismo pasa. Pero no, pues aquel plano vamos a poner el plástico encima para levantar. Más alto para levantar ya no nos va a dar, pues. Es lo que Ahora le va a hundir, pues le va a mover, pues estaba bien, no sé. igual vamos a cuñar, pues. ¿Cómo vas a poner dos? Pero primero vamos a poner uno y vamos a ver. Sanar todo problema. La flojera es lo que es hablar. No es flojera, aquí está difícil. Pero, tiene que hundirle siempre. Ahora, una manera y meterle de ese calibre. ¿Cuál será? Pues, ¿qué vamos a hacer? Mira. Ya. Espera.
Yo, compadre. Chuma. Con ese ahora vamos a taquear. Claro, pues. Con el saco. Ahí está. Ahora voy a levantar. Eso está equilibrado. Ajá. Hay que levantar la gata. No soy capaz de levantar. No, no es levantar. Na, wie geht's? Ah, gut. Ja. Noch so lange nicht mehr. Darstellen, als wenn Sorry Leute, Verbindung war kurz weg. Hab's nicht gesehen, aber es geht weiter. Mascate, mascate!
So, und ich nutze die Salzruhepause mal wieder für den Strom, für den richtigen Strom da hinten, und lese mir mal wieder eure Kommentare durch. Schwuppdiwupp. Es wird nur, vorhin hatte ich hier noch so ein schönes Schattenplatz. Jetzt wird es immer sonniger und das macht das immer mit dem Bildschirm immer noch eine Ecke schwieriger. Schokolade in der Sonne. Ich wollte eigentlich, dass der Atem mal ein paar Kalorien zu sich nimmt, deswegen hatte ich die Schokolade rausgeholt. Die Reserve-Schokolade. So, wo bin ich denn vorhin stehen geblieben? Ach Gott.
Genau, die Salzkruste ist einige Zentimeter dick. Darunter ist weicher Schlick. Drüber fahren scheint zu funktionieren, aber stecken bleibt ja, dann klebt sich der Schlick so richtig schön an die Reifen fest. Es wäre unglaublich wichtig, dass mehr Menschen Bitcoin verstehen. Ja, finden wir auch so. Gibt auch eben ein paar gute, können das auch echt gut schon, machen da ganz gute Blogs dazu, können das ganz gut erklären. Ich habe auch lange gebraucht, um mich mit dem Thema anzufreunden. Ich habe dann der Bitcoin Standard gelesen. Da geht es nämlich gar nicht so viel um Bitcoin, sondern eher mehr um Fiat-Geld, aber um die ganze Geschichte. Aber das hat mich echt viel gelehrt zu verstehen, so einfach vom Grundansatz. Ja, und mich dann immer mehr in das gebracht. Das wird sicher eines eurer längsten Livestreams. Ja, wir sind bei 306 Minuten mittlerweile. Hätten wir nie gedacht, dass wir sowas mal machen. Aber ja, warum nicht? Warum nicht? Er braucht schon ein zweites Rücklicht. Die auf jeden Fall. Rücklicht wird hier in der Wüste überbewertet. Ralf Flörop, vielen Dank für die Unterstützung. Ist sowas nicht auch lebensgefährlich, so ein Ding auszugraben, wenn man nicht genau weiß, was man tut? Was sind eure Meinungen? Also ich glaube, wir sind nicht so schräg gestanden, dass Gefahr war, dass er LKW gibt. Das Gefährlichste, was so passieren kann, ist, wenn er vom Wagenheber abrutscht. Aber dafür sorgt man dann eben eigentlich immer dafür, dass man Holz nachstapelt, dass er dann jetzt nicht voll abrutscht, sondern dann immer auf was Fixierten sich eigentlich noch hält. Ja, fehlt nur noch der Propeller beim Auto, ja. Mein Sohn möchte sein erstes Auto. Ich habe ihm eben gezeigt, welches es werden könnte. Der Toyota oder welcher? Nein, wir waren nicht nach Hause gelaufen. Einfach hinten im Auto noch ein paar Sachen zusammengeräumt. Warum müssen die Salz mitbringen? Liegt doch so viel davon rum. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann. Es ist unmöglich, diese harte Kruste. Das ist, also eben, die oberste Schicht ist ja total hart. Und man kann die mit einem Pickel aufschlagen. Wir haben auch einen Pickel dabei. Das haben sie, glaube ich, auch am ersten Tag gemacht, als sie Manfred und Tour ausgegraben haben. Da sind sie, glaube ich, haben sogar Manfred selber neben ihrem Auto mit einem Pickel gearbeitet, um da Salz locker zu kriegen. Nachdem jetzt aber wir schon 2 Stellen hatten, wo eben die Manfreds ausgegraben wurden und die Strixas ausgegraben wurden, ist da halt schon Salz jetzt vorhanden, was weich ist. Und jetzt fahren sie halt immer zu den anderen Ausgrabestellen, das Salz von da holen, damit wir das jetzt hier runter unter unsere Reifen bringen, weil eben, wie gesagt, das hier direkt neben uns, das würde viel mehr Arbeit kosten, das weich zu kriegen. Und haben sie immer ihre Säcke dabei und die füllen sie dann ganz einfach, füllen ihre Säcke und bringen die her. Ja, ich möchte den Toyota kaufen, könnt ihr was aushandeln? Vielleicht ist der in unseren 1000, die wir zahlen, inklusive. Nein, aber viel wert kann der eigentlich nicht mehr sein. Ja, wir werden alle Sandbleche unterlegen, die wir haben beim Rausfahren. Ich glaube, wir haben 4 Sandbleche dabei, die legen sie jetzt mal prinzipiell unter unsere Reifen. Und wir haben auch noch jeweils 2 Sandbleche von Manfreds und Strixas da. Die werden wir dann wie als Spur Wahrscheinlich, eben mit hinlegen. Aber ja, dann ist halt Schluss. Dann muss er rollen. Ja. Wobei ich mich gerade frage, ob man nicht an der Stelle, wo du stehen bleibst, um umzudrehen, da kannst du nicht gut drauf fahren, gell?
Ich gerade überlegt, ob man da Muss dorthin, zwei, nein, ich habe es mir auch schon gedacht, aber ich glaube Einfach. nicht, dass es so dann verfehlt man die wieder. funktioniert. Genau, dann sinkst du, klappt er mir wieder ein und dann. Ah, ja, blöd. War jetzt nur so ein Gedanke gewesen Oh, da haben wir noch Salz. für die Umdrehstelle. Wird klappen, bestimmt. Sorry, Verbindung war weg, aber ich habe auch nichts erzählt, oder? Passiert auch gerade nicht viel. Ihr könnt mich ja noch ein bisschen unterhalten. Könnt dann doch gar nicht anhalten, bringen euch die Ausgeber die Bleche hinterher. Ja, also eigentlich ist, wenn ich sie heute richtig verstanden habe, sorgen sie zumindest dafür, dass die Sachen, die wir hier lassen, morgen aus der Wüste rauskommen. Also auch Ersatzreifen oder schwere Dinge, die wir aus dem Auto rausräumen, wollen sie spätestens morgen nachbringen. Bei den Sandblechen weiß ich es nicht genau. Da war es bisher so, dass der Detlef von den Strixer, der hat ja einen Quad und bisher hat er nach jeder Ausgrabung die Sandbleche mit einem Quad von A nach B gebracht. Vielleicht holt er sie auch wieder ab, aber vielleicht bringen uns die auch mit dem Auto oder morgen eben mit einem, was hatten sie gesagt, irgendein Fahrzeug wollen sie morgen für die Reifen, Muldenkipper oder sowas. Muldenkipper für die Reifen organisieren. Genau. Aber wir sind schon echt weit. Noch nicht mal 2. Die haben noch nicht mal ihre richtige Mittagspause eingefordert. Ja, stimmt. Hast du keinen Hunger? Willst du nicht noch was von dem Käse essen wenigstens? Ich hatte den da wieder reingelegt. Ich hatte zwar auch eine Schokolade für dich rausgelegt, aber die habe ich in der Sonne vergessen. Ja, nix los da gerade. Otto isst einen Käse. Seine ersten Kalorien heute, ha? Kaffee. Kaffee. Ich könnte dir einen zweiten Kaffee kochen. Ach, ist erstmal noch gut. Ist gut. Ja, irgendwie. Man ist so unter, ja, schon irgendwie unter Spannung, dass man gar nicht so richtig Appetit hat. Obwohl man eigentlich Energie braucht. Aber es ging uns die letzten Tage auch schon irgendwie so.
sich der Ausflug in die Wüste, abgesehen von der aktuellen Situation, dann gelohnt. Definitiv. Also die Sala de Uyuni ist, finde ich, ein richtig, richtig cooler Ort. Sehr speziell. Und am Großteil, da kann man ja auch einfach durchpreschen, ohne dass man sich Sorgen machen muss, wissen wir jetzt. Aber halt nicht überall, wie wir gelernt haben. Nein, das ist einfach mega cool. Du fährst das Auto, kannst das Lenkrad loslassen, wenn du willst. Und einfach diese Weiten, die sind einfach mega beeindruckend. Ich kann schon nicht mehr reden, was alles Salz ist. Hat Spaß gemacht, sind wir beide durchgefahren, haben auch ganz verlustige Videos gemacht, aber die heben wir uns noch für später auf quasi. Aber ist ja eh auch so hier so ein klassisches Ding, dass auch die Leute sehr viel so perspektivische Fotos auch machen. Das eignet sich ja hier bestens dafür. Ja, nein, also wenn man hier ist, finde ich, soll man unbedingt machen. Das ist ein richtig cooler Ort. Das kannst nicht machen, den guten Käse oder mit Schoko belohnen, nachdem ihr euch festgefahren habt, Brot und Wasser für 2 Tage. Ich muss ehrlich sagen, so gut ist der Käse nicht oder die Schoko. Was hältst du denn eigentlich davon, wenn wir das Motorrad runternehmen? Können wir machen. Magst du mal why do they fear the truck is not capable of driving out now? Because there's still too little salt. We need more salt that needs to be compressed so that it doesn't sink again. If we started to drive now, we'd just be sinking into the uncompressed salt right now. Ja, Motorrad runternehmen, warum nicht? Ist gerade genug. Ja. Und wir haben Zeit. Und wir haben Zeit. Also. Dann nehme ich mir aber vielleicht den aus dem Schraubenzieher raus, den Piratchen. Weißt du, was ich da für eine Nuss für brauche? Zu groß. Nee, ja. Doch, ich habe einen. Habe ich mir extra dann den zweiten mitgenommen. Irgendwie fehlt uns eine 20er Nuss. Ja. Dieses Ding Genau, war ja. Oder blöde Frage, ist das die ich da drauf habe? Mach schnell.
solo esto, amigo. Si se planta. Gracias por la moto, amigo. Amigo, jetzt zerklebert. Jetzt noch ein bisschen mehr. Amigo. Vamos. Ich mach schon das. Ich glaube, sie brauchen Motor. Nein, ist Ach so. Okay.
Deswegen tut mir da fast nichts. Dann ist es jetzt so. Also, ich scroll da mal rauf und schau mal, was ihr da so geschrieben habt. Ja, Schlagschrauber wäre nett, aber ist halt auch wieder zusätzlich Gewicht. Deswegen haben wir das weggelassen. Würde es Sinn machen, die Sandbleche mit Seil zu verbinden und einfach mitziehen, bis ihr wieder auf guten Untergrund fahren könnt? Nee, ich glaube nicht unbedingt. Wuff. Kompostivwurm schreibt Strixer, deine Außenküche, fragt mal Detlef. Ja, Strixer hat, glaube ich, eine Außenküche. Die haben auch einen YouTube-Kanal, falls ihr die noch nicht kennt. Könnt ihr mal rüberschauen. Hello from Brazil. Hello right back. Where are you going on the bike? The bike is just, we're taking the bike off just to have a little bit less weight on the back. So it's a little bit lighter. I mean, it's not much, but it's about 140, 150 kilos. It's something. Also. Ja, jetzt gibt es noch Mittagspause. Also Judith kocht ihnen gerade Nudeln. Also, falls ihr ich würde gerne auch was von euch sehen. Das ist ein bisschen schade. Egal. Falls ihr frisch eingeschaltet habt und nicht wisst, worum es geht, ich fasse noch mal so ein bisschen zusammen. Wir sind vor 4 Tagen auf dem Weg aus der Außenseite der EU-Union nach draußen gewesen, auf der Südroute. Und also haben halt auf den Karten geschaut und da gab es eine Straße eingezeichnet, die im Süden rausgeht. Wir sind im Osten rein, dachten wir fahren durch die Sala und fahren im Süden raus. Im Norden und im Osten war das echt absolut problemlos, konnte man überall fahren. Was wir nicht wussten, ist, dass hier im Süden der Untergrund anders ist und man halt eine dünne Salzschicht hat und darunter so einen richtigen Schlickboden. Wir sind dann halt einfach da so durchgeschossen, wie wir es immer sind, so mit 80, 90. Und ja, ich habe halt immer wieder gemerkt, dass es so ein bisschen durchzupft, aber wir haben immer guten Vortrieb gehabt, das hat alles gepasst. Dann haben wir am Horizont 2 LKW gesehen und haben gedacht, aha, was hat's da? Sind halt mal, waren genau in unserer Richtung, sind halt mal weitergefahren, drauf zugehalten. Dann haben wir gesehen, aha, auch zwei Exmos und hoppla, die hängen hinten. Ja, dann bin ich langsamer geworden, habe angehalten, weil logisch macht man, ja. Also wenn man irgendwo einen anderen liegen gebliebenen Reisenden sieht, dann bleibt man stehen und schaut, ob man dem irgendwie helfen kann. Was kommt da noch? Ja, dann sind wir stehen geblieben, sind mal mit einem Sicherheitsabstand so 200 Meter, sind wir rüber gestiefelt und haben dann, wie gesagt, Manfred und Tour und die Strixas getroffen, die da beide hinten mit der Hinterachse gesteckt sind. Mal schauen, was hier da so reinkommt. Ja, dann sind wir halt mal rüber, haben Hallo gesagt, haben geschaut, ob wir irgendwie was helfen können und die haben halt erzählt, es ist da schon irgendjemand vorbeigekommen, der gemeint hat, er kann für den nächsten Tag irgendwie um $1000 so ein Bergungsteam organisieren. Ja, haben
haben wir gefragt, ob wir noch irgendwie helfen können, schaufeln oder sonst was. Haben sie gesagt, nee, sie lassen das jetzt besser und warten einfach auf die Morgen. Und das war sicher keine blöde Entscheidung. Einfach erstmal nicht groß weiter versuchen, also ein Versuch und dann sein lassen. Das haben sie gemacht, aber dann war auch bei beiden leider Schluss. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, wir drehen um und fahren wieder in den Norden raus. Aber wie wir uns umgedreht haben, habe ich halt gesehen, dass unser LKW hinten jetzt auch hängt. Dann sind wir halt zurückgerannt. Wartet mal einen Augenblick. So, ich bin zurück. Wo war ich? Genau. Dann sind wir halt zurück. Ja, ich bin dann zurück, habe schnell Druck abgelassen, haben einmal nach vorne probiert rauszuziehen, da ist er mir eingesumpft und dann lag er schon hinten links mit der Achse auf. Dann habe ich geschaufelt und geschaufelt und geschaufelt, bis ich das Sandblech links hinten reingebracht habe. Wir haben ja 4 Sandbleche. Dann habe ich eins links zwischen die Reifen, eins das linke Hinterrad und eins hinter das auf der linken Seite gelegt. Das heißt 3 links und 1 rechts. Und habe dann einen Versuch gestartet, der hat auch initial ganz gut funktioniert. Ich bin mit dem Heck hochgekommen, aber ich habe das Sandblech, das hinterste Sandblech, ein bisschen schlecht positioniert, so weit rechts, sodass mir das dann eingeknickt ist und er mir hinten wieder volle Mühle abgesoffen ist. Dann bin ich hinten nochmal um eine Ecke schräger drin gehangen
als ich es vorher war. Also richtig schön verschlimmbessert. Ja, das war dann auch das für den ersten Tag. Das war dann irgendwie so, ich glaube 20 Grad hatten wir Schräglage. Das war total unangenehm, weil Schlafen und so weiter war natürlich nicht. Ja, am nächsten Tag kamen dann die Kerle, die jetzt gerade an unserem Auto arbeiten, wieder. Das waren ja, da hatten ja die Manfreds haben mir gleich gesagt, dass sie die holen. Also wie der eine vorbeigefahren ist, der hat gemeint, ja, die kommen dann am nächsten Morgen. Die sind dann auch gekommen und haben begonnen am Auto von den Manfreds zu arbeiten. Und das hat auch initial gar nicht so schlecht funktioniert. Beim ersten Versuch, also sie haben 2 Versuche gebraucht, beim ersten Versuch ist er ihnen hinten einmal nochmal eingebrochen. Aber dann haben sie nochmal so ein bisschen Salz geholt und unterfüttert und alles, und dann haben sie es nach vorne rausgeschafft. Damit war der erste LKW frei, das war schon mal gut. Die haben dann am Abend auch noch angefangen, einen Strixas vorzubereiten für den nächsten Tag. Und am nächsten Tag, also Tag 3 dann, ging es bei den Strixas weiter. Und ja, die waren nochmal eine Ecke tiefer versenkt. Ja, also Gerd war klug genug von Anfang an zu sagen, nee, ich mache da gerade gar nicht weiter. Ich lasse das jetzt so, wie es ist. Deswegen war er am wenigsten verbuddelt und auch am schnellsten draußen. Moment. Vorschlag für eine kleine Community Challenge. In Deutschland ist es 19:50 Uhr. Um wie viel Uhr rollt Yoda wieder durch die Salzwüste? Das ist doch schön. Wer am nächsten dran ist, dem schickt man einen Sticker. Warum nicht einen anderen LKW vorspannen und gemeinsam ziehen? Weil der genauso versinken wird. Es fährt hier keiner rein von den Locals, auch wenn, also die Strixas und der Manfred sind ja gemeinsam hier lang gefahren, und die hatten hier auch, keine Ahnung, 4 Kilometer von hier war so eine Rampe, und da haben sie auch die Locals gefragt, ob die hier fahren können, und die haben ja gesagt. Toller Tipp. Und dann sind sie halt deswegen da reingebrettert und halt abgesoffen. Wir haben nicht gefragt, sind da einfach nachgebrettert und haben die halt da stehen gesehen, haben angehalten und sind genauso abgesoffen. Ja, auf jeden Fall. Tag 3 waren dann die Strixas dran. Und da haben sie auch irgendwie die Plattform zweimal hinten aufbauen müssen, weil die denen weggerutscht ist oder eingebrochen ist. Aber Detlef hat es dann beim ersten Versuch, also als dann die Strixer wieder vernünftig stand, hat es Detlef beim ersten Versuch rausgeschafft. Das war super. Und ja, das war um 17 Uhr und jetzt ist Tag 4. Und gestern haben sie dann um 17 Uhr die Kerle Feierabend gemacht, haben gesagt, sie sind müde. Sie kommen heute wieder und heute sind wir dran. Ja, und so hängt man 4 Tage gemeinsam in der Wüste. Ich nehme diese ganzen Zeitvorschläge mal so an, und wer am Schluss am nächsten trifft, dem schickt man einen Sticker zu. Ja. Also es geht auch heute jetzt eigentlich besser voran, als ich es gedacht hätte bei uns. Wir haben ja auch Material zusammengeworfen, also wir haben ja zumindest das eine freie Sandblech, das wir noch hatten, natürlich den anderen geborgt, wie man es halt so macht, ist eh klar. Wir haben jetzt von ihnen so Wagenheber und auch so Unterlegplatten. Das macht das Ganze natürlich einfacher und schneller. Ja, das ist der Vorteil, wenn man nicht alleine versumpft, wenn man noch mit anderen unterwegs ist, dass man sich Material teilen kann. Ja. Wir sind jetzt in der Vorderachse bald, hätte ich gesagt, auf Niveau. In der Mittagspause
kommt nochmal eine Ladung Salz, nehme ich an. Mal schauen. Mal sehen, mal sehen. Hallo Guido, willkommen. Ja, wie ihr wisst, wir labern eigentlich heute deutlich mehr, als wir gedacht haben, dass wir labern würden. Wir wollten das eigentlich noch hinstellen, damit ihr alle mitschauen könnt, wie es so vorangeht, weil wir einfach ganz viele Nachrichten bekommen haben, ganz nett, wo die Leute gefragt haben, wie es denn jetzt so steht, ob wir schon draußen sind und so weiter. Dann haben wir eigentlich gedacht, wir nehmen das iPad, stellen das hin und ihr könnt einfach so den Progress so ein bisschen sehen. Jetzt haben wir doch ein bisschen mehr gelabert als gedacht, aber ja, so ist das. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, schreibt sie rein. Wir sind seit 351 Minuten und 40 Sekunden hier live. Uns geht langsam so ein bisschen der Content aus, wie das die coolen Kids hier auf YouTube ja so nennen. Ja, aber so ist es halt. So ist es seit 4 Tagen. Es passiert nicht allzu viel. Man schaufelt hier, man schaufelt da. Man rödelt irgendwo ein Sandblech drunter und das Ganze dauert halt einfach seine Zeit, solange es dauert. Ich höre einen Kaffee. Meine Frau macht einen Kaffee, das ist ja schön. Balken mit Spanngurten an die Reifen, wie die Russen. Ja, dann reißt uns nur leider die Box auf. Das geht sich bei uns nicht ganz aus. Wir haben auch Schneeketten überlegt gehabt gestern oder vorgestern. Aber ja, das wäre dann Ultima Ratio gewesen. Mit Gerd und Evi hat es ja Gott sei Dank gut geklappt. Zumindest beim zweiten Versuch dann. Ja, insofern, das war so die initiale große Erleichterung zu sehen, nicht, dass ihr am Schluss Politiker werdet. Nein, das wird nicht passieren. Nein, es war eine riesen Erleichterung, wie wir den Gerd aus diesem Sumpf rausfahren gesehen haben und gesehen haben, er rollt und er rollt und er rollt und er rollt und er rollt. Da ist mal initial so eine Last abgefallen, weil wir gesehen haben, wenn man mal unterwegs ist, dann geht es wahrscheinlich. Also es kann natürlich sein, dass man trotzdem nochmal absumpft, aber man hat gesehen, dass es geht. Und das war echt schon mal so eine Riesenerleichterung. Und dann nochmal bei der Strixer zu sehen, die ja echt ordentlich versenkt war, dass man die auch rausbekommt, hat die Moral nochmal gesteigert. Also wir sind mittlerweile halbwegs guter Dinge, das war ja am Anfang nicht so. Ja, aber ich will es auch nicht verschreien. Ich glaube es, wenn ich draußen bin, dass ich draußen bin. Davor heißt es erstmal hoffen und Daumen drücken. Juhu, Kaffee. Ist fertig? Du hast da. Ich habe den schon gegeben. Ah, super, danke. Nee, ich bin mit Kaffee ganz glücklich gerade. Gerade zugeschaltet, zeigt doch nochmal den Ist-Zustand. Ja, willkommen an Bord. Daniel, gib mir eine Sekunde. Ich renne mal um die Karre. Also, so sehen wir mittlerweile aus. Die Hinterachse steht auf 2 Sandblechen. Hier vorne kommen wir auch schon immer weiter nach oben. Hier gibt es gerade Mittagspause und Nudeln. Ja, jetzt müssen wir da halt noch dazwischen Salz reinbringen, das Ganze nochmal vernünftig unterfüttern, Sandbleche noch dazulegen
Ja, und dann hoffen wir, dass wir rückwärts rauskommen. Rückwärts raus ist halt ein bisschen blöd, weil wir dann nochmal stehen bleiben müssen, um vorwärts zu fahren. Aber ja, das riskieren wir dann wahrscheinlich einfach mal so. Nach vorne raus wird nicht gehen, wenn wir eine brutale Rinne nach vorne haben. Es bräuchte so viel Salz, dass wir das auffüllen. Das können wir jetzt, glaube ich, abschminken. Das heißt, wir müssen erstmal nach hinten. Das sieht man sehr. Wir müssen erstmal nach hinten, dass wir dann irgendwo wieder auf festeren Untergrund kommen und hoffen, dass uns in der Zeit, die ich brauche, in die 1 zu schalten oder in die 2, dass er uns da nicht absaugt. So. Ja, es schaut mittlerweile gar nicht so schlecht aus, da hast du recht, Mario. Also, wie gesagt, wir nehmen Wetten an, wer am nächsten dran ist, zu dem Zeitpunkt, dass wir rauskommen. Moment. Gracias, amigo. So, wer am nächsten dran ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir rauskommen, der kriegt einen Sticker zugebombt. Ein Steuer schafft das, ja. Glaube ich auch. Das Problem, was wir momentan haben, ist, dass irgendwie meine Frontsperre nicht reingeht. Das hat mich so ein bisschen... Oh, sorry, Wind bläst ins Mikro. Ja, es ist hier relativ windig. Ich stelle es mal so hin. Ist es jetzt besser? Wenn er draußen ist, dann sofort Vollgas aus der Sandwüste. Ja, Vollgas nicht, aber mit Zug. Oder einfach konstant. Ja, rückwärts bis auf festen Grund ist so ein bisschen das Problem, dass der feste Grund 1,5 Kilometer bis 2 Kilometer entfernt ist. Ja, 2 Kilometer rückwärts bringt uns auch nicht sonderlich viel weiter. Und du möchtest jetzt keine Nudeln essen? Nein, ich habe irgendwie... Was knackt hier so verhängnisvoll? Wartet mal einen Augenblick. Ich nehme euch mal nach vorne mit, weil jetzt machen wir weiter. Dann habt ihr mehr zu sehen als einen blauen Himmel.
hell hier, man sieht echt gar nichts. Das iPad ist auf voller Helligkeit und ich sehe nichts. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr da so ein bisschen mehr seht.
nuestro amigo. Muy bueno. Mucho mejor. Ese auto sale de los tres. Un lado, otro de los tres. No, mejor vamos para atrás.
deutsche Zeit. Ihr habt jetzt schon 20:20 Uhr. Ich habe gesehen, viele Schätzungen waren so zwischen 21 und 23 Uhr. Also ich glaube so 1,5 Stunden, was wäre es dann? Ja, so gegen 22 Uhr bei euch. Das ist 16 Uhr bei uns. Wäre so meine Schätzung, aber das wäre echt eine super Zeit, also weil eben, es war echt viel zum Tun, echt viel da an Salz reinzuschaufeln. Aber ich glaube, wir hatten einfach das Glück, dass wir hier recht in der Nähe das Salz von den anderen Bergungsstellen holen konnten. Ich hätte gedacht, von Tag zu Tag dauert es länger, insbesondere weil die Jungs ja auch vielleicht an Energie verlieren oder so. Aber es scheint wirklich, als würde es gar nicht so spät heute werden. Also jetzt gibt es gerade nochmal eine Hochpumpaktion. Bin mir nicht sicher, ob dann schon die Sandfläche runterkommt. Wenn dann schon die Sandfläche runterkommt, dann dauert es, glaube ich, wirklich nicht mehr allzu lang. Und ja, klar, wir werden immer entspannt, aber das schaut ja schon richtig gut aus. Und da Arthur heute nicht viel gegessen hat, außer ein Stück Käse, habe ich gedacht, ich mache ihm wenigstens einen Kaffee. Der macht ihn munter, der hebt seine Stimmung. Mehrere Male am Tag kommt hier einfach so ein richtiger Windsturm, kann man nicht sagen, aber dann geht schon echt ordentlich der Wind. Ich muss gerade aufpassen, dass mir das Seilbett nicht am Fuß fällt. Jetzt ist auf jeden Fall gerade wieder Windzeit. Sandfläche runter, oder? Was meinst du? Dauert nicht mehr lang. Hast gesehen, die Leute geben Schätzungen ab, wann wir draußen Ich habe vorher gesagt, wer am nächsten trifft, dem schickt man einen Sticker. Das ist ja viel.
Bock mehr, das war's. Aha, nee, sie ging halt so. Gut, ja, Zeitpunkt für den Strom. Also die Jungs gehen ein 10. Mal Salzone oder so, keine Ahnung. Aber eben, wir sind schon weit. Bisschen Geduld braucht man einfach noch. Aber ich bin mir sicher, es kommt jetzt noch eine Fuhre Salz. Und dann werden die Bleche untergelegt. Und dann dauert es nicht mehr lang. Rauscht jetzt ganz wahrscheinlich im Mikrofon, oder? Aber ich kann es nicht ändern. Anyone able to tell me the situation in English? Richard. Or Christopher. Richard Christopher. Usually I don't like to speak English in front of the camera because I'm not a language type, and it's hard for me to learn even Spanish here. I'm for 6 months in Spanish speaking countries, but I don't get it. I'm really bad with it, but I try. So the short version is we are in the Sala de Uyuni, and here's a part which is very, very soft, but we didn't know this before, because a big part of the Sala is really good and you can drive there with a truck. But 4 days ago we wanted to leave, and we have taken the trek out to the southern entry, and we saw some other trucks, Strixa on tour and Manfred on tour, stuck in the Sala, stopped too, and while we stopped we were sunken. I mean, probably we were sunken anywhere a few meters afterwards, but it happened as we stopped to go to the other 2 trucks. And now we have 2 guys here helping us. They already helped the other ones to get out the other 2 days, and today we are it's slow. It's hopefully our turn. It's hopefully, but it looks good so far. But at least the other 2 have made it out, which is good. Yeah, it's a good sign. So that is more or less the short story with my very bad English. Weißt du, warum sie Salz holen, während da noch 3 Säcke liegen? Ich glaube, sie holen jetzt Salzsäcke, die sie hinlegen wollen. Genau, am Schluss haben sie jetzt bei den anderen dann immer, statt das Salz direkt unter die Reifen zu bringen, die Salzsäcke hingelegt, die dann die Spur zum Rausfahren bilden. Möglicherweise ist es das, was sie jetzt machen. Das heißt, wir nähern uns wirklich dem Ende. Das wäre ja schön.
Das war vorher, ja, ich werde wahrscheinlich jetzt nichts hören wegen dem Wind. Gell? Wir haben gerade Sandbleche gezählt und dass das links vom Auto liegt. Ich weiß nicht, da werden die meisten von euch werden wahrscheinlich später zugeschaltet haben, aber das hat Detlef hat einen Quad dabei, Quad mit Winch, und hat uns das unterm Auto, das Sandblech mit dem Quad mit der Winch rausgezogen. Das ist schon echt cool. Also Motorrad ist praktisch zu haben, aber so ein Quad ist halt schon mal nach einer Ecke cooler, muss man ehrlicherweise sagen. Also wer das Gewicht hat, also wer sich das Gewicht leisten kann, das ist schon eine coole Sache. So ein Quad mit Winch. Hinten bei dem Sandblech hat der Detlef angezogen. Das haben wir aber zuerst nicht rausbekommen, das haben wir dann später gemacht, aber das wirklich unter der Karre lag. Also da super uns rausziehen können mit dem. Das wäre halt mit dem Motorrad nicht gegangen. Also was ist bis jetzt passiert, längere Geschichte. Wir haben vor vier Tagen haben wir unser Auto in der Sala der Uyuni versenkt. Ja, unweit von zwei anderen Reise-LKW. Und seither hängen wir da und jetzt versuchen wir ihn rauszubekommen. Das war ist eine längere Geschichte. Ja, aber es scheint sich dem Ende zu nähern. Ich glaube, es wird langsam der Endspurt. Und dann, beziehungsweise der Endspurt, ich will es nicht verschreien, weil wir müssen dann erstmal Retourgang hier raus aus dem Sumpf und dann nochmal wegkommen, wenn wir stehen bleiben für einen Vorwärtsgang. Ja, und dann nicht mehr einbrechen. Also ganz so sicher ist es ja nicht, dass wir da heute wegkommen. Die anderen haben es, als sie mal gefahren sind, sind sie dann gefahren zum Glück. Das gibt Hoffnung. Aber es kann halt noch viel passieren auf dem Weg dann nach drüben. Wir müssen ungefähr 2 Kilometer Richtung Osten auf einem sehr ähnlichen Boden. Ich meine, wir haben jetzt weniger Gewicht, wir haben viel weniger Reifendruck, alles drum und dran. Aber das heißt nicht, dass wir es jetzt deswegen 100%ig daraus schaffen. Ich versuche positiv zu sein, aber nach 4 Tagen da in Specklager in der Salzwüste ist es manchmal nicht ganz einfach. Ja, Platz muss man sich auch leisten können fürs Quad, das stimmt. Aber die Strixer ist ja ordentlich groß. Ich glaube, links hinten haben sie die drin. Aber das ist schon ein cooles System, also muss man echt sagen. VW, der Andy Offroads hat einen Unfall in Montenegro, auch nicht gut. Ja, es ist manchmal, manche Tage haben, dann gibt es Tage, da gewinnen die anderen. Liebe Grüße zurück in die Heimat. Vielen Dank für die netten Worte. Ja, also wie ihr wahrscheinlich hört, es zieht so ein bisschen Wind auf hier jetzt. Ich hoffe, man versteht uns trotzdem irgendwie. Aber das ist so hier in der Sala. Ich glaube, es liegt, also man merkt es auch insbesondere am Abend, dass da immer der Wind aufzieht. Ich glaube, es liegt primär daran, wenn halt die Oberfläche abkühlt, dass dann halt einfach durch die kalte Luft ein Wind entsteht. Aber es ist halt immer, also manchmal super windstill und dann eine halbe Stunde später stürmt es so ein bisschen. Man weiß auch nie, ist einem warm, ist einem kalt, irgendwie ist es komisch hier. Naja, sisch wie sisch. Ich habe jetzt schon ein bisschen die Hose voll vor dem Versuch, ich sag's euch. Ich will ehrlich sein, ich habe die Hose voll. Die anderen haben das relativ souverän gemeistert.
heißt jetzt in die oder nicht in die Fußstapfen, in die Reifenspuren sozusagen. Hauptbelastung bei der Havarie ist der mentale Faktor. Ja, das stimmt. Also ich muss echt sagen, als ich Gerd da rausfahren gesehen habe, ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen. Das war so eine Erleichterung zu sehen, dass es geht. Schneeketten haben wir uns überlegt gehabt, aber genau wie du sagst, habe ich da eher die Schiss, dass er durch diese oberste Schicht durchbrechen, noch mehr durchbricht. Darum haben wir es eher sein lassen. Ja. Ahoi Andreas, willkommen auch hier. Ja, es wird. Hinterachse steht auf den Sandblechen heraus und die Vorderachse ist eigentlich jetzt auch heraus und sie holen gerade noch Salz. Die letzte Fuhre, die kommt jetzt unten rein und dann sind wir, glaube ich, so weit, dass wir einen Versuch starten. Also gibt nicht so viel zum Aufholen. In den letzten 391 Minuten haben wir die Hinterachse und die Vorderachse ausgegraben und das ist der momentane Stand. Und viel Blödsinn gelabert. Judith knallt da oben gerade mit der Drohne noch ein bisschen drüber. Ne, wir sind schon also wir sind auf 2 Bar und weniger als 2 Bar möchte ich jetzt auch nicht gehen, weil sonst habe ich Schiss, dass immer irgendwann mal, wenn es blöd kommt, mit noch den Reifen von der Felge wurzel und auf das habe ich jetzt keinen Bock. Aber 2 Bar ist schon sau wenig. Also wir fahren normalerweise knapp 7 und 7,5 und jetzt sind wir auf 2. Haben die Sandbleche hinten Schäden verursacht? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten Glück, dass sich das eine Sandblech, das sich da aufgestellt hatte und verkeilt hatte unter der Achse, dass das nichts gemacht hat. Ich habe davor mal ganz kurz drauf geschaut, habe da nichts gesehen, aber es ist ein guter Punkt. Jetzt kann ich mal nachschauen gehen. Ich komme gerade wieder. Nee, also ich glaube, wir hatten Glück. Ich habe da erstmal nichts gesehen. Ich meine, es ist auch relativ viel Salzkram da unten am Auto, das heißt, man sieht nicht alles. Genau, werden wir es wahrscheinlich erst sehen, wenn wir dann den LKW waschen fahren. Aber er verliert mal nirgendwo Luft und er tropft mal nirgendwo. Ja, 1,5 Bar könnte man machen, ja, aber ich will dann nachher auch eher zügig hier raus, wenn ich mal fahre, weil halt einfach Momentum nach vorne verhindert, also Momentum nach vorne heißt weniger Momentum nach unten. Und insofern will ich da eher zügig jetzt und nachher durchrattern, deswegen werde ich bei den 2 Bar bleiben. Außerdem sind die anderen, glaube ich, auch mit 2 Bar unterwegs gewesen. Und ich glaube, die haben noch einen Ticken mehr Gewicht als wir. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die sind beide, also Strixer ist, glaube ich, ja, vielleicht mit einem Quad auf 12 Tonnen. Das weiß ich nicht, da müsste ich den Detlef nachher fragen nochmal. Aber ich glaube, dass die einen Hauch mehr Gewicht haben als wir. Ja, wie auch immer. Wir werden es jetzt mal mit 2 Bar probieren. Und der Windelfaktor ist natürlich hoch. Ja, also momentan auf 4 von 5. Wenn wir nachher wirklich so weit sind, könnt ihr mir ein paar Windeln rüberschicken. Ja. 4 von 5? Momentan, ja. Fürs Rausfahren da. Ja,
aber wenn wir nachher wirklich dann dran sind, dann ist 6 von 5. Ja, kommt darauf an, wie das Gewicht verteilt ist. Ja, mit Gerd habe ich nicht über ihre Gewichtsverteilung geredet, mit Detlef von der Strixer schon so ein bisschen. Und ich weiß, dass die Strixer sehr gut ausbalanciert ist. Da hat Detlef viel Wert drauf gelegt. Unsere ist ja hinten schwerer und hinten links schwerer. Also wir sind nicht ganz ideal austariert. Was auch erklärt, warum wir halt links hinten abgesoffen sind. Also mit erklärt, ja. Ja, wenn wir draußen sind, küssen wir den Boden, das stimmt. Den hoffentlich nicht mehr salzigen Boden küssen wir dann bald. Diese Stützen, die da drüben sind, die blauen, kann ich die einpacken? Die könnte man einpacken, die könnte man aber auch einfach da lassen und nachher mit dem Motorrad oder mit dem Auto holen. Gewichtstechnisch. Ist nicht viel, aber es sind halt, denke ich, 20, 30 Kilo. Okay, wie du sagst. Ja, gehen tut viel. Guti. Also, Micha und Sabine waren schon auf Einbar unten mit ihren HCS in der Irgendwo. Aber da hast halt einfach dann die Panik, dass du die einfach von der Felge ziehst. Und auf das habe ich jetzt nicht auch noch Bock. Welche Achslast habt ihr hinten vorne? Ich kann es dir nicht genau sagen, ehrlich gesagt. Ich weiß, ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf. Ich weiß, dass wir hinten deutlich, also eine Ecke schwerer sind. Aber wir fahren jetzt auch, also es kommt natürlich auch darauf an, ja, haben wir unser Hecktank, hängt der hinter der Hinterachse, ist der voll oder nicht? Haben wir Abwasser oder nicht? Also das ist alles so ein bisschen variabel, so genau kann man es nicht sagen. Das sind ja doch dann irgendwie 400-500 Kilo, die da Unterschied machen. Ja, Antarktis-Expedition, ja, sieht tatsächlich ähnlich aus, ja. So, und die Kerle sind wieder da, ich schau mal, was so der Plan ist. Au! Dann löse ich dich mal wieder ab. Schau mal, was der Akku macht. Er immerhin wieder auf 18 geladen. Das heißt, sobald die da loslegen, nehme ich euch dann auch wieder mit davor. Ich lese nur gerade mal, was noch so steht. Also, Sonnenfläche werden genommen. Magst du mal den Strixers und den Manfred schreiben, dass wir jetzt bald fertig sind und sie schauen wollen, weil sie mir auch ihre Sandfläche liegen und so weiter. Dass sie da Also was möchtest du, dass sie herkommen oder einfach? Nee, einfach nur sagen, dass wir jetzt bald so weit sind, ob sie herkommen wollen, weil ja auch ihre Sandfläche da jetzt sind und ob sie darauf schauen wollen, wie die liegen und so. Ist das die Bolivia-Gruppe? Russisch, ich glaube, Ja. Ja, also es, glaube ich, weiß nicht, ob es eine Gruppe ist, aber ich glaube, das ist der richtige Kontakt. Ja. Also soll ich auch noch mal, also ich habe das geschrieben, wolltest du noch was ergänzen oder passt das so? Ja, jetzt kommt Bewegung in die Sache. Wir nähern uns dem
Ende. Wer hat auf 21 Uhr gewettet? Das wäre in einer Viertelstunde. Weiß ich nicht, ob es so schnell geht, aber lange dauert es nicht mehr, wenn sie jetzt die Sandfläche positionieren. Ich hätte ja nur gedacht, sie schieben als erstes Sandfläche vorne runter. Aha, jetzt gehe ich mit euch. Wird nochmal das Vorderrad angehoben, genau. Das freigeholte Sandblech wird da wahrscheinlich runtergeschoben. Calma, Max. Sandblech sitzt. Voller Körpereinsatz. Ah, die beiden geben ja schon wirklich den ganzen Tag alles. Alta, 30 centímetros ha pasado. Un poquito más. Un poquito más. vos me Bisschen dices. rüber noch. Ah, yo creo. Ya, Ist er zufrieden? bájale Sehen wir es da auf der anderen Seite. con calmita. Cuidado que salte la gata. La última de este lado. Ya, Abgelassen, oder? Genau. Also von der Wagenheber.
mitteilen, ob ihr lieber mit mir im Auto sitzt und mit dem Stream praktisch hoffentlich nach draußen fahren wollt oder ob ihr von außen zusehen wollt, wie ich die Karre hoffentlich nicht versenke, aber dann wahrscheinlich irgendwann mal der Stream abbricht, weil unser Starlink dann halt natürlich von euch wegfährt. Also lasst euch das mal auf den Kopf gehen und sagt uns Bescheid. Die Gegend ist den zwei anderen LKW sind sie aus der Gefahrenzone. Ja, sowohl Manfred und Tour sind vorgestern Abend, als sie quasi noch ein Stück weiter waren, als wir jetzt sind sie losgedüst und wurden von einem der beiden Herren über den richtigen Weg aus die Wüste hinausgebracht. Ist alles gut gegangen und gestern Abend selbiges für Strixa und Tour. Da sind die beiden auch sicher aus der Wüste hinausgebracht worden und warten da quasi ganz lieb auf uns, dass auch wir hier heute hinauskommen. Genau. Von außen. Judith nimmt die Kamera aufs Motorrad und fährt nebenher. Haha. Also wenn es für mein Handy wäre, könnte ich es vielleicht machen, aber wo ich das iPad aufs Motorrad befestige, weiß ich nicht. Also ein paar sagen von innen, aber die Mehrheit ist von außen. Ich war auch für außen, und wir dann sehen, wie es losgeht.
sehen könnt, gehen wir uns da hinten nochmal anstecken. Después traemos la plancha de allá, esto de adelante, ponemos aquí Die Sandfläche immer weiter räumen. como tren, uno, hasta que tengas espacio Ah, ja, genau, das ist das para ir Problem. allá. Ja, das habe ich zu Gerd schon gesagt. Du kriegst ein Problem, du fährst, stehen bleibst, umschaltest und nach vorne fährst. Genau. Den will ich jetzt so weit nach hinten bringen, Bis ich nach vorne wegfahre. wegfahren kann. Ja, okay. Amigo. Okay. Okay, Ja, ¿no? ja, comprende. Porque si no, Necesito 10 minutos por el... no. Mala suerte, amigo. No. So. Ah. Luego, no. No. Du darfst wegfahren. Mala suerte, amigo. Por ahí nos sentamos otra vez. Ich will nur meinen USV wieder. Lass das mal ab. Ja, ich hab Schiss. Volqueta va a venir. Todo vamos a cargar. Por el volante. Sí, pero si otra vez te entras, otra vez vas a entrar. Ja, nur nicht mehr stehen bleiben. Aber eben, wir fahren rückwärts raus, das heißt, wir müssen gut stehen bleiben. Und irgendwie, Er hat schon recht. wenn ich sie richtig verstehe, Er muss langsam zurückrollen. wollen sie jetzt Dann müssen die Sandfläche um. Sandblech für Sandblech für Sandblech nach hinten legen, wirklich nur ein paar Meter, dass wir dann auf den Sandblechen stehen, dass wir nach vorne kommen. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Ah, dale, amigo. Danke, Entra Volker. más tarde. Die Männer sind ja auch nicht unruhig, sagen wir es mal so. Du sagst, es ist soweit. Können wir nochmal. Calma. Also, es ist gleich soweit. 21:07 Uhr. Wir sind dann gespannt, wer richtig geschätzt hat. Aber ich muss jetzt mal kurz rein zusammenräumen. Ich muss dem Arthur die GoPro für drin auch in die Hand geben, dass er sich selber filmen kann beim Fahren. Und jetzt nichts vergessen auf jeden Fall. Also ich gehe mal kurz drin alles fertig machen. Also erstmal auf Schienen zurück, ja? Genau, auf Schienen zurück ist, glaube ich, der Plan. Und dann vorwärts raus. Und dann, sobald wir die Kurve kriegen, vorwärts raus. Dann räumen wir noch Motorräder alle weg wieder damit. Genau. Judith, gibst du mir meinen Motorradschlüssel raus, dass wir mal schnell schauen können? Mucho más difícil. Muy complicado. Fährst du mit dem Motorrad hinterher? Ja. Sí. Aber nicht direkt. Nicht direkt. Du musst erst mal gucken, ob du einsteigst oder nicht. Das ist ja die Frage. Ne? Sag mal, ich habe mal eine Steigst nicht Frage. ein. Arbeitet dein Chef für die Und wie geht's Polizei? dir? Geht's dir besser seit gestern Abend? Oder ist die Aufregung mehr gewesen? Ja? Ich denke bestimmt die Aufregung. Warum machst du dich selbstständig? Das kannst du doch alleine. Du brauchst doch gar keinen Chef. Du kannst dir die dicke Kohle alleine einstreichen. No, jefe. No, Chef.
Contratista privado. Okay. Aber du machst doch den Job. Den kannst du doch alleine machen. Dann brauchst du das Geld nicht abgeben. Das beschäftigt dich. Ja? Ja. Yo todo gano. ¿Un cigarrete, amigo? Ja, sí. Ahora sí nos vamos, si Dios quiere. ¿10 minutos? Wir müssen noch mal kurz die Angsttoilette. Ja, verstehe ich. Estás relajando el cuerpo. Sonst keinen. Keiner will das machen. Außer er. Keiner will die Autos so machen. Hallo Hilmar. Der hat mich schon angeschrieben.
Er hat mich schon gerade Nachricht geschickt. Wink mal in die Kamera. Also. Ja, wie geht's dir? Ich habe die Hose voll bis übers Kreuz. Ja, das kann mir vorstellen. Mir gestern auch so. Ihr seid ja gestern so souverän raus. Ja, aber ich kann dir sagen, der Adrenalinspiegel war so hoch. Und als ich da hinten war, war es vorbei. Da war ich fix und fertig. Alles hängt jetzt von dir. Kein Druck aufbauen. Kein Druck aufbauen. Ich habe immer gesagt, wir schieben mit an, also mit schieben. Oh Gott. Ich kann dir sagen, gestern, als es dann losging, war ich froh. Und als er draußen war ich auch froh. War ich noch froh. Aber als es dann losging... Was ist das? Sofortbildkamera. Für die Erinnerung. Ich bin ja dafür, dass wir alle zusammen was machen und die das machen lassen. Das ist doch viel besser. Und so wie wir aussehen. Ja? Ja, mit euch. Hi! Ja, genau. Wir jetzt geht's gleich los hier. Ich sehe die schon. Sind alle gespannt. Hi Stevie! Dann komm mal schnell her. Ja, wir müssen mal kurz ein Gruppenfoto machen. Warte mal. Wir müssen nicht. Ja, gleich, warte mal. Okay. Ja, Perfekto, muchas gracias. so, bist wieder da. Ja, hier, hallo. Jetzt wird spannend hier, weil er muss rückwärts raus Und lassen es einfach laufen. und er darf aber nicht stehen bleiben. Wir müssen noch mal. Bist du da? Das war So, das das heißt, warte mal. Wollt ihr auch eins? Dann können wir noch gleich mehr machen. Ja, wir hätten auch einen. Ja. Perfekto. Dos más, por favor. Ja, warte, sofort, geht gleich los. Aber jetzt müssen wir aber wirklich rauskommen, weil. Oh, ja. Perfekto. So, ich bin da. Mindestens so aufgeregt wie bei uns. Glaubst du das? Und er muss rückwärts raus. Also, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir haben jetzt den folgenden Plan. Wir fahren langsam rückwärts, nehmen wir das vorderste Sandblech, räumen es dahinter hin. Fahre ich da drauf, nehmen wir das vorderste, räumen es dahinter hin. Bis wir so weit weg sind, dass ich nach vorne wegkomme. Das heißt, wir schauen, dass wir einfach auf Sandblechen bleiben, bis der Weg frei ist sozusagen. Und jetzt, Alter, drückt so fest ihr könnt. Ich hab so die Hosen voll. Arthur. Ja. Nee. Das ist kein Erfolg. Das ist eine tödliche Situation hier. Ja, gut, okay. Er hat die Hose bis oben voll, ging mir gestern genauso. Und ja, schnell Muss er langsam aber Ja, aber der fährt nur zwei Gänge. Rückwärtsgang und ersten Vorwärtsgang, der Rest geht nicht mehr. Also das packen wir jetzt nicht ein. Nee, das packen wir jetzt nicht ein. Das Auto ist der Hammer. Ich hab die Hose. Das steigt die Nervosität. Vergiss nicht die GoPro anmachen, wenn es drin bist. Ja, genau. Passiert's hier gleich. Er hat gerade gesagt, 5 Tage hat er uns durchgearbeitet. Seit Samstag. Die Tür ist natürlich nicht zugeschlossen, gell? Ich weiß nicht, ob du noch drin nach hinten kriechen willst. Zusperren. 24 horas sin dormir. Okay, alles klar. Después de ese
unserer Unterlage. Super, Batterie niedrig. Das ist das, was wir jetzt nicht gebrauchen können. Wäre jetzt noch der Clou. 10% steckt aber eigentlich schon wieder am mobilen Akku. Okay, was jetzt mache ich? Drehen wir noch ein bisschen runter. So seht ihr mal die ganze Kiste. Salimos. Sagen, bei uns geht der Rückwärtsgang aber so schwer rein. Da hat er jetzt noch damit zu kämpfen, auch noch. Jetzt wird umgebaut. Alle Bleche nach hinten. Man muss noch ein kleines Stück, das ist ja nicht frei. Zurück! Zurück!
Wieder 2 Meter. Dale. Stopp! 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 Auf der Seite ist schon die Kante. Die letztere Seite. Nein, er ist zu gleich lang. Nein. Nee, 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 nee.
geht los, es geht los. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Wir stehen die letzten 11% hier beim Akku beim iPad. Wenn er unter 10 ist, wird